In diesem Video geht es um das Goethe Pro Pflegezertifikat. Und zwar schauen wir uns hier die Prüfung mal gemeinsam an, und zwar den Aufbau und wo man diese Prüfung überhaupt benutzen kann. Die Wahl zum Goethe-Zertifikat Pro Pflege. Was kann ich damit überhaupt machen und wie sieht die Prüfung aus? Legen wir los. Als allererstes möchte ich dir zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Wir schauen uns ganz knapp die verschiedenen Goethe-Prüfungen auf dem B2-Niveau mal an. Und dann schauen wir, warum wir eigentlich eine Goethe-Pro-Pflegeprüfung machen sollten und warum mit Goethe. Und dann schauen wir, wie du diese Prüfung für deinen Beruf benutzen kannst, wo das Goethe-Zertifikat anerkannt ist und ganz am Ende, wie die Goethe Pro Pflegeprüfung aufgebaut ist. Legen wir los. Die verschiedenen Goethe-Prüfungen. Es gibt beim Goethe-Zertifikat verschiedene Prüfungen, die man zu verschiedenen Zwecken machen kann. Und zwar auf dem B2-Niveau gibt es da das B2 Deutsch für Jugendliche, Goethe-Zertifikat Deutsch für Erwachsene. Und dann gibt es noch das Goethe Pro allgemein für den Beruf und es gibt Goethe Pro Pflege. Das Goethe Pro Pflegezertifikat, das basiert auf dem Niveau B2. Als nächstes sind wir schon bei Goethe Pro Pflege. Warum sollen wir hier denn eine Prüfung überhaupt machen und warum mit Goethe? Und zwar fragst du dich vielleicht, okay, ich möchte in der Pflege arbeiten, aber ist es denn wirklich notwendig für mich, auch so eine Prüfung abzulegen? Und ich sage auf jeden Fall, es ist sehr sinnvoll, das zu tun, weil für manche Zwecke, wie zum Beispiel den Beruf, kommt man einfach nicht drum herum, so eine Prüfung abzulegen. Und die Goethe Pro Pflege B2-Prüfung, das ist wie eine Grundlage für deine berufliche Weiterentwicklung. Denn mit guten Sprachkenntnissen kannst du dich für höhere Positionen und Verantwortlichkeiten im Pflegebereich qualifizieren und deine Karriere natürlich vorantreiben. Wenn du dann in Deutschland arbeiten möchtest und leben möchtest, ist das Erlernen der deutschen Sprache natürlich ein wichtiger Schritt zur Integration auch in die Gesellschaft. Und es ist natürlich super, wenn man so ein Zertifikat in der Hand hat, denn damit hast du eine gute Möglichkeit, deine Sprachkenntnisse nachzuweisen. Denn die sind auch zum Beispiel an Hochschulen oder auch in Firmen und an politischen Stellen international anerkannt. Und natürlich für deinen persönlichen Erfolg einfach, ob für den Alltag oder den Beruf, ist es einfach super, so ein Zertifikat zu haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich denn diese Prüfung überhaupt für meinen Beruf benutzen? Und zwar denkst du dir vielleicht, reicht es nicht einfach aus, wenn auf meinem Lebenslauf die Bezeichnung B2 steht? Ich sage dazu, nein, das reicht nicht. Es ist wirklich entscheidend dafür, dass du im Pflegebereich auch deine Anerkennung bekommst und dazu hilft diese Goethe Pro Pflegeprüfung einfach. Sie wurde nämlich speziell für Menschen wie dich entwickelt, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten oder in Deutschland halt tätig sein möchten. Und wenn du diese Prüfung bestehst, dann zeigst du potenziellen Arbeitgebern, dass du ausreichende Deutschkenntnisse besitzt, um dann erfolgreich in deinem beruflichen Umfeld zu kommunizieren. Und dadurch steigerst du natürlich deine Chancen auf Anstellung oder Aufstieg im Pflegebereich. Und des Weiteren qualifizierst du dich durch diese Prüfung auch für die Arbeit in Deutschland. Ja, das heißt, du erhöhst auch deine Chancen, eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu erhalten und dann damit natürlich auch als Pflegekraft zu arbeiten. Und auch ganz wichtig natürlich, du denkst als Pflegeperson natürlich sehr an die Leute selber und wenn du ordentlich effektiv kommunizieren kannst mit deinen Patienten und so weiter, dann trägst du natürlich auch zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.
Und wir sind im nächsten Punkt angelangt. Wo ist denn das Goethe-Zertifikat überhaupt anerkannt? Ganz einfache Antwort, das Goethe-Zertifikat ist weltweit bekannt und auch anerkannt bei ganz vielen Unternehmen, Schulen, Universitäten und staatlichen Stellen. Aber Vorsicht, teilweise zum Beispiel an Universitäten oder anderen Stellen kann es vorkommen, dass die interne oder spezielle Prüfungen haben und diese dann auch anfragen. Also da vorher nochmal genau nachschauen. Mit dem Goethe-Zertifikat Pro kann man dann zum Beispiel allgemein für den Beruf ein Extra-Zertifikat ablegen oder halt spezielle Berufe wie die Pflege, das Goethe-Zertifikat Pro Pflege dann, worüber wir ja die ganze Zeit sprechen. Das kann man dann dafür speziell ablegen. Und viele Arbeitgeber sehen so ein Zertifikat als ein Plus an und somit bekommst du vielleicht auch eine bessere Stelle oder wie gesagt, hast Chancen auf Aufstiegsmöglichkeiten. So, jetzt noch, wie sieht denn die Prüfung überhaupt aus? Es geht um das Goethe Pro Pflegezertifikat. So, wir schauen uns also nun Goethe Pro Pflege, die Prüfung etwas genauer an. Und ich muss dazu sagen, im Allgemeinen sind alle Prüfungen ja gleich aufgebaut. Aber hier beim Goethe Pro Pflege haben wir etwas anderes. Und zwar haben wir hier eine teildigitale Prüfung. Was das bedeutet, siehst du gleich. Und ich rate dir, schau dir auch die nächsten Videos an, wo ich die einzelnen Teile der Prüfung durchgehe, denn da verstehst du noch mal besser, was dieses Digitale an sich hat, worum es da genau geht. Hier schauen wir uns also jetzt im Allgemeinen den Aufbau an vom Goethe Pro Pflege. Wir haben jetzt hier weniger als Alltagssituationen als in den anderen Prüfungen und es geht mehr um berufliche Themen und natürlich Themen aus der Pflege. So ist der allgemeine Aufbau. Wir haben natürlich wieder das Leseverständnis, das Hörverständnis, den schriftlichen Ausdruck und den mündlichen Ausdruck. Das kennen wir schon aus anderen Prüfungen vielleicht. Lesen, hören, schreiben, sprechen. Das ist an sich derselbe Aufbau. Nur hier haben wir jetzt etwas Neues und zwar das Lesen und Hören, das ist ein digitaler Teil. Das heißt, dieser Teil wird am Computer gemacht. Das machst du aber nicht zu Hause, sondern du gehst in dein Prüfungszentrum, wo auch du die Prüfung ablegen möchtest. Und dort machst du diesen Teil der Prüfung am Computer. Der produktive Teil, Schreiben und Sprechen, das ist dann wieder auf dem Papier beziehungsweise mit Prüfern und einem Gesprächspartner, so wie wir das auch aus den normalen Prüfungen so kennen. Wir schauen uns den digitalen Teil etwas genauer an. Wie du siehst, brauchst du für Lesen und Hören ca. 60 bis 90 Minuten. Das ist hier sehr weit gefasst, weil du dir doch mehr Zeit lassen kannst. Das Problem bei der ganzen Sache hier aber ist, wir haben einen großen Nachteil dieser Prüfung. Du kannst dir nicht aussuchen, mit welcher Aufgabe du zuerst anfangen möchtest. Und du kannst auch nicht nochmal zurückspringen und was ändern und so weiter. Du sitzt vor dem Computer und musst eine Aufgabe nach der nächsten erledigen. Und wir haben keine Teile mehr. Wie du hier siehst, hier steht nicht Lesen Teil 1, Lesen Teil 2, Teil 3. Nein, wir haben verschiedene Aufgaben. Wir haben 5 verschiedene Leseaufgaben, Aufgabentypen und 3 verschiedene Aufgaben für das Hören. Aufgabentypen. Das heißt, diese Aufgabentypen, es kann sein, dass du 3-mal den Aufgabentyp 1 hast, 2-mal den Aufgabentyp 2. Aufgabentyp 3 kommt vielleicht gar nicht dran. Es ist alles komplett vermischt und man weiß im Vornherein nicht, welche Aufgabentypen drankommen. Wir wissen aber, wie die ungefähr aussehen. Im Leseverstehen haben wir da Texte wie E-Mails, Kommentare oder Informationen zu Themen aus dem Pflegebereich hauptsächlich, aber auch dem Berufsalltag. Dort müssen wir dann wichtige Einzelheiten wie Standpunkte, Meinungen und Regeln erfassen und in einzelnen Sätzen und Lückentexten wird dann dein Wortschatz und die Strukturen halt ermittelt.
Im Hören haben wir 3 Aufgabentypen und im Allgemeinen haben wir hier dann Interviews, Vorträge, Gespräche und Äußerungen aus dem Pflegebereich und dem Berufsalltag. Und hier musst du Hauptaussagen und wichtige Einzelheiten erfassen können. Und das Lesen und das Hören wird halt in Kombination abgelegt in diesem digitalen Teil. Während du diese Prüfung machst, erfasst der Computer dein Niveau. Das heißt, je mehr Fehler du machst, umso niedriger wird deine Stufe und umso genauer bekommst du am Ende auch dein Niveau ausgespuckt, sozusagen. Du hast also dann am Ende von der Prüfung, hast du erst einmal, da es digital ist, schneller ein Ergebnis und ein genaueres Ergebnis. Man kann also dann genau sagen, auf welchem Niveau du dich befindest. Ja? Es basiert alles auf B2, aber während du diese Prüfung machst, werden die Fragen dir angepasst, sozusagen. Genau, so viel zum digitalen Teil. Dann sind wir beim produktiven Teil, den kennst du sicherlich aus anderen Prüfungen auch. Wir haben Schreiben und Sprechen. Schreiben dauert 75 Minuten, Sprechen 15. Hier ist es nicht mehr digital, hier wird auch nichts mehr auf dein Niveau angepasst oder so. Du machst das ja alles dann selber produktiv, gerade das Schreiben. Und da gibt es dann halt auch die vorgegebene Zeit von 75 Minuten. Da haben wir auch wieder unsere Teile, wie wir das schon kennen. Schreiben Teil 1, Schreiben Teil 2. Im ersten Teil musst du einen Bericht verfassen, im zweiten Teil eine E-Mail schreiben. Und im mündlichen Ausdruck sitzt du dann wieder mit einem Prüfer und einem Gesprächspartner da. Und ihr müsst ein Patientengespräch nachstellen, dann eine Diskussion und dann eine Fallvorstellung eines Patienten. Das Ganze, dafür habt ihr dann 15 Minuten Zeit. Wenn du sehen möchtest, wie diese Prüfung genau aussieht, die einzelnen Teile, die einzelnen Aufgabentypen, dann geht's direkt rüber zu den anderen Videos und schau dir das alles im Detail an. Wir gehen das gemeinsam durch. Ich zeige dir die Aufgabentypen, wie die aussehen und wie du dich gut darauf vorbereiten kannst. Und auch die einzelnen Teile im produktiven Teil schauen wir uns natürlich auch gemeinsam an. Nun sage ich aber erstmal Tschüss, auf Wiedersehen. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast und ich hoffe, wir sehen uns natürlich in den anderen Videos dann auch wieder. Und deine zukünftigen Arbeitskollegen, die freuen sich natürlich schon auf dich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Und jetzt hast du einen groben Überblick erhalten über die Prüfung. Leg doch gleich los. Geh direkt rüber zum Leseverständnis mit den Aufgabentypen 1 und 2. Möchtest du doch lieber einen anderen Teil der Goethe Pro Pflegeprüfung üben? Dann schau dir doch mal unsere Playlist an und such dir direkt das Video aus, das zu dir passt. Und hier geht es direkt weiter zum nächsten Video. Hier muss man nun kurze Texte rasch verstehen und lösen können. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege für Lesen, Aufgabentyp 1 und 2. Los geht's. Als allererstes möchte ich dir zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Wir schauen uns die Prüfung allgemein an, den Aufbau der Prüfung. Danach zeige ich dir, wie du dich zu Hause auch schon gut darauf vorbereiten kannst. Dann schauen wir uns die beiden Aufgabentypen 1 und 2 etwas genauer an und ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Danach machen wir noch ein Beispiel gemeinsam und dann hast du es auch schon geschafft. Also, wir schauen uns jetzt die Prüfung an zum Goethe-Zertifikat Pro Pflege auf dem B2-Niveau und wir schauen uns das Lesen an, Aufgabentyp 1 und 2. Als allererstes muss ich sagen, dies ist ein unkonventioneller Prüfungsstil. Das heißt, du hast keine normale Prüfung, wie du sie vielleicht schon vorher gesehen hast. Du sitzt in einem Raum und schreibst deine Prüfung, so wie du das auf dem Bild siehst. Nein, wir haben hier eine teildigitale Prüfung und das Leseverständnis, also der Teil Lesen, findet am Computer statt, also digital. Und die Aufgaben werden gemischt
und an dein Niveau angepasst. Das Lesen und Hörverständnis dauert zusammen ca. 60 bis 90 Minuten. Das heißt, die Prüfung, die passt sich hier ein bisschen an dich an und deswegen ist auch die Zeit unterschiedlich pro Person. Ja, und deswegen gibt es hier eine ungefähre Zeit von 60 bis 90 Minuten. Im Teil Lesen hast du 5 verschiedene Aufgabentypen, die gemischt gegeben werden. Wir schauen uns hier jetzt Aufgabentypen 1 und 2 an. Das ist einmal ein kurzer Text mit einer Lücke und mehreren Antwortoptionen. Oder auch ein Satz, kann auch ein Satz sein. Aufgabentyp 2 ist ein kurzer Text mit einer Multiple-Choice-Aufgabe. Und die Aufgaben können durcheinander gegeben werden oder werden durcheinander gegeben. Das heißt, wir haben ja noch 3 andere Aufgabentypen im Leseverständnis. Wir haben insgesamt 5. Diese Aufgaben werden dir durcheinander gegeben. Es kann passieren, dass du nicht alle 5 Aufgabentypen siehst in der Prüfung, sondern vielleicht nur 4. Und da wir mehrere Aufgaben haben, kann es sein, dass ein Aufgabentyp auch mehrmals drankommt. Es ist also komplett gemischt. Und wie gesagt, der Computer passt sich so ein bisschen an dein Niveau an und somit kann er dir dann auch eine genauere Antwort nachher geben, auf welchem Niveau du dich dann befindest. So, jetzt möchte ich dir zeigen, wie du dich zu Hause auch schon gut vorbereiten kannst. Als allererstes ist es immer wichtig, egal bei welchem Teil der Prüfung wir sind, Wortschatz erweitern und Lesen üben. Das Lesen üben hilft dir auch in den anderen Teilen der Prüfung, weil du immer wieder lesen musst. Du musst lesen, wenn du die mündliche Prüfung hast, da hast du was zu lesen. Im Hörverständnis musst du auch lesen. Wenn du also das Lesen übst, bringt dir das in allen Bereichen etwas. Und du erweiterst automatisch deinen Wortschatz damit. Hier ist es jetzt besonders wichtig, im Goethe-Zertifikat Pro Pflege ist es wichtig, dass du auf einen geeigneten Wortschatz achtest und dich auch auf diesen vorbereitest. Es geht nämlich um das Thema Pflege. Wir haben einige Alltagsthemen dabei, aber hauptsächlich geht es um Pflegethemen. Das heißt, wenn du jetzt das Lesen übst, solltest du auf jeden Fall auch Sachen finden, die mit dem Thema Pflege zu tun haben. Wir haben zwar hier jetzt in den Aufgabentypen 1 und 2 wenig Text, teilweise auch nur einen Satz, aber das Lesen üben bezieht sich auf die komplette Prüfung, wie eben schon gesagt wurde. Und es ist so, wenn du schneller lesen kannst, kannst du auch in der bestimmten Zeit mehr Informationen aufnehmen. Und somit kommst du schneller voran, verstehst mehr, verstehst es besser und ja, bist erfolgreicher in der Prüfung oder auch in deinem Leben allgemein. Also es hilft dir natürlich auch in deinem Alltag. Und hier kannst du das Üben lesen, besonders für die Pflegeprüfung, dass du dir besondere Magazine raussuchst. Du kannst auch im Internet nach Quellen suchen, die mit der Pflege zu tun haben. Achte aber bitte darauf, dass du seriöse Quellen hast und zum Beispiel keine Blogs oder sowas aus dem Internet, die privat von jemandem geschrieben wurden, weil da kann es sein, dass es inhaltliche Fehler hat, sowie grammatikalische Fehler, es ist was falsch geschrieben worden, der Syntax ist falsch und so weiter. Ja, deswegen solltest du aufpassen, dass du dir seriöse Quellen suchst zu dem Thema, das du dir halt aussuchen möchtest. Aber es sollte was mit Pflege zu tun haben, auf jeden Fall. Und wenn du solche Texte jetzt liest und so weiter, dann kannst du natürlich dadurch automatisch deinen Wortschatz erweitern. Was du auch noch machen kannst, ist, dass du dir Dokus anschaust oder Podcasts dir anhörst. Das Podcast muss jetzt nicht so seriös sein, weil du kannst das Hören damit auch gut üben. Aber natürlich auch aufpassen, dass du trotzdem inhaltlich natürlich richtige Informationen bekommst. Und falls du einen Kurs hattest, der mit der Pflege zu tun hat, dann schau dir eventuell deine Arbeitsbücher oder Arbeitsblätter, was du da hattest, auch einfach nochmal an. Eine andere gute Vorbereitung ist, wenn du dir Multiple Choice vielleicht nochmal anguckst, beziehungsweise hier diese Tipps dir durchliest.
Als allererstes siehst du hier ein paar Tipps, die mit dem Aufgabentypen 1 und 2 jetzt nichts zu tun haben, aber ich wollte es dir trotzdem zeigen. Und zwar geht es hier um, dass du den wichtigsten Punkt der Frage verstehst. Worum geht es? Was ist die wichtigste Information und so weiter? Wir haben keine direkte Frage, ja, in unseren Aufgabentypen, sondern einen Text oder einen Satz. Du kannst es aber so verstehen, anstatt den wichtigsten Punkt der Frage zu verstehen, worum geht es, kannst du einfach die Schlüsselwörter dir heraussuchen in dem Text und versuchen, die Hauptinformationen von deinem Text zu verstehen. Ja, worum geht es in dem Text genau? Was sind im Text die wichtigsten Informationen? Wenn du dann, ich zeige dir, wie du in der Prüfung vorgehen sollst, dann siehst du, dass du dir Schlüsselwörter suchen sollst. Und diese Schlüsselwörter sind ja die wichtigste Information. Und dann kannst du gucken, was dann in der Aufgabe oder in der Antwort überflüssig ist, und das kannst du dann schon ignorieren. Und das kann man dann noch weitermachen, und zwar kannst du auch dieses Ausschlussverfahren anwenden. Der erste Punkt, den ich dir gegeben habe hier, das hat auch mit dem Ausschlussverfahren was zu tun. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt, wo du guckst, das ist auf jeden Fall falsch. Ja, ich habe jetzt meine Hauptaussage, ich verstehe meinen Text, ich weiß, was da das Wichtigste ist, und ich schaue jetzt in den Antworten, was da auf jeden Fall falsch ist. Und das kannst du komplett schon mal wegstreichen, und dann hast du natürlich weniger Antworten, zwischen denen du dich entscheiden musst. Und da musst du aufpassen, es gibt oft doppelte Verneinungen, negative und positive Schlagwörter. Und wenn du das dann herausgefunden hast, was auf jeden Fall falsch ist, konzentrierst du dich auf die übrigen Antworten. So viel zur Vorbereitung. Jetzt zeige ich dir die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise. Und zwar, wie gesagt, haben wir hier den Aufgabentypen 1 und Aufgabentyp 2. Diese Typen, die ähneln sich. Das sind mit die einfachsten Aufgabentypen in dieser Prüfung. Deswegen haben wir die hier zusammengefasst. Ich zeige sie dir aber einzeln. Und zwar ist es sehr gut, wenn du weißt, wie du ungefähr vorgehen solltest. Im Aufgabentyp 1 ist es so, dass du erstmal deinen Text oder den Satz natürlich lesen musst. Dann guckst du nach Schlüsselwörtern, die dir helfen können. Danach schaust du dir die Antwort an und suchst sie heraus. Und dann gibt es da ein Dropdown-Menü, was du anklickst oder aus dem du dir halt deine Antwort aussuchen musst. Und danach klickst du auch auf Weiter. Es ist eine simple kleine Aufgabe im Gegensatz zu den späteren. Und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch nochmal in einer PDF zum Herunterladen in einem Link hier unter dem Video. Also als allererstes sollst du natürlich den Text mal lesen. Es ist, wie gesagt, eine der einfachsten Aufgaben. Du hast hier einen Satz oder einen sehr kurzen Text mit nur einer Lücke. Und du musst sehr wenig lesen, die Antworten sind dir auch gegeben. Dafür ist es mit die einfachste Aufgabe, genau deswegen. Also liest du den Text oder den Satz einfach rasch kurz durch. Das ist der erste Schritt. Im nächsten Schritt sollst du dann Schlüsselwörter mal finden. Schau mal, auch wenn es so ein kurzer Text ist, kann es trotzdem hilfreich sein, Schlagwörter zu suchen, die sich auf diese Lücke beziehen. Als nächstes schaust du dir deine Antworten an und suchst dir natürlich hoffentlich die richtige Antwort aus. Schau dir die möglichen Antworten an, überlege nochmal, schau nochmal, welche jetzt in die Lücke passen würden. Das kannst du machen, das ist so ein kleiner Tipp von mir, indem du den Satz in deinem Kopf laut vorliest, sozusagen. Dann kannst du natürlich auch das Ausschlussverfahren anwenden, das mache ich gerne, und beachte dabei auf jeden Fall die Grammatik und den Satzbau und auch den Sinn und den Stil des Satzes. Also du hast dann schon so ein Gefühl, ob das da reinpasst oder nicht. Dann gibt es ja dieses Dropdown-Menü, da klickst du drauf, da siehst du ja diese Antworten, ja, und die suchst du dir aus und dann klickst du auf Weiter. Der große Nachteil hier bei der Prüfung ist, dass du nicht mehr zurückgehen kannst, beziehungsweise dir auch nicht die Reihenfolge von diesen Subtests aussuchen kannst. So ist das ja in den anderen Prüfungen gewesen. Wenn du das vor dir hast auf dem
Papier kannst du sagen, ach, ich mache erstmal Lesen Teil 3 und dann Lesen Teil 1 oder so. Das geht hier jetzt nicht, weil wir haben ja verschiedene Aufgabentypen, die halt gemischt werden und an dich angepasst werden. Das ist der Nachteil. Du kannst dir also deine Zeit nicht so dementsprechend anpassen. Du kannst auch nicht zurückhüpfen und vorhüpfen, mal gucken, was da vorne ist oder so. So wie du das ja auf dem Blatt Papier machen kannst. Das geht jetzt hier leider nicht. Dann suchst du dir also deine Antwort jetzt in dem Dropdown-Menü aus und klickst sie an. Stell nochmal sicher, dass du dir auch, schau, dass du dir auch sicher bist. Und dann, erst dann klickst du auch auf Weiter. Und wenn du die Antwort nicht weißt, kein Problem, bleib jetzt nicht ewig bei dieser Aufgabe stecken, sondern klicke einfach irgendwas an. Sonst, wenn du nichts anklickst, sondern einfach weitergehst oder so, hast du natürlich dann 0 Punkte. Also versuche dein Glück und klicke irgendwas an. So viel zum Aufgabentyp 1. Wir sind jetzt beim Aufgabentypen 2. Hier gibt es auch wieder eine PDF zum Herunterladen für die Schritt-für-Schritt-Anleitung für diesen Aufgabentypen. Hier liest du auch wieder den Text erstmal, suchst die Schlüsselwörter, dann hast du aber längere Antworten, wo du auch nach Schlüsselwörtern gucken kannst und dann klickst du da die Antwort an und machst weiter. Wie gesagt, erstmal lesen wir den Text. Es ist mit einer der einfachsten Aufgaben. Wir haben hier wieder nur einen kurzen Text mit mehreren Antwortoptionen, also mit Multiple Choice. Lies dir den Text mal gut durch. Und das Problem jetzt hier ist, dass man halt die Schlüsselwörter und so weiter jetzt hier nicht unterstreichen kann, schwierige Wörter nicht markieren kann oder so. Das ist der Nachteil an der digitalen Prüfung. Und jetzt sind wir bei den Schlüsselwörtern und da siehst du, man kann jetzt hier nichts mehr unterstreichen oder so. Du musst dann selber halt im Kopf irgendwie dir merken, was jetzt hier die wichtigen Wörter sind. Das heißt, du filterst dir erstmal die wichtigen Wörter heraus, deine Hauptinformation und versuchst sie dir dann zu merken. Wir haben ja hier einen kurzen Text, das dürfte also kein Problem sein. Dann schaust du dir deine Antworten an, die stehen daneben und schaust da auch nochmal nach Schlüsselwörtern. Und da überlegst du, welche Schlüsselwörter zu den anderen Schlüsselwörtern aus dem Text passen können. Hier haben wir jetzt keine Lücke, sondern wir haben mehrere Sätze, wovon dann einer inhaltlich zum Text passt. Und da halt auch wieder nach Schlüsselwörtern schauen, die zu den Wörtern aus dem Text passen. Da kann man dann auch sehr gut das Ausschlussverfahren anwenden. Achte dabei auch wieder auf Synonyme und Verneinungen. So, und wenn du dann die passende Antwort gefunden hast, dann klickst du die einfach an, guck nochmal, dass du dir auch sicher bist, erst dann auf Weiter klicken und wie gesagt, wenn du die Antwort nicht weißt, dann klicke irgendwas an, bevor du 0 Punkte bekommst. So, wie versprochen am Anfang, hier kommt jetzt noch ein kurzes Beispiel und dann hast du es auch schon geschafft. Hier sehen wir nochmal den Aufbau zum Aufgabentypen 1, die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise und das machen wir jetzt mit dem Beispiel gemeinsam. Es geht los. Als erstes sollst du den Text lesen. Du siehst, das ist hier super einfach. Wir haben hier erstmal, so sieht das Online-Layout, digitale Layout aus dieser Prüfung. Du hast ganz oben diesen Strahl, der dir zeigt, wo du gerade bist. Du bist jetzt also im Lesen und du hast die Aufgabe vor dir. Und wie du siehst, ist es Aufgabentyp 1 mit einem Satz und einer Lücke. Die Post auf unserer Station kommt seit vielen Jahren nur einmal. So, jetzt haben wir den Text erstmal gelesen. Dann automatisch im Kopf kann man jetzt auch schon mal nach Schlüsselwörtern suchen. Und zwar wäre hier vielleicht ein wichtiges Schlüsselwort das nur einmal. Wir sehen, es hat was mit Post zu tun, aber irgendein Wort fehlt, was mit dem nur einmal zu tun hat. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen drauf fokussieren. Dann, wenn wir uns jetzt die Antworten anschauen, dann öffnet sich hier dieses Dropdown-Menü. Dann sehen wir die möglichen Antworten und da müssten wir uns dann eine aussuchen.
Wir sehen also der Tag, im Tag, täglich, tagelang. Die Post auf unserer Station kommt seit vielen Jahren nur einmal der Tag, nur einmal im Tag, nur einmal täglich, nur einmal tagelang. So, jetzt sind wir ja im letzten Schritt. Wir haben jetzt dieses Dropdown-Menü offen. Wir haben uns die Antworten angeschaut und müssen uns jetzt halt eine aussuchen und dann weiterklicken. Wie wir sehen, wenn ich mir das vorlese, merkt man ja schon, dass zum Beispiel tagelang einfach nicht passt. Ich mache jetzt das Ausschlussverfahren nur einmal tagelang. Das hört sich für mich komisch an, das passt da nicht hin. Dann nur einmal der Tag, das macht auch nicht Sinn, keinen Sinn, weil der Tag ist im Nominativ hier. Wenn dann höchstens so dem Tag oder so, aber das passt alles auch nicht. Jetzt habe ich halt mein Ausschlussverfahren gemacht. Ich habe nur noch 2 übrig. Ich habe jetzt nur einmal im Tag und nur einmal täglich. Und im Tag ist doch komisch. Höchstens nur einmal am Tag. Das wäre sinnvoll, aber das steht hier ja nicht. Und deswegen denke ich, dass die richtige Antwort täglich ist. Nur einmal täglich. Und wenn ich die dann ausgewählt habe, ich habe drauf geklickt, dann klicke ich auf Weiter. Noch ein kleiner Tipp nebenbei, wenn du noch weiter solche Übungen machen möchtest, dann klicke doch hier unten auf den Home Studies Button und wir machen direkt weiter mit dem Video. So, hier sehen wir jetzt den Aufgabentypen 2 und die Schritt-für-Schritt-Anleitung. So, wir sehen jetzt wieder das digitale Outline hier vor uns, wie das aussieht. Und dann werden wir den Text einmal mal gemeinsam lesen. Also, Mitteilung. Info an Spätdienst. Frau Meier von Zimmer 22 bekommt nun ein anderes Schmerzmittel. Der neue Therapieplan sieht nun 3-mal täglich nach dem Essen die Verabreichung von 35 Tropfen Novalgin vor, da sie massive Schmerzen hatte. Bitte Verträglichkeit prüfen. Im nächsten Schritt sollen wir jetzt die Schlüsselwörter finden. Und wenn ich da drüben schon mal auf die Antwort gucke, dann sehe ich, es geht irgendwie um das Medikament dieser Patientin. Also gucken wir mal, welche Schlüsselwörter denn hier wichtig sein können. Spätdienst ist hier nicht wichtig. Die Frau Meier bekommt also ein anderes Schmerzmittel. Das ist schon mal wichtig. Es geht um ein anderes Schmerzmittel. 3-mal täglich, die 35 Tropfen nach dem Essen. Scheint jetzt auch nicht so wichtig zu sein, aber sie hatte massive Schmerzen. Und das scheint jetzt auch wichtig zu sein. Verträglichkeit prüfen könnte auch wichtig sein, aber ich unterstreiche erstmal nur diese 2. Im nächsten Schritt schaue ich mir dann meine Antworten an und schaue da auch nach Schlüsselwörtern. Wie wir sehen, die Patientin bekommt ein verträglicheres Medikament, die Patientin bekommt ein schwächeres Medikament und die Patientin bekommt ein stärkeres Medikament. Wir wissen also, es geht um das Medikament, dieses Schmerzmittel, und wir müssen gucken, wie das jetzt ist. Ist das verträglicher, schwächer oder stärker? Und da suchen wir jetzt diese Stelle, die dazu passt. Wir wissen, es ist ein anderes Schmerzmittel, aber wir wissen auch, dass hier die Information steht, genau, das Verträglichere ist erstmal weg, weil es steht ja da, bitte Verträglichkeit prüfen. Wir wissen also nicht, ob es verträglicher ist als das alte oder nicht. Das wissen wir nicht. Aber wir sehen ja hier steht, da sie massive Schmerzen hatte. Das heißt, sie hatte Schmerzen und sie geben ihr jetzt ein anderes Schmerzmittel. Das heißt, wenn sie ihr ein schwächeres Schmerzmittel geben würden, hätte sie weiterhin oder vielleicht sogar noch mehr Schmerzen. Schlussfolgernd lässt sich also daraus ziehen, dass sie ein stärkeres Medikament bekommt. Und im nächsten Schritt müssen wir das Ganze dann anklicken und wieder auf
weiterklicken. Und das war's, soweit. Keine Angst vor langen Texten und Multiple Choice. In der Goethe Pro Pflegeprüfung B2. Und auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege zum Lesenverständnis Aufgabentyp 3. Legen wir los. Ich möchte dir zeigen, wie das Video zunächst aufgebaut ist. Und zwar zeige ich dir ganz am Anfang ein paar Informationen zu der Prüfung zum Aufgabentypen 3. Dann zeige ich dir, wie du dich schon zu Hause gut vorbereiten kannst. Dann geht es weiter mit dem Aufgabentyp 3. Wir gehen das Schritt für Schritt mal durch und dann üben wir noch an einem Beispiel. Und dann hast du es auch schon geschafft. Also los geht's. Ich zeige dir, wie die Prüfung hier zum Aufgabentypen 3 aufgebaut ist. Als allererstes muss ich dazu sagen, falls du die anderen Videos noch nicht gesehen hast, dann musst du wissen, dass das Leseverständnis hier zum Goethe Pro Pflege-Zertifikat etwas unkonventionell ist. Das heißt, wir haben hier teilweise eine digitale Prüfung. Das Leseverständnis ist hier also digital. Ich sage teilweise, weil Schreiben und Sprechen nicht digitalisiert ist, sondern nur Lesen und Hören. Also das Leseverständnis hier und dieser Aufgabentyp 3 ist digital. Das läuft digital ab. Und wir haben jetzt nicht mehr so, dass wir Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so im Leseverständnis haben, sondern wir haben verschiedene Aufgabentypen. Und diese Aufgabentypen, die werden in der Prüfung gemischt und an dein Niveau angepasst, während du die Prüfung machst. Okay? Und wir schauen uns jetzt hier diesen Aufgabentypen 3 an. Es gibt nämlich 5 verschiedene Typen. Lesen und Hören dauert dann insgesamt 60 bis 90 Minuten. Es gibt hier keine feste Zeit, weil sich die Prüfung an dich anpasst. Okay? Wie gesagt, du hast im Leseverständnis 5 verschiedene Aufgabentypen und wir schauen uns hier den Aufgabentyp 3 an. Und das ist ein längerer Text mit mehreren Multiple-Choice-Aufgaben. Und die Aufgaben in dem Leseverständnis, die werden dir dann auch durcheinander gegeben. Es kann also passieren, dass nicht alle Aufgabentypen dabei sind und dass zum Beispiel Aufgabentyp 2 oder so mehrmals drankommt. Das kann passieren. Es kann also sein, dass du nachher in die Prüfung gehst und Aufgabentyp 3 gar nicht dabei ist. Das ist möglich. Kann aber auch sein, dass du im Aufgabentyp zweimal dabei ist. Also du musst, man kann sich darauf nur vorbereiten, indem du alle Aufgabentypen dir anschaust und gut vorbereitet bist und dann in die Prüfung reingehst. So, du hast jetzt einen kurzen Überblick bekommen über die Prüfung, wie die ungefähr aussieht. Und jetzt zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut darauf vorbereiten kannst. Als allererstes, das hörst du in meinen Videos immer wieder, ist das wichtig, dass du den Wortschatz erweiterst und das Lesen übst. Also gerade auch in dem Pflegezertifikat ist es natürlich wichtig, dass du einen geeigneten Wortschatz hast. Es geht hier wirklich um die Pflege. Wir haben teilweise Alltagssituationen dabei, aber sehr viel Vokabular mit dem Thema Pflege. Okay? Und hier in dieser Aufgabe im Text, im Typ 3, haben wir jetzt einen langen Text. Das heißt, du kannst dies üben, indem du die langen Texte effektiv lesen übst. Das heißt du solltest sie schnell lesen können und gleichzeitig natürlich so viel Information wie möglich aufnehmen können. Und dazu solltest du nochmal das Lesen üben. Das hört sich jetzt komisch an, aber es gibt Methoden, dass man schneller lesen kann. Und das heißt auch, je mehr du liest, umso schneller wirst du, umso mehr Information kannst du aufnehmen. Hier, wie gesagt, haben wir jetzt einen längeren Text und den solltest du
üben, indem du schneller, damit du schneller lesen kannst und auch mehr Informationen aufnehmen kannst. Also such dir doch mal Magazine oder Online-Quellen im Internet zum Thema Pflege und schau, dass du einen etwas längeren Text hast. Also nicht nur was ganz Kurzes, sondern schon so 1 oder 2 Seiten und dann kannst du das gut üben. Das Gute dabei ist, wenn du einmal liest, es gibt verschiedene Arten von Lesen. Ich würde hier das globale Lesen, das zeige ich dir auch gleich nochmal. Das Skimming, das solltest du auf jeden Fall auch mal üben. Und das detaillierte Lesen brauchen wir ja auch hier in der Übung, in dieser Aufgabe. Das kannst du eigentlich nur üben, indem du viel liest. Ja, und das müssen nicht nur Pflege sein. Ich sage jetzt hier, du sollst Pflege lesen, weil das hier um diese Prüfung geht, aber allgemein einfach Deutsch lesen. Ja, es können sonst was für Themen sein, ganz egal. Nimm dir einfach irgendein anderes Magazin auch und lies. Weil es bringt so viel. Lesen ist sehr, sehr wichtig. Es bringt dich weiter und es erweitert auch deinen Wortschatz. Also nicht nur deinen Pflegewortschatz, sondern allgemein auch deinen Wortschatz. Du kannst, wenn du sagen möchtest, ich möchte allgemein meinen Wortschatz erweitern, dann schaust du dir Dokumentationen an oder du hörst dir Podcasts an. Natürlich kannst du auch sagen, ich möchte mich direkt für Pflege vorbereiten. Dann schau doch, ob du Dokumentationen im Internet findest über das Thema Pflege, irgendwas aus dem Berufsfeld der Pflege. Und die Dokumentation kannst du dir auch anhören. Ne? Also du musst sie nicht unbedingt schauen. Du kannst auch das Hören üben. Und vielleicht hast du auch einen Kurs gemacht, wo das Thema Pflege dran kam und da hast du eventuell irgendwelche Arbeitsbücher oder so und die kannst du dir natürlich nochmal anschauen. Als nächstes, wir waren hier gerade beim Lesen, aber es geht auch noch mal ein Stück weiter, weil wir haben ja hier Multiple-Choice-Aufgaben und auf die kannst du dich auch gut vorbereiten. Wir schauen uns das globale Lesen auch gleich nochmal an. Ich möchte dir aber erst noch, weil du dich sicherlich fragst, okay, ich habe jetzt Lesen geübt und so weiter, ich habe Angst vor Multiple Choice. Deswegen möchte ich dir hier auch noch ein paar Tipps schnell mitgeben. Es gibt 2 Haupttipps, sage ich mal. Du musst auf jeden Fall versuchen, den wichtigsten Punkt der Frage zu verstehen. Wir haben zwar hier im Aufgabentypen 3 nicht unbedingt immer eine Frage, ja, aber einen Satzanfang. Und es ist einfach wichtig, dass du das verstehst. Ja, das sind manchmal ganz kurze Satzanfänge, das sind manchmal längere Sätze. Es ist einfach wichtig, dass du da den Hauptpunkt verstehst. Und deswegen solltest du dich da fragen, um was geht es denn hier genau? Was sind die wichtigsten Infos und was ist hier überflüssig? Und das, was überflüssig ist, kannst du schon mal ignorieren. Du schaust nur auf die wichtige Info, die du wirklich brauchst. Und dann als nächstes kannst du das Ausschlussverfahren anwenden. Das heißt, du guckst dann nicht mehr die Frage an, die du gerade gelesen hast, sondern die Antworten, ja, A, B, C, vielleicht sogar D, ja, die schaust du dir an und dann überlegst du, was ist hier auf jeden Fall falsch? Gibt es doppelte Verneinungen? Gibt es negative und positive Schlagwörter? Das sind Sachen, die können dich durcheinander bringen. Also darauf achten. In Ruhe durchlesen, genau überlegen, was ist hier auf jeden Fall falsch. Das kannst du dann schon mal ausschließen und den Rest, darauf kannst du dich dann besser konzentrieren. Außerdem möchte ich dir noch Tipps mitgeben. Es ist wichtig, dass du zum Beispiel dein Grundlagenwissen auffrischst. Also um Multiple Choice ordentlich beantworten zu können, weil es ist teilweise echt schwierig und knifflig. Hilft es, wenn du dein Grundlagenwissen auffrischst. Das heißt, pass auf, dass du die Konzepte des Themas verstehst. Und hier geht es ja oft um das Thema Pflege auch, dass du das auf jeden Fall weißt. Und dass du da auch ein solides Verständnis dafür hast, denn das kann dir helfen, dann auch diese falschen Antworten zu erkennen. Außerdem hilft es natürlich immer, wenn du regelmäßig übst. Und das machst du einfach, um deine Fähigkeiten zu verbessern, denn desto vertrauter du wirst mit dem Format und diesen Arten von Fragen, umso besser wird es einfach, umso einfacher fällt es dir. Dann kannst du so Prüfungsbedingungen mal simulieren. Das heißt, versuche mal so eine Übungssitzung so zu gestalten, als wäre es eine echte Prüfung.
Begrenze deine Zeit, um den Druck zu spüren und zu üben, wie du innerhalb des Zeitlimits auch arbeiten kannst. Das kannst du sehr gut machen hier für die Goethe-Prüfung, weil die kann man auf der Goethe-Website einmal komplett auch mal durch simulieren. Ja, da gibt es so eine Prüfungssimulation für den Online-Teil. Dann hilft es natürlich immer, wenn du auch Feedback erhalten kannst. Wenn es also möglich ist, solltest du mal Feedback zu den falschen Antworten erhalten. Wenn du jetzt merkst, ich habe hier wirklich was falsch gemacht, ich verstehe auch nicht, was der Fehler ist, versuch irgendwie Feedback zu erhalten, dass dir jemand hilft. Dann natürlich auch immer ganz wichtig, verschiedene Quellen nutzen und auch seriöse Quellen, ja? Nicht irgendeinen Blog, den irgendjemand geschrieben hat. Es kann sein, dass da grammatikalische Fehler drin sind, Rechtschreibfehler und auch inhaltliche Fehler. Dann auch immer wichtig beim Lernen, Pausen machen, ja? Ich sag immer üben, lesen üben, Wortschatz üben, Multiple Choice üben, aber mach natürlich auch Pausen. Ganz, ganz wichtig. Denn das hilft natürlich, um deine Konzentration aufrechtzuerhalten. Und Selbstdisziplin zu entwickeln. Das heißt, halte durch, auch wenn es schwierig wird. Die Fähigkeit, dich selbst zu motivieren und durchzuhalten, die ist entscheidend für eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung. So, jetzt gehen wir nochmal rüber zum Skimming. Also, ich habe dir eben schon gesagt, es ist wichtig, dass du das Lesen mal übst und es ist wichtig, dass du Multiple Choice mal dir anschaust, wenn du Probleme damit hast. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, wie du das globale Lesen übst, weil das brauchst du am Anfang von fast eigentlich jeder Prüfung, weil wir haben irgendwie immer einen Text und den solltest du mal global lesen können. Global lesen heißt überfliegen. Ja, und beim Überfliegen einfach auch schnell viel Informationen aufnehmen können. So viel du kannst eigentlich. Du möchtest aber nicht detailliert lesen. Das heißt, das kannst du üben, indem du dir mal einen Sachtext suchst, am besten mit dem Thema Pflege. Und da versuchst du mal die Überschrift zu ignorieren, wenn das geht. Dann überfliegst du jetzt diesen Text von oben links nach unten rechts. Und das machst du so pro Absatz am besten, ja. Ich sage immer von oben links nach unten rechts, das muss nicht starr so sein, sondern du kannst schon den Linien ein bisschen folgen, aber halt bitte nicht komplett lesen. Denn es gibt hier die Regeln des Skimmings. Lies nicht Satz für Satz. Das wäre detailliertes Lesen, dafür haben wir keine Zeit beim globalen Lesen. Sondern du solltest es, wie gesagt, von oben links nach unten rechts etwas so überfliegen, ja? Dann, ganz wichtig, achte auf wichtige Wörter, Substantive oder Verben, die aus dem Text so herausstechen. Und wenn du den Inhalt jetzt noch nicht so ganz verstanden hast, noch nicht herausfiltern konntest, dann kannst du auch mal den ersten Satz jeden Absatzes durchlesen. Dann solltest du eine gute Idee haben. Dann hast du eigentlich einen guten Überblick und vielleicht weißt du auch schon ungefähr, an welcher Stelle jetzt deine Antworten stehen könnten. So, jetzt hast du dich hoffentlich schon mal gut vorbereiten können. Jetzt zeige ich dir, wie du in der Prüfung Schritt für Schritt vorgehen kannst. Wir befinden uns also immer noch im Goethe-Zertifikat Pro Pflege und wir schauen uns hier vom Leseverständnis jetzt den Aufgabentypen 3 an und wie du in der Prüfung jetzt bei diesem Typen Schritt für Schritt vorgehen kannst. Als erstes überfliegst du den Text und dann deine Aufgaben. Dann liest du die erste Aufgabe und schaust da nach Schlüsselwörtern. Dann beantwortest du deine Aufgabe, die Frage, und dann wiederholst du die letzten Schritte mit den nächsten Aufgaben und dann überprüfst du das Ganze nochmal. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch im Detail nochmal als PDF zum Herunterladen und den Link dazu findest du hier unter diesem Video. Legen wir los. Der erste Schritt, den Text überfliegen, also dieses Skimming solltest du jetzt machen. Und zwar rasch überfliegen, damit du ungefähr eine Idee vom Thema hast und vom Text. Das bereitet dich so ein bisschen auf die Aufgaben vor und die dazugehörigen Antworten. Und lies den Text mal so nach diesen Skimming-Regeln, wie ich dir eben genannt habe. Als nächstes überfliegst du deine Aufgaben. Also zunächst den Text mal anschauen, dann die Aufgaben. Das Ganze sollte aber sehr schnell geschehen.
Deswegen lies die Aufgaben mal so rasch durch, flieg mal so drüber und schau da auch, welche wichtigen Wörter dir so entgegenkommen, ja. Dabei solltest du versuchen, die Antworten wegzulassen, wenn möglich. Ja, ich sage hier Skimming der Aufgaben und nicht der Antworten, weil wenn du eine Frage hast, dann willst du ja dann in dem Text die Antwort dafür finden. Das heißt, die Frage, es reicht, wenn du die Frage erstmal siehst. Wenn du nämlich dann die Antwort liest, hast du 3 verschiedene Antworten und dann kannst du durcheinander kommen. Problem ist aber, wenn wir eine Multiple-Choice-Aufgabe haben, die gar keine Frage am Anfang hat, sondern nur einen Satzanfang, dann musst du die Antworten auch mitlesen, damit du weißt, worum es geht. Das siehst du gleich in dem Beispiel. Dann verstehst du das besser. Aber auf jeden Fall, wenn du eine Frage hast in der Aufgabe, skimme diese, schau dir, überfliege die Aufgabe, die Frage und lass dann aber erstmal die Antworten weg, damit du nicht durcheinander kommst. Als nächstes gehst du dann zu deiner ersten Aufgabe hoch und liest die detailliert durch und suchst nach Schlüsselwörtern. Du hast also jetzt schon einen klaren Überblick über Text und Aufgaben, weil wir ja mal so drüber geflogen sind. Und jetzt liest du dir die erste Aufgabe detailliert durch und achtest dabei wirklich jetzt auf Schlüsselwörter, die den Hauptpunkt darstellen. Dann als nächstes gehst du über zu deinem Text, fängst an zu lesen und suchst nach Schlüsselwörtern. Jetzt liest du den Text gründlich durch, suchst nach den Schlüsselwörtern, die jetzt mit der Aufgabe zu tun haben. Du hast ja eben schon die Aufgabe gelesen und weißt ungefähr, worum es geht, und das versuchst du jetzt mit dem Text zu verbinden. Ja? Suche also eine inhaltliche Verbindung zwischen dem Text, dem Teil vom Text und deiner Aufgabe. Und lies nur so weit, bis du die Aufgabe beantworten kannst. Dann beantwortest du deine Aufgabe. Du hast also jetzt die ersten paar Sätze von deinem Text gelesen und findest wahrscheinlich schon die Antwort zu deiner Aufgabe. Und du bist ja jetzt mit dem Inhalt und der Aufgabe auch schon vertraut. Und jetzt kannst du die Tipps zur Multiple-Choice-Vorbereitung hier benutzen, um die Aufgabe auch richtig zu beantworten. Und du solltest da auch keine Aufgabe unbeantwortet lassen. Also keine, wenn du jetzt in deiner ersten Aufgabe bist, du hast jetzt den Text auch gelesen und du findest einfach keine Antwort, dann versuch einfach irgendwas zu beantworten, weil wenn du es frei lässt, wenn du es leer lässt und nicht anklickst, dann bekommst du natürlich auf jeden Fall 0 Punkte für diese Aufgabe. Deswegen würde ich da irgendwas anklicken. Dann hast du jetzt deine erste Aufgabe beantwortet, dann wiederholst du die Schritte 3 bis 5. Du machst also mit der nächsten Aufgabe weiter, liest die, guckst nach Schlüsselwörtern, gehst wieder zu deinem Text rüber und liest im Text weiter und suchst dort auch wieder nach Schlüsselwörtern und dann gehst du wieder zur Aufgabe rüber und beantwortest die. Und das machst du so lange, bis alle Aufgaben beantwortet sind. Und ganz am Ende solltest du das Ganze nochmal überprüfen, bevor du jetzt auf Weiter klickst. Schau dir alle deine Antworten nochmal an. Hast du jede Frage beantwortet? Gut, dann kannst du auf Weiter klicken. Ansonsten ist noch eine Frage unklar oder hast du nicht beantwortet, dann such dir bitte eine Antwort aus, auch wenn du dir nicht sicher bist. So, wie man so schön sagt, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt zeige ich dir noch ein Beispiel und dann hast du es auch schon geschafft. Der Aufgabentyp 3 hat diese Schritte, die wir eben gemeinsam durchgegangen sind, und die schauen wir jetzt uns an einem Beispiel an. Hier siehst du jetzt, wie die Aufgabe aussieht, und zwar ist das ja digital, ja, und nicht ein Blatt vor dir, sondern am Computer in deinem Prüfungszentrum. Und so sieht das aus. Du hast also, da ganz oben siehst du diesen Balken, da steht Start, Lesen, dann ist Lesen vorbei und dann Hören. Also du siehst ungefähr, wo du dann bist in deiner Prüfung, wie weit du noch hast, ob du noch am Anfang bist oder zum Ende hin. Und da musst du natürlich auch ein bisschen mit deine Zeit managen können in der Hinsicht. Aber so sieht es aus. Du hast also einen längeren Text.
Und unter dem Text hast du dann deine Multiple-Choice-Aufgaben. Hier haben wir jetzt 6 Aufgaben zu dem längeren Text. Noch ein kleiner Tipp nebenbei: Wenn du noch weiter solche Übungen machen möchtest, dann klicke doch hier unten auf den Home Studies Button und wir machen direkt weiter mit dem Video. So, du hast jetzt einen Überblick, wie das ungefähr aussieht. Jetzt zeige ich dir mal die Aufgabenstellung. Hier steht: Lesen Sie die Aufgaben. Scrollen Sie, um alle Aufgaben zu sehen. Lesen Sie dann den Text und finden Sie die Antworten. Wie du siehst, habe ich dir eben in der Schritt-für-Schritt-Anleitung das alles ein bisschen anders gesagt. Und zwar habe ich dir gesagt, du sollst erstmal den Text dir anschauen. Das steht jetzt hier nicht. Hier steht: Lesen Sie die Aufgaben zuerst. Ich finde aber, es ist ganz wichtig, dir den Text einfach mal ganz schnell zu überfliegen, damit du überhaupt mal eine Idee hast vom Text ungefähr, wie der so aussieht, was da so ungefähr drin steht, ja, bevor du die Aufgaben liest. Das finde ich sehr wichtig und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, bevor du zu den Aufgaben übergehst. Deswegen, diese Aufgabenstellung würde ich jetzt hier nicht beachten, sondern ich würde nach meinen Schritt-für-Schritt Steps gehen. Genau. Okay, legen wir los. Wir überfliegen also jetzt erstmal unseren Text von oben links nach unten rechts. Und das kannst du gerne nochmal in Ruhe machen. Pausiere das Video und mach das mal für dich selber. Ich mache das jetzt nur mit dem ersten Absatz. Gleich siehst du auch noch den Rest vom Text. Also pausiere, lies eine Weile und dann kannst du weiterschauen. Wir machen das mal gemeinsam hier oben. Ich sehe also schon mal die Überschrift, die kommt mir natürlich entgegengesprungen. Einladung zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. Okay, es hat damit was zu tun. Dann sehen wir, sein Name ist Herr Schuh. Das ist wahrscheinlich auch schon mal wichtig. Und wenn ich dann hier drüber fliege, sehe ich schon mal das Wort Krankenpfleger, Strahlentherapie, Gefährdung. Also ich fliege so rüber und nüber ein bisschen, ja. Und Mitarbeiter. Da unten sehe ich auch nochmal arbeitsmedizinisch. Ich habe jetzt so ein bisschen drüber geflogen, ja, und habe diese Wörter herausgefunden und sehe, es hat irgendwas mit Krankenpfleger zu tun. Strahlentherapie kam mir so entgegen und da unten noch Mitarbeiter und arbeitsmedizinisch. Also in diese Richtung geht es schon mal am Anfang des Textes. Du kannst den Rest jetzt auch noch in Ruhe überfliegen, wenn du das üben möchtest, und pausiere dafür aber bitte das Video. Jetzt gehen wir nämlich weiter im Text. Wir gucken uns auch nach unten den Teil an. Und jetzt gehen wir über zu den Aufgaben. So, hier sehen wir jetzt die Multiple-Choice-Aufgaben, die sollen wir ja auch nochmal überfliegen. Und wie ich das vorhin erzählt habe, haben wir hier schon das Beispiel, dass wir von der Aufgabe her gar keine Frage oder sowas haben, sondern einfach nur Herr Schuh. Punkt. Das bringt uns ja jetzt gar nichts. Deswegen müssen wir so ein kleines bisschen auch mal über die Aufgaben drüber fliegen, die Antworten drüber fliegen. Und da sehe ich auch so Wörter, die mir entgegenkommen: Arbeitsmediziner, Unfallrisiko und Arbeitsunfall. Also es geht in Richtung Unfall. Und da hatten wir irgendwie was im ersten Teil des Textes. Das habe ich schon gemerkt, da stand irgendwas. Und jetzt habe ich schon mal eine bessere Idee. Ja, wenn du das natürlich mit dem ganzen Text dann nachher machst, hast du schon eine Idee, wo könnte hier was ungefähr stehen, und hast einfach einen besseren Überblick. Und das Ganze sollte aber sehr rasch geschehen. Ja, schau dir das also jetzt nochmal an, überfliege mal und pausiere das Video dabei. Hier haben wir auch noch die Aufgabe 3. Dann die nächsten 2 Aufgaben. Und auch noch die letzte Aufgabe. So, das Überfliegen sollte so schnell geschehen, wenn du das richtig kannst, dass du jetzt schon fast eigentlich genug Zeit hattest in der Zeit, wie ich hier weitergemacht habe. Ne? Also einfach nur so drüber fliegen. Jetzt geht es erst richtig los. Das war ja eben so eine Art Vorbereitung. Jetzt geht's los. Wir lesen jetzt unsere Aufgabe und schauen dabei nach Schlüsselwörtern. Also Herr Schuh
tritt seine neue Stelle als Arbeitsmediziner an. Und da kommt mir jetzt als Schlüsselwort entgegen das Wort Stelle, neue Stelle auch, und Arbeitsmediziner. Ich muss dir aber leider noch dazu sagen, dass du in der digitalen Prüfung jetzt hier, wie auf dem Blatt Papier, nicht Notizen machen kannst, unterstreichen kannst und solche Sachen. Das ist halt wirklich ein negativer Punkt dieser Prüfung. Deswegen musst du dir das einfach merken, ja? Also, hier die ersten Schlüsselwörter, die uns jetzt hier entgegenkommen, sind Stelle und Arbeitsmediziner. Dann Herr Schuh hat während der Arbeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Das ist auch, scheint wichtig zu sein. Und Herr Schuh hatte einen Arbeitsunfall in den Kliniken Norderstedt. Ich gehe mal davon aus, dass das Wort Kliniken Norderstedt jetzt nicht so wichtig ist. Falls es wichtig sein sollte, kann ich ja nachher beim detaillierten Lesen nochmal genau nachschauen. Okay? So, wir haben jetzt die 3 Wörter, diese Stichwörter Arbeitsmediziner, Unfallrisiko und Arbeitsunfall. Diese 3 Wörter sind wichtig und die muss ich mir jetzt merken, weil jetzt muss ich wieder hochscrollen zum Text und dann sehe ich die Aufgabe nicht mehr. Wir haben also hier den Nachteil in der Prüfung, wo du das Papier vor dir liegen hast, hast du deine Aufgaben und den Text und kannst darüber und hinüber springen, kannst unterstreichen, kannst was notieren und so weiter. Das haben wir jetzt hier nicht mehr. Das heißt, merk dir wirklich diese 3 Wörter und dann gehst du hoch in den Text und liest den Text. Also Arbeitsmediziner, Unfallrisiko, Arbeitsunfall. Wir scrollen also jetzt hoch zu unserem Text und lesen. Einladung zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. Sehr geehrter Herr Schuh, ab dem 1.10.2018 sind Sie in den Stadtkliniken Norderstedt. Aha, da kommt jetzt das doch nochmal. Okay, ist wahrscheinlich doch wichtig, aber das stand ja auch in der Multiple Choice. Also gut, wir haben hier schon mal eine Verbindung gefunden. Ab dem 1.10. sind Sie in den Stadtkliniken Norderstedt an unserem Standort Tannenbusch. Ist nicht wichtig, kannst du gleich vergessen. Tannenbusch, als Gesundheits- und Krankenpfleger beschäftigt. Okay, wichtig. Dann als Mitarbeiter der Abteilung für Onkologie und Strahlentherapie, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so wichtig, hatte ich ja eben in meiner Aufgabe gar nicht stehen, sind Sie hohen Unfall- und Arbeitsrisiken ausgesetzt. Okay, Unfallrisiko stand da, also müssen wir ja auch nochmal genau schauen. Dies sind Gefährdungen zum Beispiel durch Infektionserreger, Gefahrstoffe, Strahlung oder Heben und Tragen von schweren Lasten. Interessiert uns nicht. Hat nichts mit der Aufgabe zu tun. Können wir gleich wieder aus dem Gehirn rausstreichen. Im Rahmen der Vorschriften zum Arbeitsschutz sind wir verpflichtet, alle Mitarbeitenden arbeitsmedizinisch zu untersuchen. Hier haben wir nochmal das Wort Arbeitsmediziner. Jetzt überlegen wir können gerne nochmal runterscrollen zu unserer Aufgabe und überlegen. Wir hatten jetzt hier stehen, Herr Schuh tritt seine neue Stelle als Arbeitsmediziner an. Okay. Wir können jetzt noch mal schauen, Arbeitsmediziner hatten wir dabei stehen, das Wort arbeitsmedizinisch, ja, aber welche Stelle tritt er denn an? Da können wir noch mal schauen, und zwar als Gesundheits- und Krankenpfleger, also doch nicht Arbeitsmediziner. Er soll zu einer arbeitsmedizinischen Untersuchung kommen, aber er ist nicht Arbeitsmediziner, also können wir das gleich wegstreichen. Okay, interessiert uns nicht. Weiter. Das ist jetzt das Ausschlussverfahren. Wir wissen schon mal, dass die erste Antwort falsch ist. Jetzt konzentrieren wir uns auf die 2, die noch übrig sind. Herr Schuh hat während der Arbeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Hier stand ja was von Unfall und Arbeitsrisiko. Und wenn ich weiter schaue, Herr Schuh hatte einen Arbeitsunfall in den Kliniken Norderstedt. Hier steht jetzt Kliniken Norderstedt, aber hier steht nichts von Arbeitsunfall. Sondern hier steht ja Unfall- und Arbeitsrisiken. Und jetzt können wir da den Satz nochmal anschauen. Als Mitarbeiter der Abteilung bla bla bla, nicht wichtig, sind Sie hohen Unfall- und Arbeitsrisiken ausgesetzt. Das heißt, wir lesen hier oben nochmal, Herr Schuh hat während der Arbeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Stimmt das? Genau, das stimmt und somit haben wir unsere richtige Antwort und können die auch anklicken.
Wie gesagt, Problem bei der ganzen Sache, du musst die ganze Zeit hoch und runter scrollen. Deswegen ist es wichtig, dass du diese Wörter einfach auch versuchst, dir gut zu merken in diesem Moment. Dann kannst du auch schneller antworten. Das war jetzt die erste Aufgabe mit dem ersten Teil des Textes. Dann gehst du zur nächsten Aufgabe über und wiederholst diese 3 Schritte mit der nächsten Aufgabe, ja? Mit jeder weiteren immer wieder diese 3 Schritte. Das heißt, Aufgabe lesen, Text lesen und dann die Aufgabe beantworten. Ja, also nicht den ganzen Text lesen und dann versuchen, alle Aufgaben zu beantworten. Da kommst du durcheinander, das geht gar nicht. Und ganz am Ende solltest du alles nochmal überprüfen. Wenn du das dann gemacht hast und bist bereit, dann kannst du auf Weiter klicken. Wie du Lückentexte problemlos und entspannt meistern kannst. In der Goethe Pro Pflege B2 Prüfung. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege. Hier lesen Aufgabentyp 4 und 5. Los geht's. Ich zeige dir zunächst, wie das Video aufgebaut ist. Ganz am Anfang zeige ich dir, wie die Prüfung aufgebaut ist und wie die Aufgabentypen 4 und 5 ungefähr aussehen. Dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut für die Prüfung vorbereiten kannst. Dann gehen wir Schritt für Schritt die Aufgabentypen durch. Danach üben wir an einem Beispiel und dann hast du es auch schon geschafft. Also, jetzt schauen wir uns mal gemeinsam die Prüfung an sich an und die Aufgabentypen 4 und 5 des Leseverständnisses. Bei dieser Prüfung muss ich sagen, es ist ein unkonventioneller Prüfungsstil. Das heißt, du bist es vielleicht noch nicht gewohnt, wie diese Prüfung jetzt aussieht, denn sie ist teils digital. Das Leseverständnis ist komplett digital und das Hören auch. Lesen und Hören sind also beide Teile am Computer zu machen. Und die restlichen Teile, das Schreiben und Sprechen, das ist dann wieder so traditionell, wie du es auch aus den anderen Prüfungen kennst. Im Teil Lesen und im Hören auch, also in dieser digitalen Prüfung, ist es so, dass die Aufgaben gemischt werden und per Computer an dein Niveau angepasst werden. Das heißt, wir können dir hier keine genaue Zeitangabe geben, wie du das sonst kennst, weil sonst ist es ja so, dass alle Prüflinge gemeinsam in der Prüfung sitzen und alle haben genau die gleiche Zeit und die gleichen Aufgaben. Hier ist es so, dass der Computer oder die Software sich an dein Niveau anpasst und dir dementsprechend die Aufgaben gibt. Und daher kann man die Zeit nur auf 60 bis 90 Minuten eingrenzen. Man weiß es nicht genau, aber es liegt dann in dieser Zeitspanne auf jeden Fall. Und am Ende hast du halt auch ein gezielteres, besseres Ergebnis, ein detaillierteres Ergebnis, sag ich mal, als wenn du einfach nur eine C1-Prüfung machst oder so. Also hier hat man dann direkt auf dich zugeschnitten auch ein gezielteres Ergebnis am Ende. Genau. So, und jetzt ist es so, dass du im Lesen 5 verschiedene Aufgabentypen hast. Es ist also nicht mehr so, wie du das vielleicht vorher kanntest. Leseverständnis Teil 1, Teil 2, Teil 3. So ist es nicht. Wir haben verschiedene Aufgabentypen und die werden halt gemischt, wie schon gesagt. Wir schauen uns jetzt hier die Aufgabentypen 4 und 5 an. Das ist einmal ein mittellanger Text mit Lücke und mehreren Antwortmöglichkeiten. Und Aufgabentyp 5 ist ein mittellanger Text mit Lücken und freier Texteingabe. Und wie schon gesagt, die Aufgaben werden gemischt, werden dir also durcheinander gegeben. Und dann kann es auch passieren, dass ein Aufgabentyp vielleicht gar nicht drankommt und ein anderer vielleicht 2 oder 3 Mal. Das kann hier dann auch passieren. Nun möchte ich dir zeigen, wie du dich zu Hause auch schon gut vorbereiten kannst. Eine gute Vorbereitung, die du von mir immer wieder hören wirst, ist Wortschatz erweitern und Lesen üben. Also hier in dem Leseverständnis natürlich auch nochmal das Lesen üben und wenn du das tust, erweiterst du automatisch deinen Wortschatz. Das geht beides Hand in Hand.
Und hier ist es auch wichtig in der Goethe-Prüfung pro Pflege, dass du natürlich auch Fachwissen hast, einen geeigneten Wortschatz hast, der mit der Pflege zu tun hat natürlich. Außerdem solltest du auch mal üben, einen längeren Text effektiv lesen zu können. Und das kannst du so machen, indem du hier ja wieder teilweise mittellange Texte hast, nichts sehr kurzes. Es unterscheidet sich, manchmal sind die Texte, wir sehen das gleich in der Übung, zum Aufgabentypen 5 haben wir etwas kürzeren Text, Aufgabentyp 4 ist der Text schon wieder etwas länger. Das heißt, du musst hier teilweise, hast du schon längere Texte und die musst du halt schneller lesen können und automatisch auch mehr Informationen aufnehmen können. Deswegen ist das Lesen üben sehr wichtig. Nimm dir mal Magazine, Online-Quellen über das Thema Pflege und lies dir einfach mal ein paar Texte durch. Dadurch wirst du automatisch deinen Wortschatz erweitern. Das kannst du auch noch machen, indem du bestimmte Dokumentationen anschaust, Podcasts anhörst oder Dokumentationen auch hörst. Das geht natürlich auch. Und eventuell hast du aus dem Unterricht oder so Arbeitsbücher und die solltest du dir einfach nochmal anschauen, um alles aufzufrischen. Außerdem hilft es besonders oder allgemein in der ganzen Prüfung, man muss immer viel lesen, hilft es, wenn du das globale Lesen übst. Das nennt sich auch Skimming. Und das kannst du machen, indem du dir einen Sachtext nimmst und die Überschrift mal ignorierst, wenn möglich. Dann überfliegst du diesen Text von oben links nach unten rechts, so am besten pro Absatz. Das nennt sich nämlich Skimming. Und während du das machst, solltest du dich an ein paar Regeln halten. Lies nicht Satz für Satz durch. Das wäre ja detailliertes Lesen. Achte auf wichtige Wörter wie zum Beispiel Substantive oder Verben, die so herausstechen. Und falls du dann den Inhalt immer noch nicht ganz herausgeskimmt hast, kannst du auch mal erst den ersten Satz jeden Absatzes durchlesen. Und dann solltest du eigentlich einen groben Überblick haben über den Text und dann vielleicht weißt du auch schon so, wo an welcher Stelle jetzt die Antworten stehen könnten oder was jetzt in diesem Fall in die Lücke hereinpassen könnte. Ja? Und dieses Skimming sollte sehr, sehr schnell geschehen. Wir machen das gleich in der Übung zusammen, dann siehst du das mal, wie schnell man da drüber fliegen kann, und nur damit du so eine Idee von dem Thema hast. Als nächstes jetzt hier besonders für diese Aufgabentypen 4 und 5 wichtig, Lückentexte üben. Du solltest dabei den Kontext verstehen können. Das heißt, um dich auf einen Lückentext gut vorzubereiten, ist es natürlich wichtig, dass du den Text verstehst. Ja, das bedeutet, den Titel, die Überschrift, die solltest du dann in dem Fall auch aufmerksam lesen und den Zusammenhang zwischen den Sätzen richtig analysieren zu können. Und da ist es hilfreich, wenn du natürlich Hintergrundwissen hast, bestimmtes Fachwissen, spezifisches hier halt auch für die Pflege, spezifisches Fachwissen hast. Und das solltest du auf jeden Fall in der Vorbereitung vertiefen. Und damit hast du dann hoffentlich auch ein solides Verständnis von Wortschatz und Grammatik. Das ist auch wichtig. Also den Wortschatz erweitern, wie gesagt. Wenn du dir jetzt so einen Text zum Üben nimmst, solltest du mal die unbekannten Wörter im Text genauer nachschlagen und verstehen auch und dann auch nochmal schauen, ob es Grammatikregeln gibt oder Strukturen im Satz, die du nicht ganz verstehst, und die solltest du auf jeden Fall dann nochmal wiederholen. Außerdem beim Lesen des Textes solltest du dann versuchen, die fehlenden Wörter basierend auf dem Kontext vorherzusagen. Ja? Achte dabei auf Schlüsselwörter und Hinweise in den Sätzen daneben. Und dann kannst du auch so dein Verständnis für die Logik des Textes einfach nutzen. Und achte auch auf Synonyme dabei und ähnliche Ausdrücke, die dir bei der Auswahl der richtigen Wörter helfen können. Dann ist es natürlich wichtig, sowas, wenn du Lückentexte Probleme hast, regelmäßiges Üben auf jeden Fall. Das ist auch mit ausschlaggebend. Außerdem kannst du auch mal diesen Zeitdruck ein bisschen simulieren, dass du sagst, ich gebe mir jetzt wirklich nur mal
10 Minuten Zeit für diesen Lückentext oder einfach diesen Text genau zu verstehen. Und damit kannst du auch deine Geschwindigkeit verbessern. Dann ist es auch ganz wichtig, dass du dir vielleicht zu möglichen Fehlern, die du vielleicht auch nicht ganz verstehst, Feedback holst von Lehrern, Freunden, Familienmitgliedern, wer auch immer Deutsch kann. Vielleicht kann dir da jemand helfen. Und auch ganz wichtig in der Prüfung besonders, wenn du in dem Lückentext stecken bleibst, bleib ganz ruhig. Wenn du auch eine schwierige Lücke hast und weißt nicht die Antwort, dann kannst du vielleicht auch einfach mal zur nächsten Lücke überspringen und kommst dann hierher zurück. Aber auf keinen Fall stecken bleiben. So, jetzt sind wir schon bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung angelangt. Wir sind weiterhin im Goethe-Zertifikat Pro Pflege B2 und wir schauen uns hier Lesen, Aufgabentyp 4 und 5 gemeinsam an. Ich gebe dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit für den Aufgabentyp 4. Zunächst solltest du den Text überfliegen, dann ihn nochmal lesen, dann die Umgebung der Lücke analysieren, die Lücke anklicken und die Auswahl erstmal anschauen. Dann solltest du eine Auswahl treffen. Dann wiederholst du die Schritte 2 bis 5 mit den nächsten Lücken. Dann liest du alles am Ende nochmal und überprüfst, dass du alles richtig gemacht hast. Und wenn du diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gerne als PDF haben möchtest, dann kannst du die herunterladen, hier unter diesem Video in einem Link. Legen wir los. Der erste Schritt, den Text überfliegen. Also, das haben wir eben schon gesagt, Skimming. Du sollst die Hauptinformation mal ganz rasch herausfinden und dann hast du schon vielleicht eine Idee, was in irgendeine Lücke schon passen könnte. Muss nicht sein, ist jetzt hier auch nicht so wichtig, aber lies den Text einfach mal global nach diesen Skimming-Regeln, die wir eben besprochen hatten. So, denn jetzt sollst du den Text natürlich auch noch detailliert lesen. Also das Skimming sollte wirklich sehr, sehr schnell sein und den Text lesen, das sollte jetzt detailliert sein, ja, Satz für Satz. Und wenn du die Zeit hast, wenn du ein schneller Leser bist und man sieht in der Prüfung oben so einen Balken und wenn du siehst, okay, ich habe noch genügend Zeit, ja, dann kann es auch sein, wenn du schnell lesen kannst, dann sagst du dir, ich lese den Text erstmal komplett. Einfach drüber, also richtig detailliert einmal komplett durchlesen. Versuch das natürlich schnell zu machen und dann hast du vielleicht auch schon einen guten Überblick, nochmal einen extra Überblick und hast auch vielleicht schon gute Ideen für die Lücken. Oder wenn du jetzt nicht so schnell ein Leser bist, dann lies erstmal nur bis zur ersten Lücke. Und was du dann machen kannst, ist, dass du dir, auch wenn du jetzt den kompletten Text einmal durchgelesen hast, lies einfach nochmal bis zur ersten Lücke, ne? Und da solltest du dann die Umgebung der Lücke analysieren. Das heißt, was steht denn vor und was steht nach der Lücke und was könnte jetzt da in die Lücke reinpassen? Und dein Sprachgefühl, das kann dir schon sehr dabei helfen, eine erste Idee zu entwickeln. Und da merkst du auch, welche Wörter davor und danach stehen, die jetzt irgendwie ja, mit dieser Lücke korrespondieren, sag ich mal. Im nächsten Schritt klickst du dann die Lücke an, also noch nicht einfach lesen und anklicken, sondern bevor du anklickst und dann die Auswahl siehst, da solltest du schon mal überlegen. Und wenn du dann ein bisschen überlegt hast, kannst du dann draufklicken und dir die Auswahl anschauen. Dann kannst du noch mal gucken, okay, Kontext und Grammatik, Satzbau, das alles beachten und schauen, wie das zueinander passt. Da kannst du auch das Ausschlussverfahren dann anwenden. Das gab es, wenn du dir das Video zu dem Aufgabentypen 3 mal anschaust. Da gebe ich dir Tipps, wie du Multiple Choice gut lösen kannst, weil hier haben wir eine Auswahl von Wörtern, was so ein bisschen wie Multiple Choice ist am Ende. Und da kannst du das Ausschlussverfahren anwenden. Das heißt, du guckst, was auf jeden Fall falsch ist und schaust dir dann nur noch die möglichen richtigen Antworten an. So, und als nächstes musst du natürlich auch eine Auswahl treffen.
Du musst dich entscheiden. Wenn du dir nicht sicher bist, lass die Lücke erstmal frei und mache weiter. Ja? Aber bleib hier bitte nicht stecken. So, du hast also jetzt deine erste Lücke dir ausgesucht, die Antwort ausgesucht. Dann wiederholst du die Schritte 2 bis 5. Du liest also weiter und wiederholst diese Schritte von eben. Das wiederholst du immer wieder, bis du dann fertig bist. Und ganz am Ende solltest du dann alles nochmal rasch durchlesen, damit du einfach nochmal einen Überblick hast. Und da hilft es auch, wenn du alles im Kopf mal laut vorliest. Das hört sich jetzt komisch an, im Kopf laut vorlesen, wie soll das gehen? Aber es ist eine gute Strategie, sag ich mal, wenn du zum Beispiel eine Lücke hast und dir nicht sicher bist. Dann kannst du zum Beispiel das falsche Wort einfach mal so laut vorlesen in deinem Kopf und dann du hast so ein Sprachgefühl, was dir dann dabei hilft. Und hast du jetzt jede Lücke ausgefüllt? Gut, dann kannst du auch weiterklicken. Ansonsten hast du noch eine Lücke leer, such dir doch einfach irgendeine Antwort aus, weil dann bekommst du, ja, wenn du die Lücke leer lässt, bekommst du auf jeden Fall 0 Punkte. Das heißt, such dir einfach eine Antwort aus, auch wenn du dir nicht sicher bist. Vielleicht hast du Glück und bekommst noch einen Punkt. So, wir haben eben den Aufgabentypen 4 gesehen. Jetzt schauen wir uns auch noch die Schritt-für-Schritt-Anleitung für Aufgabentyp 5 an. Und wie du siehst, ist das eigentlich genau das Gleiche, nur dass wir hier beim 4. Schritt Schlüsselwörter, Satzstruktur und Antwort haben. Und an sich ist es fast das Gleiche, weil die Aufgaben ähneln sich sehr. Und nochmal die Schritt-für-Schritt-Anleitung auch zum Aufgabentypen 5 bekommst du wieder in der PDF zum Herunterladen in dem Link unter diesem Video. So, wir sind also jetzt im Aufgabentyp 5. Du hast es eben gehört, den Text erstmal rasch überfliegen. Das ist genau dasselbe wie bei Aufgabentyp 4, damit du einfach eine Idee hast, ja? Und die Regeln vom Skimming dabei ein bisschen einhalten. Als nächstes liest du den Text wieder detailliert durch. Wie gesagt, du kannst es erst komplett lesen oder einfach bis zur ersten Lücke. Hier ist es jetzt auch wieder so, dass wir wieder unsere Lücke haben und da müssen wir erst wieder analysieren, was vor und nach der Lücke steht. Im 4. Schritt beim Aufgabentyp 5 ist es jetzt allerdings so, dass wir hier Schlüsselwörter anschauen, die Satzstruktur beachten müssen und dann unsere Antwort, ja, über unsere Antwort überlegen müssen. Hast du schon eine passende Antwort gefunden? Das ist natürlich dann super, die kannst du gleich reinschreiben. Wenn nicht, dann achte wirklich hier mal auf die Schlüsselwörter im Text und dem damit verbundenen Kontext. Achte mal darauf. Du siehst das auch gleich in der Übung nochmal, die wir gemeinsam machen. Und du kannst auch mal die Struktur des Satzes ein bisschen analysieren. Also schau hier mal, welche Satzglieder habe ich? Was passt jetzt hier rein? Muss jetzt hier vielleicht ein Substantiv rein? Kommt hier ein Verb rein? Auf was bezieht sich diese Lücke, auf das fehlende Wort? Auf was könnte sich das beziehen? Muss ich das deklinieren? Muss ich das konjugieren? Oder man kann sich auch die Fälle von den Wörtern anschauen, die danach stehen. Ja, vielleicht merkt man dann, hier muss irgendwie was anderes rein. Vielleicht eine Präposition oder so, ja. Also da auch auf jeden Fall drauf achten. Und es kann helfen, dass man den nächsten Satz auch mal liest, weil der gibt einem auch so ein bisschen eine Idee. Und auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, den Satz laut im Kopf vorlesen. Das hilft wirklich. Also nicht nur überlegen, was kommt hier rein, sondern den Satz mal lesen und auch einfach mal ein Wort einfügen, was einem so in den Kopf kommt. Und man merkt dann schon, ob sich das komisch anhört oder ob das gut klingt. Ihr habt ein Sprachgefühl in B2 und auf das Sprachgefühl solltet ihr hören.
So, wenn ihr dann die erste Lücke ausgefüllt habt, dann geht es weiter und wir wiederholen dann die Schritte 2 bis 4. Das heißt, und ganz am Ende sollte alles nochmal ganz rasch gelesen werden. Wieder dieses im Kopf das laut vorlesen, das hilft immer. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann lies den Satz mal mit einem falschen Wort. Dein Sprachgefühl hilft dir, ja, wie gesagt. Wenn dann alle ausgefüllt sind, die Lücken, dann super, dann kannst du weitermachen. Und wenn eine noch leer ist, dann denk dir doch einfach irgendeine Antwort aus, auch wenn du dir nicht ganz sicher bist. So, hier haben wir jetzt noch ein kurzes Beispiel und dann hast du es auch schon geschafft. Wir schauen uns jetzt also den Aufgabentypen 4 erstmal gemeinsam an und danach noch den Aufgabentypen 5. Wenn du in Ruhe die Aufgaben selber mal lösen möchtest, kannst du jederzeit das Video pausieren. Wir schauen uns die erste Lücke an. Also, ich möchte dir erstmal zeigen, wie das aussieht. Ganz über dem Lesen hat man dann noch so einen Balken, wo man sieht, wo man sich ungefähr befindet in der Prüfung. Und so sieht dann die Seite aus zu dem Aufgabentypen 4. Das ist dann auch die Aufgabe an sich. Klicken Sie in jede Lücke, klicken Sie auf das Wort, das den Ausdruck oder Satz richtig vervollständigt. Genau, ganz easy, einfache Erklärung. So, jetzt sind wir im ersten Schritt, den Text überfliegen. Du siehst, es ist ein relativ kurzer Text. Man kann da rasch einfach drüber fliegen. Und wenn ich schon hier sehe, Packungsbeilage, ESCO-Profil 500, das sehe ich ja sofort. Und dann sehe ich als erstes Anwendungsgebiete und als nächstes sehe ich sofort das zu beachten. Und wenn ich da mal so ein bisschen drüber fliege, dann sehe ich hier auch allergische Reaktionen etwas weiter unten, Wechselwirkungen. Okay, es sieht aus wie ein Arzneimittel, wie gesagt, eine Packungsbeilage, die beschreibt, wie man das benutzt. Jetzt weiß ich schon mal, worum es ungefähr geht und jetzt lese ich mir den Text detailliert durch. Und das machen wir kurz gemeinsam. Bei mäßig starken Schmerzen, Kopfschmerzen, rheumatische Erkrankungen, schmerzhafte Schwellungen oder Entzündungen. Das ist der ganze Satz. Im nächsten Schritt gucken wir uns dann die Umgebung der Lücke an und versuchen, die zu analysieren. Wie wir sehen, steht hier vor der Lücke bei mäßig starken Schmerzen und nach der Lücke Kopfschmerzen, rheumatische Erkrankungen, schmerzhafte Schwellungen. Wir sehen also, dass nach der Lücke eine Aufzählung kommt. So, und diese Schmerzen haben irgendwas mit diesen Kopfschmerzen und dieser Aufzählung danach zu tun. Also es hängt schon irgendwie zusammen. Das heißt, uns fehlt hier ein kleines Wort wahrscheinlich. So, was wir jetzt machen, ist, dass wir unsere Lücke anklicken und uns die Auswahl anschauen. So, das sind unsere Wörter als, gegebenenfalls, mit und wie. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch eine Auswahl treffen. Hier ist wieder unsere Liste. Was wir machen können, ist hier dieses Ausschlussverfahren, weil bei mäßig starken Schmerzen als Kopfschmerzen, rheumatisch, das hört sich komisch an, das streiche ich gleich durch. Bei mäßig starken Schmerzen, gegebenenfalls Kopfschmerzen, da fehlt irgendwie ein Wort, das passt auch nicht. Und jetzt habe ich noch 2 übrig. Und mit diesen 2 bin ich mir nicht ganz so sicher. Also gucke ich nochmal hier. Wenn ich jetzt das Wort mitnehme, bei mäßig starken Schmerzen mit, kann ja sein, bei mäßig starken Schmerzen mit Kopfschmerzen, mit rheumatische Erkrankungen, mit schmerzhafte Schwellungen. Das hört sich etwas eigenartig an, denn mit dem Wort mit brauchen wir den Dativ und dann müsste hier stehen rheumatischen Erkrankungen mit schmerzhaften Schwellungen. Also, das passt auch nicht ganz. Und dann streichen wir das durch. Und dann probieren wir das wie. Bei mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, rheumatische Erkrankungen, schmerzhafte Schwellungen und so weiter. Okay, wir haben hier also eine Aufzählung
Und wie wir sehen, ist wie die richtige Antwort. So, jetzt haben wir unsere Lücke gefunden, haben die Antwort ausgewählt und dann wiederholen wir die Schritte 2 bis 5, wie du hier siehst, mit mit jeder weiteren Lücke. Und ganz am Ende lesen wir alles nochmal durch, überprüfen, dass wir alles beantwortet haben und dann können wir auf Weiter klicken. Noch ein kleiner Tipp nebenbei: Wenn du noch weiter solche Übungen machen möchtest, dann klicke doch hier unten auf den Home Studies Button und wir machen direkt weiter mit dem Video. Und schon sind wir auch im Aufgabentypen 5. Wie ihr seht, hier ist wieder unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und bei Nummer 4, also wir haben wieder das gleiche, nur unser 4. Schritt ist etwas anders. So sieht dann auch die Seite aus, wenn man den Aufgabentypen 5 vor sich hat. Wie ihr seht, es ist teilweise schon ein sehr kurzer Text, jetzt bei dieser Aufgabe, aber da sich die Aufgaben unterscheiden, kann es sein, dass du in der Prüfung dann mit dem Aufgabentypen 5 einen längeren Text vor dir hast, ja. So sieht die Seite aus. Da oben ist auch nochmal der Balken, der läuft dann sieht man, wo man ungefähr ist und hat eine ungefähre Zeitvorstellung. Hier ist auch wieder die Aufgabenstellung. Klicken Sie in jede Lücke, schreiben Sie das Wort, das den Ausdruck oder Satz am besten vervollständigt. Also hier ist nichts mehr zum Auswählen, sondern wir müssen jetzt ein Wort in die Lücke schreiben. So, jetzt möchten wir den Text überfliegen und da der Text ja so klein ist, müssen wir das eigentlich gar nicht unbedingt machen, sondern wie wir auch sehen, die Überschrift, die sagt schon sehr viel aus. Ältere Arbeitnehmer, weniger krank. Wenn ich da drüber fliege, sehe ich auch zuerst ältere Arbeitnehmer, dann Firmen, Freizeitaktivität und dann nochmal da unten Sport. Also vielleicht sind ältere Arbeitnehmer sportlicher. Man kann ja schon mal überlegen, worum es hier geht, aber wir haben auf jeden Fall die Hauptidee schon mit der Überschrift. Jetzt gehen wir aber direkt rein und lesen den Text mal. Ich mache jetzt den ersten Satz. Ältere Arbeitnehmer fehlen seltener aus gesundheitlichen an ihrem Arbeitsplatz. Ich kann auch noch mal gucken, was danach steht. Dies ist das Ergebnis. Untersuchung in 2042 Firmen durchgeführt wurde. Okay, also es gab wohl eine Umfrage oder so. Und da kam heraus, dass die älteren Arbeitnehmer seltener fehlen. Genau. Jetzt analysiere ich diese Umgebung von dieser Lücke. Wenn ich jetzt oft hat man vom Sprachgefühl her dann schon eine Antwort. Du wahrscheinlich jetzt auch. Es ist ein relativ einfacher Satz. Wenn du trotzdem nicht weißt, was in die Lücke jetzt kommt oder du bist dir nicht sicher, dann kannst du das Ganze nochmal, die Umgebung analysieren. Also gucke ich, was steht davor. Und dann sehe ich aus gesundheitlichen, also da fehlt irgendwas, ja. Das gesundheitlich bezieht sich ja auf etwas und das aus auch. Und das bezieht sich direkt auf diese Lücke. Und jetzt schaue ich, ob die Lücke sich auf das dahinter bezieht, an ihrem Arbeitsplatz. Nein. Also wir sehen aus gesundheitlichen an ihrem Arbeitsplatz. Das an ihrem Arbeitsplatz ist so eine Information für sich, die kann auch eigentlich weggelassen werden. Ja, der Satz macht trotzdem Sinn. Aber aus gesundheitlichen da fehlt auf jeden Fall was. Das heißt, ich muss mich jetzt hier, wenn ich die Umgebung von der Lücke anschaue, auf das, was davor steht, konzentrieren. Das, was danach steht, kann ich komplett ignorieren. Das interessiert mich nicht, weil es bezieht sich nicht auf die Lücke. Das an ihrem Arbeitsplatz ist inhaltlich vielleicht wichtig nachher, aber jetzt in diesem Falle nicht, weil es sich nicht direkt strukturmäßig auf diese Lücke bezieht, sondern nur das, was davor steht. Ja? Dann können wir auch noch mal gucken, was danach steht. Dies ist das Ergebnis, bla bla bla. Das ist jetzt auch nicht wichtig, können wir ausblenden. Wir müssen uns auf das aus gesundheitlichen, diese 2 Wörter, auf die müssen wir uns konzentrieren.
So, und jetzt gucken wir nach Schlüsselwörtern und suchen unsere Antwort. Schlüsselwort ist hier auf jeden Fall das ausgesundheitlich. Ja, das ist ja das, was sich auf die Lücke bezieht. Da müssen wir drauf achten. Und wenn wir dann überlegen, was passt denn jetzt hier rein? Und das ist so ein Floskel, das hört man sehr oft. Und zwar, könnt ihr auch mal selber überlegen, aber aus gesundheitlichen Gründen. Das hört man oft. Das sind so 3 Wörter, die zusammen als Pack oft kommen, aus gesundheitlichen Gründen. Und genau, das Wort Gründen passt hier sehr gut rein. Dann geht ihr weiter und macht dasselbe nochmal mit jeder weiteren Lücke, also diese 2 bis 4, diese Schritte nochmal wiederholen. Dann lest ihr den ganzen Text nochmal durch und überprüft, dass ihr alles beantwortet habt und dann könnt ihr auf Weiter klicken. Erfolgreich Berichte erstellen mit der Goethe Pro Pflegeprüfung. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege Schreiben Teil 1. Legen wir los. Als allererstes möchte ich dir zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar zeige ich dir ganz kurz, wie die Prüfung an sich aussieht, also Schreiben Teil 1. Dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut darauf vorbereiten kannst. Danach gehen wir eine Schritt-für-Schritt-Einleitung gemeinsam durch. Und dann schauen wir uns auch noch ein Beispiel gemeinsam an. Und dann hast du es auch schon geschafft. Los geht's, die Prüfung Goethe Pro Pflege Schreiben Teil 1. Falls du dir meine anderen Videos schon angeschaut hast, da kannst du sehen, dass die Teile Hören und Lesen digital sind. Das heißt, diese Prüfung Goethe Pro Pflege ist eine teildigitale Prüfung. Die schriftliche Prüfung, also der schriftliche Teil der Prüfung, ist aber der ganz konventionelle Teil, wie du ihn auch aus anderen Prüfungen kennst. Falls du also schon eine Prüfung abgelegt hast, eine Sprachprüfung, dann wird jetzt Schreiben Teil 1 auch so aussehen, wie du es eigentlich gewohnt bist. Wenn es dich interessiert, wie der digitale Teil aussieht dieser Prüfung, dann schau dir doch die Videos an zu Hören und Lesen. Also, wir sind jetzt wieder bei einer ganz normalen schriftlichen Prüfung, so wie du sie eigentlich auch kennen solltest. Und da haben wir verschiedene Vorteile und Nachteile. Auf der einen Seite, der Nachteil ist, du hattest den Vorteil bei der digitalen Prüfung, dass du dir selber das alles einteilen konntest, hören und lesen, nach deinem eigenen Tempo. Die Aufgaben haben sich an dich angepasst, auf dein Niveau und so weiter. Das haben wir jetzt hier an sich nicht mehr. Aber dafür hast du einfach auch den Vorteil, dass du jetzt wieder Notizen machen kannst, markieren kannst, irgendwo was hinschreiben kannst und so weiter. Ja, das ist natürlich wieder ein Vorteil, was du bei der digitalen Prüfung halt nicht hast. Außerdem haben wir aber trotzdem weiterhin in deinem Schreibprozess jetzt hier dein eigenes Zeitmanagement. Es wird dir zwar eine Zeit gegeben, die wir bei Hören und Lesen nicht hatten. Da wurde dir ungefähr gegeben 60 bis 90 Minuten. Das hat sich so ein bisschen an dich angepasst. Aber hier ist es jetzt so, du hast 75 Minuten Zeit für Teil 1 und Teil 2. Du sollst jetzt hier im Teil 1 einen Bericht erfassen mit ca. 150 Wörtern und dazu werden dir 4 Inhaltspunkte gegeben, auf die du achten musst. Du bekommst maximal 60 Punkte im Teil 1, das heißt Schreiben Teil 1 und 2 sind insgesamt 100 Punkte, Teil 1 60 und Teil 2 dann die restlichen 40. Das heißt, der Schwerpunkt liegt hier beim Teil 1. Und wie gesagt, du hast 75 Minuten Zeit für Teil 1 und Teil 2. Und es werden hier empfohlen, dass du ca. 45 Minuten für diesen Teil, für Teil 1 aufwendest. Gerne möchte ich dir auch mal zeigen, wie die Prüfer dich dann bewerten. Du kannst hier gerne das Video pausieren, es dir in Ruhe durchlesen. Wir hoffen natürlich, dass du in der Spalte A das alles entsprechend oder dass es wie A bewertet wird, weil das wäre eigentlich fast volle Punktzahl, ja. E wäre dann halt schlecht.
oder durchgefallen. Und du siehst, hier wird danach geschaut, dass du die Aufgaben, dass du sie erfüllen konntest, ja, dass der Inhalt da ist, der Textumfang da ist und nicht nur 50 Wörter oder so. Und dass alles ordentlich erklärt und beschrieben ist. Das Register, was da steht bei Teil 2, das bezieht sich auf Teil 2 der schriftlichen Prüfung, okay? Und Kohärenz wird auch bewertet. Dabei geht es um den Textaufbau, Logik, Verknüpfung von den Sätzen und so weiter. Die nächste Bewertung wäre dann auch der Wortschatz. Das heißt, da wird geschaut, ob du genügend Vokabular hast und wie du die auch beherrschst. Und es wird auch geschaut nach Strukturen und wie du diese Strukturen halt beherrschst und wie viele du davon kennst. Okay, also Strukturen im Text, in den Sätzen und bei deinen Begriffen. So, jetzt zeige ich dir, wie du dich auf die Prüfung auch schon zu Hause sehr gut vorbereiten kannst. Als allererstes möchte ich dir zeigen, wie du dich als Pflegeprofi stellen kannst. Und zwar ist es doch wirklich einfach wichtig, auch professionell schreiben zu können. Vielleicht hattest du vorher einen anderen Beruf, vielleicht bist du noch jung und kommst direkt aus der Schule oder so und hast das Problem, dass du vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast mit professionellem Schreiben. Und das kann natürlich dir ja ein bisschen Angst machen, dass du jetzt hier in der Prüfung auf einmal so einen Bericht schreiben sollst, obwohl du das noch nie gemacht hast. Deswegen probier das zu Hause unbedingt mal aus und übe dich darin. Gerade auch im Bereich der Pflege ist es natürlich besonders wichtig, dass man diese Ausdrücke, die Formulierungen, die man erkennen sollte, auch lernt. Das heißt, wenn du dich jetzt zum Beispiel schon mal vorbereitest, dann gehe nicht auf Alltagssituationen ein, sondern schau wirklich, dass du pflegerelevante Themen findest. Und es ist natürlich dann auch wichtig, wenn du so einen Bericht, als Pflegepersonal muss man auch mal einen Bericht schreiben oder vielleicht machst du eine Ausbildung, musst du ein Lernjournal oder sowas schreiben. Da ist es ganz wichtig, dass du dich dementsprechend auch ausdrücken kannst. Und die Texte sollten natürlich auch gut formuliert und strukturiert sein. Und diese Übungen, die du jetzt hier machen kannst, um dich auf die Prüfung vorzubereiten, diese Übungen bereiten dich auch auf deine Zukunft halt vor. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man Ordnung hält. Und Ordnung heißt jetzt nicht nur, deinen Schreibtisch aufzuräumen, sondern im Bericht selber, in deinem Text, muss eine bestimmte Struktur sein und ein bestimmter Aufbau. Ein Bericht ist immer sehr kompakt. Man hat wenig Details, aber man hat viele wichtige Informationen, die dann prägnant dargestellt werden. Prägnant heißt, du sollst nicht ins Detail reingehen, aber schon die wichtigen Informationen aufschreiben und die müssen aber kurz und knapp gesagt werden. Ja, natürlich gibt es manche Details, die wichtig sind. Also da musst du schon auch schauen, was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig. Ja, wir schreiben hier keinen sehr langen Text mit viel Erzählungen oder so. Es muss sehr kompakt gehalten werden. Jetzt siehst du auch hier die Aufteilung. Wenn ich sage, es hat eine Struktur, so ein Bericht, dann siehst du, bei einem Text ist es immer so, wir brauchen eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schlussteil. Also egal für welche Prüfung du lernst oder egal für welchen Text du lernst, man braucht immer eine Einleitung, um den Leser darauf vorzubereiten, dann den Hauptteil, wo die Information drin ist und den Schlussteil, wo man nochmal alles abrundet. Ja? Hier kannst du gerne auch nochmal das Video pausieren und es dir in Ruhe durchlesen. Weiterhin gehört es auch dazu, dass du diese Struktur einbehältst und natürlich nicht nur im Aufbau alles richtig hast, sondern auch im Inhalt. Und da wir hier beim Teil 1 der schriftlichen Prüfung auch 4 Inhaltspunkte gegeben haben, solltest du dich an diese 4 Punkte halten und die solltest du in deine Struktur hineinbauen. Ja? Das heißt, du guckst jetzt,
was sollte ich davon in der Einleitung sagen, was sollte ich im Hauptteil nennen und was gehört eher in den Schlussteil rein. Da gibt es keine strengen Vorgaben. Also es kann auch ein bisschen anders sein, aber du musst es halt logisch rüberbringen können. Ja? Die Ideen müssen miteinander verbunden werden und eine logische Schlussfolgerung bringen. Okay? Und wenn wir hier jetzt sehen, das ist das Beispiel aus der Prüfung, da siehst du, man soll erstmal den Grund, es geht um einen Einweisungsbericht, man soll erstmal den Grund nennen, das würde ich immer in die Einleitung reinschreiben, dann den Zustand des Herrn so und was zu erwarten ist von dem Herrn X, damit man die Pfleger vorbereiten kann. Was kann jetzt passieren, wenn er jetzt hier aufgenommen wird? Und dann soll man noch pflegerische Maßnahmen vorschlagen. Die mittleren zwei kann man in den Hauptteil nehmen und das letzte, das ist so ein bisschen in die Zukunft blickend, ja, zusammenfassend vielleicht auch, das passt gut in den Schlussteil zum Beispiel. Als nächstes hast du dich erstmal an die Ordnung gehalten und um das zu machen, helfen dir auch Redemittel und Satzanfänge. Denn wie gesagt, der Aufbau ist wichtig, der Inhalt auch. Und um diese 4 Leitpunkte schön zu verbinden, um diese gut zu gliedern und auch eine ordentliche Argumentations- und einen ordentlichen Schreibfluss zu haben, helfen dir bestimmte Redemittel dabei. Und hier kannst du eine PDF dir herunterladen, da gibt es ganz viele Redemittel für das Berichteschreiben und da kannst du dir welche aussuchen und die dann dementsprechend auch an deinen Bericht anpassen. Es kann sein, dass die nicht 100%ig passen. Es kommt nämlich darauf an, was du sagen möchtest und wie, aber man kann sich die heraussuchen. Vielleicht merkst du dir auch ein paar, lernst die einfach auswendig und kannst die dann im Text anpassen. Als nächstes auch ganz wichtig dein Zeitmanagement. Du hast jetzt hier 2 Teile in der Prüfung und da solltest du schauen, dass du nicht zu viel Zeit für eine Aufgabe aufbringst und hast dann zu wenig für die andere. Also du sollst dir auf jeden Fall vorher schon mal überlegen, wie du in der Prüfung vorgehen wirst. Deswegen rate ich dir auch auf jeden Fall auch den Teil 2 dir anzuschauen. Da gibt es auch ein Video. Und du solltest dich auf jeden Fall dann auch für 2 Teile vorbereiten und schauen, zu Hause mal die Zeit stoppen, mal die Übung durchgehen, die Zeit stoppen und gucken, wie lange du eigentlich brauchst. Dann kannst du auch überlegen, was fällt dir denn am schwersten? Wenn du sagst, jetzt der Bericht hier im Teil 1, das ist so schwierig für mich, ich mache lieber erst den Teil 2. Das kannst du machen. Du musst dich nicht an die Abfolge halten, du kannst auch mit Teil 2 anfangen. Ich würde immer mit der einfachsten Aufgabe starten, die hast du schnell hinter dich gebracht, dann kriegst du da auch deine Punkte und dann gehst du über in die zu schwierigen, weil es geht sehr schnell, dass du in der schwierigen Aufgabe stecken bleibst und dann hast du nicht mehr genügend Zeit, die eigentliche einfache Aufgabe, wo du volle Punktzahl bekommen könntest, dass du die dann nicht mehr schaffst. Deswegen beginne mit der einfachen, damit du die hinter dir hast und dann gehe über zur schwierigen. Wie gesagt, die Prüfung hier, die schriftliche Prüfung hat 75 Minuten, Teil 1 davon circa 45. Gucke, dass du am Ende noch ein paar Minuten Zeit hast. Lass dir auf jeden Fall noch ein paar Minuten Zeit übrig. Das heißt, wenn die Prüfung 75 Minuten insgesamt ist, würde ich für den Teil 1 zum Beispiel, es steht da empfohlen 45 Minuten, ich würde vielleicht nur 50 machen, versuchen und für den anderen Teil dann auch nur 25 vielleicht, damit du am Ende noch so 10 Minuten Zeit hast, um das Ganze einfach nochmal zu überprüfen. Da kannst du zum Beispiel die zuletzt bearbeitete Aufgabe nochmal überprüfen. Da warst du ja jetzt sowieso, ja, ganz am Ende. Wenn du jetzt zum Beispiel Teil 1 machst und dann Teil 2, kannst du direkt im Anschluss Teil 2 nochmal überprüfen, weil da bist du gerade noch mit dem Gedanken drin. Und dann gehst du zu der zuerst bearbeiteten Aufgabe und überprüfst die auch nochmal. Hast du dann immer noch ein bisschen Zeit übrig, dann kannst du eventuell noch sagen, ach, ich will hier noch eine kleine Veränderung vornehmen, das Wort gefällt mir nicht so gut, das möchte ich ändern. Aber sei bitte, bitte vorsichtig. Wenn du wirklich nur noch 1, 2 Minuten Zeit hast, dann streiche jetzt nichts mehr in deinem Text umher. Es kann passieren, dass es auf einmal keinen Sinn mehr ergibt.
du hast deine Logik verloren oder deinen Schreibfluss dadurch, dass du jetzt einen Satz weggestrichen hast oder so. Also da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufpassen, wenn du am Ende noch etwas verändern möchtest. Als nächstes, das hörst du in meinen Videos auch jedes Mal, deinen Wortschatz erweitern und halt auch das Schreiben üben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wortschatz erweitern ist so wichtig, weil Wortschatz ist das Fundamentale der Sprache. Ohne Wörter geht es nicht. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass du geeigneten Wortschatz hast und auf diesen solltest du dich halt vorbereiten. Zum Beispiel, also in der Pflege hat man ja bestimmte Wörter, die man jetzt im Alltag nicht benutzt, zum Beispiel. Und da solltest du auf jeden Fall erstmal das Schreiben und das Lesen nochmal üben. Wir haben zwar hier wenig Text, aber du solltest deinen eigenen Text nachher ja nochmal rasch überfliegen können, rasch lesen können. Deswegen das Lesen auch immer ein bisschen üben. Das kann man gut machen mit Magazinen oder Online-Quellen, aber immer zur Pflege und auch immer darauf achten, dass du seriöse Quellen dir suchst, weil in manchen Quellen, wie zum Beispiel Blogs im Internet oder so, kann es sein, dass es grammatikalische Fehler drin sind, inhaltliche Fehler und wir möchten natürlich nicht, dass du etwas falsch lernst. Deswegen seriöse Quellen auf jeden Fall. Und dann kannst du zum Beispiel dir Texte auch mal im Detail durchlesen. Dann kannst du versuchen, diesen Text mal zusammenzufassen, mal deine Meinung zu sagen oder auch eine Diskussion zu starten oder jetzt für den Bericht natürlich kannst du dir das auch einfach mal ausdenken und dir einen Bericht schreiben. Wie du siehst, Lesen und Schreiben gehört auch so ein bisschen zusammen. Das kannst du gut miteinander kombinieren. Und wenn du dann noch weiter üben möchtest, dann kannst du auch noch Sachen dir anhören, beziehungsweise auch noch mit jemandem darüber sprechen. Und durch diese Übungen erweiterst du automatisch deinen Wortschatz. Das kannst du auch machen, indem du irgendwelche Dokumentationen anschaust, dir Podcasts anhörst, Magazine liest und so weiter. Und falls du eventuell auch Arbeitsbücher hast zum Thema Pflege aus dem Unterricht, ja, dann solltest du die auf jeden Fall auch nochmal anschauen und da das Vokabular wiederholen. Und jedes Mal, wenn du ein neues Wort hast, was du noch nicht gut kannst oder so, dann schreib es dir nicht einfach auf, sondern versuche es auch zu benutzen. Schreibe einen Text damit, ja. Stecke es in einen Satz, formuliere Sätze damit, unterhalte dich mit jemandem und versuche, dieses Wort mit einzubauen. Wir befinden uns weiterhin in der Goethe-Pro-Pflege Prüfung zum Schreiben Teil 1. Und ich gebe dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie du siehst, ganz am Anfang sollte man die Aufgabe und die Information mal durchlesen, Schlüsselwörter suchen, die Inhaltspunkte natürlich auch durchlesen. Dann überlegen, wie du das aufbaust, Notizen machen dazu, dann deinen Text verfassen und dann den Text auch nochmal prüfen. Diese ganze Anleitung findest du auch in einer PDF zum Herunterladen in einem Link unter diesem Video. Los geht's, unser erster Schritt. Die Aufgabe lesen und die Information auch mal durchlesen. Du hast hier eine Aufgabenstellung und Informationen zu halt dieser Person. Das ist wie so ein Steckbrief, ja. Die Person, die jetzt eingewiesen werden soll, wir müssen ja einen Bericht schreiben, einen Einweisungsbericht. Und da gibt es einen Steckbrief mit Informationen über diese Person. Wir haben also keinen langen Text und das solltest du dir alles in Ruhe durchlesen und schauen, dass du auch alles verstehst. Im nächsten Schritt dann Schlüsselwörter finden. Da wir ja nur diesen Steckbrief haben, stehen jetzt hier nicht sehr viele Wörter, aber trotzdem kann es hilfreich sein, hier und da ein, zwei Sachen zu unterstreichen, die sich halt direkt auf diesen Bericht beziehen. Im nächsten Schritt sollst du dann die Inhaltspunkte dir durchlesen. Die stehen unter dem Steckbrief. Das sind 4 Punkte und alle diese Punkte musst du im Bericht bearbeiten. Da kannst du auch die wichtigsten Wörter unterstreichen. Das hilft immer. Dann
hat man so den Fokus darauf, das ist ganz praktisch. Und dann kannst du auch schon mal überlegen, welche Informationen du jetzt in dem Text hinschreiben oder wo du die dann in den Text hinschreiben sollst. Weiter geht's. Jetzt hast du alles durchgelesen, dann geht es los. Wir müssen jetzt den Aufbau planen und Notizen machen. Dieser Teil ist fast der wichtigste Teil der Prüfung, weil wenn du schlechte Notizen hast und einen schlechten Aufbau oder ungeordnete Notizen, es ist durcheinander und so weiter, dann kann es passieren, dass du keine logische Abfolge in deinem Text hast und dann bekommst du weniger Punkte. Auch wenn du alle 4 Inhaltspunkte beschrieben hast und so weiter. So, wenn du keinen ordentlichen, logischen Text mit Schlussfolgerungen formulieren kannst, dann gibt es auf jeden Fall Punkteabzug. Vielleicht sogar 0, kommt drauf an. Also, halte dich an den Aufbau, den ich dir gezeigt habe. Ja, deine 3 Abschnitte sind ganz diese Hauptstruktur von Einleitung, Hauptteil, Schluss, ganz wichtig. Und deine Notizen kannst du auch schon in diese 3 Abschnitte teilen. Und dann kannst du diese 4 Inhaltspunkte diesen Abschnitten dann zuordnen. Ja? Und dann solltest du auf jeden Fall ganz kurz und knappe Gedanken aufschreiben. Keine Sätze, keine langen Stichpunkte. So viel Zeit hast du nicht. Du musst das ja alles dann noch in Sätze packen. Deswegen ganz kurz und knapp das alles notieren. Du kannst dir, wenn du die Redewendungen auswendig gelernt hast, kannst du die auch nochmal schnell am Rand notieren, damit du sie dann im Text nicht vergisst, weil es kann passieren in deinem Schreibfluss, du bist am Schreiben und auf einmal stockst du bleibst stehen und denkst, ich will jetzt hier so eine Redewendung, so einen Satzanfang benutzen und er fällt mir nicht ein. Und dann überlegst du und überlegst und am Ende hast du vergessen, was du eigentlich schreiben wolltest, ja, deine Information. Deswegen, wenn du dir 2, 3 Redewendungen auswendig, wenn du die auswendig gelernt hast, markiere sie doch mal an der Seite. Dann hast du nachher beim Schreiben bleibst du nicht so schnell stecken. Und natürlich solltest du überlegen, welche Form von Notizen für dich am besten sind. Das solltest du alles schon auch vor der Prüfung machen, nicht erst in der Prüfung. Du müsstest nämlich, wenn du dich jetzt vorbereitest zu Hause, schon mal überlegen, mache ich meine Stichpunkte in der Tabelle, mache ich mir eine Liste, mache ich mir ein Mindmap. Ich bin immer pro Mindmap. Mindmap ist das Beste, was es gibt. Es ist sehr kompakt. Du kannst schnell auch mal deine Ideen ändern. Du kannst Sachen verbinden und es hilft dir einfach auch, einen guten Aufbau zu bekommen, ohne dass du jetzt viel schreiben musst, sondern einfach nur mehrere Worte und die kann man dann gut verbinden und somit kann man eine gute Struktur erstellen. Im nächsten Schritt geht es dann richtig los. Ja, jetzt müssen wir den Text erstmal auch schreiben. Und wie gesagt, die Notizen sind ganz, ganz wichtig. Wenn die gut gegliedert sind, dann helfen die dir jetzt. Und es kann passieren, dass du am Anfang nicht so ganz reinkommst und du einfach so ein paar Hemmungen hast. Keine Angst, das ist ganz normal. Der Schreibfluss, der kommt nach einer Weile. Stress dich jetzt nicht. Ich kenne das, wenn man in der Prüfung sitzt, in der schriftlichen Prüfung und der Kopf qualmt und man weiß nicht, wie es weitergeht oder wie man anfangen soll. Bleib ganz cool, das kommt schon. Sobald du erstmal irgendwie angefangen hast, den ersten Satz vielleicht noch mal 2-mal durchgestrichen hast oder so, irgendwann geht der Schreibfluss los und wenn du dann erstmal drin bist, dann läuft es auch. Also kein Stress, das klappt alles. Auch wichtig jetzt in deinen Text, füge Absätze ein. Ein Absatz ist nicht nur ein Satz zum Beispiel, sondern ein paar mehr. Es sollte aber trotzdem logisch aufgeteilt sein mit deinem Gedankenfluss. Am besten auf jeden Fall ein Absatz nach der Einleitung und vor dem Schlussteil. Das ist ganz wichtig. Bei 150 Wörtern kann man jetzt nicht so viele Absätze machen. Und darauf achten, dass deine Informationen jetzt kompakt hier reingepackt sind und die wichtigsten Details nur drin sind und nicht zu viel. Im nächsten Schritt dann, du bist jetzt fertig mit deinem Text, dann solltest du den auf jeden Fall nochmal überprüfen. In deinem Zeitmanagement musst du dir genügend Zeit lassen, dass du den Text auch nochmal lesen kannst. Du liest ihn also nochmal erneut durch. Du checkst die Struktur, ist alles da, ja, habe ich meine
Einleitung, Hauptteil, Schluss und sind meine 4 Inhaltspunkte, diese Leitpunkte, sind die auch alle mit drin. Und erst dann guckst du nach Grammatik, Rechtschreibung, Satzbau und so weiter. Weil es ist ganz wichtig, dass der Inhalt auf jeden Fall schon mal da ist. Fällt dir die schriftliche Prüfung etwas schwer? Kein Problem. Such dir doch mal deine eigenen Lehrer raus, die direkt für dich zugeschnitten ein Programm erstellen, mit dem du das Schreiben noch unterstützend üben kannst. Und um das zu tun, klickst du hier unten einfach mal auf den Home Studies Button. Und dann viel Spaß. Wir machen weiter mit unserem Video. So, jetzt hast du es bald geschafft. Jetzt gibt es nur noch ein kurzes Beispiel. Also wie gesagt, wir sind in der Goethe Pro Pflegeprüfung Schreiben Teil 1. Hier siehst du unsere Schritt-für-Schritt Anleitung, nach der wir uns jetzt die Prüfung mal anschauen. Als allererstes, das ist die Aufgabe an sich. Wie du siehst, schreiben 75 Minuten. Im Teil 1 schreiben Sie einen Bericht. Im Teil 2 gibt es dann eine E-Mail und du kannst dir den Teil aussuchen, mit dem du anfängst. Den eigentlichen Text schreibst du dann auf einen Antwortbogen. Das heißt, wir können jetzt hier auf unserem Blatt Papier umherschmieren, wie du willst, unterstreichen, notieren, was auch immer du möchtest. Und das ist einfach ein super Vorteil gegenüber dieser digitalen Prüfung. Legen wir los. So sieht dein Aufgabenblatt aus. Wie du siehst, es geht um einen Bericht. Vorgeschlagene Arbeitszeit 45 Minuten. Du hast den Kopf vom Bericht, damit du weißt, worum es ungefähr geht. Und darunter stehen deine Punkte. Und ganz unten steht auch nochmal, bei der Bewertung wird darauf geachtet, wie die Inhaltspunkte bearbeitet sind und wie korrekt der Text ist. Schreiben Sie einen zusammenhängenden Bericht mit ca. 150 Wörtern. Legen wir los. Als allererstes sollst du dir die Aufgabe anschauen und die Informationen lesen. Die Aufgabe ist, Herr Schröder wird von der häuslichen Pflege in ein Pflegeheim eingewiesen. Verfassen Sie einen Einweisungsbericht. Ganz klar und einfach erklärt. Jetzt gucken wir uns diesen Einweisungsbericht an. Und da können wir auf jeden Fall schon mal beginnen und auch nach Schlüsselwörtern schauen, ob wir irgendwas haben, was wir unterstreichen können. Wie du siehst, hier ist jetzt nicht sehr viel zum Unterstreichen da. Es ist wenig Information. Aber was vielleicht wichtig ist, ist der Anlass, der Grund der Einweisung. Ja, es geht um Demenz und dass der Mann immer mal wegläuft. Dann können wir das Datum vielleicht auch mit reinbringen, dass die Einweisung am 17.04. ist. Diagnosen sind vielleicht noch wichtig. Er hat also Diabetes. Und es gibt hier noch ein paar Besonderheiten. Es geht weiter im Text. Du gehst ein Stück runter und da schauen wir uns die Inhaltspunkte an. Da kann man auch wieder was unterstreichen. Erklären Sie den Grund der Einweisung. Das ist wichtig. Zweiter Punkt, beschreiben Sie den Zustand von Herrn Schröder. Dritter Punkt, heben Sie ein Problem hervor, das zu erwarten ist. Und vierter Punkt, schlagen Sie eine pflegerische Maßnahme vor. Also wir brauchen den Grund, den Zustand, ein Problem und eine Maßnahme. Jetzt sind wir soweit und müssen uns den Aufbau überlegen und die Notizen. Das ist so der Hauptteil hier auch. Wie gesagt, gute Notizen kann einen guten Text hervorbringen. Schlechte Notizen wahrscheinlich einen schlechten Text. Also pass gut auf, dass deine Notizen hier gut passen. Ich mag Mindmaps, wie gesagt, und da könnte man dann zum Beispiel so anfangen. Wir haben ja hier einen Einweisungsbericht. Als allererstes ist unsere Einleitung. Da würde ich den Grund der Einweisung reinschreiben. Danach haben wir unseren Hauptteil. Da würde ich den Zustand vom Herrn Schröder erklären. Dann auch das Problem mit der Zukunft kann da mit reingeschrieben werden. Oder weiß ich, welche Probleme es in der Zukunft geben könnte. Ja. Dann soll man sich ja pflegerische Maßnahmen ausdenken, die hier passen könnten. Und die kann man so ein bisschen mit dem Schluss verbinden, denn da kann man nochmal schauen, wie das in der Zukunft aussehen könnte mit dem Herrn Schröder.
Die Notizen sind jetzt hier natürlich noch nicht ausgeschrieben. Hier zeige ich dir jetzt nur, was du jetzt wo notieren könntest. Als nächstes sollst du aus deinen Notizen jetzt einen Text verfassen. Wir haben hier ein Beispiel. Das ist ein Beispiel für B2-Niveau. Dieser Text hat Fehler. Er ist nicht fehlerfrei. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie wenn jemand die B2-Prüfung macht und dementsprechend auf dem Niveau halt auch einen Text schreibt. Okay? Es sind Fehler vorhanden und so weiter. Es ist jetzt nicht hundertprozentig gut, sag ich mal. Also es sind ein paar Fehler drin, wie gesagt. Aber das wäre auf jeden Fall ein Beispiel für eine erfolgreiche Prüfung, sag ich mal, auf B2-Niveau. Okay? Wie wir sehen hier, wir haben das Thema Demenz mit eingebracht und Altersdiabetes. Dann noch ein paar weitere Informationen. Du kannst jederzeit das Video nochmal pausieren und dir es genauer anschauen. Dann wurden nochmal ein paar andere Sachen Informationen gebracht. Du musst dir ja vorstellen, in dem Moment, du bist jetzt Pflegepersonal und du schreibst jetzt diesen Bericht, ja? Und dann musst du dich in diese Lage hineinversetzen können von dieser Person. Dann hat die Person sich hier ausgedacht, auch ein bisschen Wachschlafrhythmus durch Schlafstörung und so weiter. Wir hatten ja gesagt, dass er auch mal wegläuft und so. Er wandert also mehrmals hier nachts herum zum Beispiel. Das ist halt auch so ein Grund, warum er jetzt auch hier eingewiesen wurde. Und das ist auch gleichzeitig sein Zustand, so ein bisschen. Und nach Demenz muss auch beobachtet werden. Dann geht der Text weiter und mit pflegerischen Maßnahmen für die Zukunft auch, dass man ein Lagerungskissen vielleicht gebrauchen kann. Er sollte sich mehr bewegen, er sollte mehr sprechen wegen der Demenz und sich unterhalten und so weiter. Ja, das sind jetzt pflegerische Maßnahmen. Und als nächstes in einem extra Abschnitt auch wieder, er hat einen besonderen Gefahrenpunkt. Das heißt, als Pfleger sollte man da wirklich drauf achten. Er kann sich selbst verletzen und so weiter. Und da kann man dann vielleicht nochmal auch eine kleine Zukunftsvision in den Schlussteil mit einbringen. So, und wenn wir den Text dann geschrieben haben, dann schauen wir uns ihn einfach nochmal an, überprüfen ihn, wie gesagt. Überzeugend E-Mails verfassen können mit dem Goethe Pro Pflege B2 Zertifikat. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege Schreiben Teil 2. Und schon kann es auch losgehen. Ich zeige dir als allererstes, wie das Video aufgebaut ist. Du siehst am Anfang erstmal, wie die Prüfung aufgebaut ist, also zum Schreiben Teil 2. Dann zeige ich dir, wie du dich gut vorbereiten kannst. Danach gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die Prüfung und dann schauen wir uns auch noch ein Beispiel gemeinsam an. Und dann hast du es auch schon geschafft. Also, es geht um das Goethe-Zertifikat Pro Pflege und wir schauen uns jetzt hier Schreiben Teil 2 an. Also, wenn du die anderen Videos von mir schon gesehen hast, wo es um Hören und Lesen geht, da siehst du, dass wir hier ein bisschen was Unkonventionelles haben. Und zwar ist es eine digitale Prüfung beim Hören und Lesen. Aber die komplette Prüfung, die Pro-Pflegeprüfung, ist teildigital. Das heißt, die anderen Teile sind nicht digital. Also, wir sind ja hier jetzt beim Schreiben. Das heißt, Schreiben und Sprechen sind beide nicht digital. Das sind also die ganz konventionellen, traditionellen Prüfungsstile, die du eigentlich vielleicht aus anderen Prüfungen auch schon kennst. Nur Hören und Lesen ist hier digital. Wenn du dich dafür interessierst, schau dir die anderen Videos an. Da erkläre ich, wie die Prüfung abläuft, wie die Aufgaben aussehen. Es ist nämlich ein bisschen anders, als du das vielleicht kennst. Aber hier jetzt beim Schreiben sind wir ganz normal bei einer schriftlichen Prüfung mit Blatt und Stift, so wie du es kennst. Dies hat Vor- und Nachteile natürlich. In der digitalen Prüfung war es so, dass sich die Aufgaben an dich angepasst haben.
du hattest ein allgemeines Zeitfenster von 60 bis 90 Minuten. Das hat sich so an dich dann angepasst. Hier haben wir jetzt eine bestimmte Zeit dir gegeben. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber der Vorteil ist hier, dass du jetzt wieder einen Stift hast und einen Zettel vor dir. Das heißt, du kannst markieren, du kannst Notizen machen, du kannst unterstreichen und so weiter. Ja, das ist natürlich einfach ein super Vorteil, den du in der digitalen Prüfung nicht hattest. Aber um dir die Zeit selber einzuteilen, solltest du ein eigenes Zeitmanagement haben. Das brauchst du nämlich in diesem Schreibprozess. Also einmal brauchst du dein eigenes Zeitmanagement für Schreiben Teil 1 und Schreiben Teil 2, weil du gucken musst, welche Aufgabe sollte ich zuerst machen, welche Aufgabe mache ich als zweites. Und in dem Teil selber, also zum Beispiel in Schreiben Teil 2, brauchst du auch nochmal ein eigenes Zeitmanagement, weil du vielleicht weißt, okay, ich muss Notizen machen, das dauert bei mir etwas länger, das Schreiben geht dann schneller oder Notizen mache ich sehr schnell, beim Schreiben brauche ich länger Zeit. Also musst du schauen, wie du in deinem Schreibprozess selber, also in Schreiben Teil 1 und Schreiben Teil 2, in dem Teil selber, wie du dir da am besten auch deine Zeit einteilst. Also du solltest das alles auf jeden Fall zu Hause mal durchüben und die Zeit stoppen. Ein Zeitmanagement ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es geht also jetzt hier um Schreiben Teil 2 darum, dass du eine E-Mail verfassen sollst. Im Teil 1 hatten wir einen Bericht. Wenn du dir das anschauen möchtest und es noch nicht getan hast, kannst du dann auch gleich nach diesem Video zum Schreiben Teil 1 rübergehen. Hier sind wir jetzt im Teil 2, wo es darum geht, eine E-Mail zu verfassen mit 100 Wörtern circa. Hier gibt es auch wieder 4 Inhaltspunkte, an die du dich halten sollst. Und im Gegensatz zum Teil 2 hast du hier nur 40 Punkte. Im Gegensatz zum Teil 1 hast du jetzt hier nur 40 Punkte. Teil 1 hat 60 Punkte. Da muss man nämlich ein bisschen mehr schreiben. Es wiegt also mehr sozusagen, ja. Hier haben wir nur 40 maximal zu erreichen. Und für Teil 1 und Teil 2 brauchst du oder bekommst du 75 Minuten Zeit. Und hier ist es empfohlen beim Teil 2, dass du 30 Minuten dafür aufwendest. Damit du eine Idee hast, wie das auch bewertet wird, siehst du hier diese Kriterien für den schriftlichen Teil. Du siehst, es ist also A, B, C, D, E heißt sozusagen dein Können, deine Kenntnisse. A wäre das, was du möchtest, das wäre volle Punktzahl. E wäre durchgefallen. Das heißt, liest dir am besten A mal in Ruhe durch, dann weißt du, was von dir eigentlich erwartet wird. Du siehst hier, Aufgabenerfüllung ist bei Teil 1 und Teil 2 wichtig natürlich, dass du auch den richtigen Inhalt hast und nicht über was anderes sprichst. Und beim Teil 2, wo wir ja jetzt sind, da ist es auch nochmal wichtig, dass du das Register hast. Register heißt, dass du auch einmal die Form, dass die Form auf jeden Fall für so eine E-Mail da ist, also die Begrüßung und so weiter und dass du auch höflich mit der Person sprichst. Und wie du hier siehst, situations- und partneradäquat. Das heißt, wenn es eine formelle E-Mail ist, sollst du natürlich dann nicht du sagen und bis nachher oder sowas. Ja, also man muss sich schon an bestimmte Regeln halten. Die siehst du aber gleich. Dann Kohärenz heißt Textaufbau, Logik, wie die Sätze miteinander verknüpft sind. Da helfen Redemittel, die solltest du dir auf jeden Fall auch anschauen. Und als nächstes wird dein Wortschatz bewertet, also dein Vokabular und wie du das einsetzen kannst und die Strukturen im Text und wie weit du dich auch ausdrücken kannst und wie weit du Strukturen benutzen kannst im Text. So, jetzt weißt du, wie Schreiben Teil 2 aussieht und jetzt zeige ich dir, wie du dich auch schon gut dafür vorbereiten kannst. Denke wie ein Pflegeprofi. Also, es ist natürlich eigentlich fast in jedem Beruf wichtig, professionell schreiben zu können. Das fällt manchen Leuten schwierig, anderen Leuten vielleicht nicht so sehr. Vielleicht hattest du schon einen Beruf, wo du auch
viel Korrespondenz hattest und dich schriftlich auch gut ausdrücken musst. Vielleicht hattest du vorher einen Beruf, wo du das nicht musstest oder bist direkt aus der Schule und willst jetzt in die Pflege einsteigen. Jede Situation, Lebenssituation ist anders, aber gerade auch im Bereich der Pflege gibt es halt auch besondere Ausdrücke und Formulierungen, die man dann auch in diese formellen E-Mails zum Beispiel oder Berichte, die man auch schreiben muss und so weiter, da noch mit reinbringen muss. Und außerdem ist es halt auch wichtig, dass man gut formulierte und strukturierte Texte schreiben kann. Wie gesagt, wenn du das noch nicht so gut kannst, dann kannst du das auf jeden Fall natürlich üben. Und denn diese Übungen, die bereiten dich einfach auf deine Zukunft vor. Also schau dir an, wie du dich gut vorbereiten kannst. Wenn du die anderen Videos von mir schon gesehen hast, besonders das zum Schreiben Teil 1, dann kommen hier jetzt ein paar Sachen, die du auch schon kennst, aber es gibt extra Informationen zu dem Thema E-Mail, also bleib auf jeden Fall dran. In jedem Text ist es sehr wichtig, dass man Ordnung hält und Ordnung halten will gelernt sein. Ob das jetzt ein Bericht ist wie im Teil 1 der Prüfung oder wie hier mit E-Mails und Briefen, ganz egal, alles hat eine bestimmte Struktur und einen bestimmten Aufbau. Und auch hier in dieser E-Mail solltest du die wichtigsten Informationen prägnant darstellen. Prägnant heißt kurz gefasst, aber doch die wichtigsten Informationen sind da. Okay? Nicht zu lange ausschweifen. Wir haben auch nur 100 Wörter. Das ist eigentlich nicht so viel. Bringe auf jeden Fall einige Details an, weil du sollst ja auch etwas erklären, etwas beschreiben, aber halte dich relativ kurz, nicht zu viele Informationen sich ausdenken. Hier siehst du den Aufbau von einer E-Mail oder einem Brief, ist ja in dem Moment eigentlich egal. Du siehst die Anrede, da musst du sehr drauf achten. Wenn du jemanden gegeben hast mit Namen, dann solltest du auch die Person beim Namen nennen. Ansonsten, wenn du nicht weißt, wen du direkt ansprichst, dann sehr geehrte Damen und Herren. Dann kommt ein Komma, das nicht vergessen. Dann wird eine Zeile freigelassen und dann beginnst du klein. Ja, nicht mit großen Buchstaben anfangen, außer du hast halt ein Substantiv oder einen Namen dort. Aber generell fängt man dann klein an. Dann kommt dein Text mit deinen 4 Inhaltspunkten, wo du auch Absätze machen solltest. Das heißt, immer mal eine Zeile freilassen. Auf jeden Fall sollte nach der Anrede und vor dieser Abschlussgrußformel eine Zeile freigelassen werden. Da solltest du auf jeden Fall einen Absatz machen. Wenn du einen Absatz in deinem Text, in deinem Haupttext machst, dann solltest du schauen, dass der auch gedanklich Sinn macht, ja, und nicht jetzt deinen Gedankenfluss abhackt, sozusagen. Am Ende, wie gesagt, ganz wichtig auch hier die Abschluss- und Grußformel. Immer sich vorher nochmal bedanken, im Voraus vielen Dank, das ist ein toller Satz, den kann man gerne auswendig lernen. Danach mit freundlichen Grüßen, kein Komma oder Punkt, auch ganz wichtig, und darunter dein Name. Als nächstes, damit du diese Struktur einhalten kannst, ja, wir haben einmal diesen Aufbau, der ist ja wichtig, aber der Inhalt auch. Und damit du das alles schön verbinden kannst und auch diese Struktur durchgehend auch hast, helfen dir außerdem Redemittel und Satzanfänge. Redemittel sind eigentlich Satzanfänge, die dir helfen, deinen Gedankenfluss, deinen Argumentations- und Schreibfluss zu behalten. Die 4 Leitpunkte geben dir eine Idee, was du ungefähr dann sagen solltest. Und die solltest du halt dann gut in deinen Text reingliedern mit Hilfe von Redemitteln und bestimmten Satzanfängen. Die helfen dir nämlich dabei. Und da kannst du dir welche aussuchen und die musst du dir dann halt speziell für dich dann nochmal anpassen. Ja, man kann die auswendig lernen, aber die müssten dann auch angepasst werden an den Text. Redemittel findest du in einer PDF zum Herunterladen. Dazu gibt es einen Link hier unter diesem Video. Einfach draufklicken und viel Spaß damit. Hier nochmal der Aufbau. Du hast deine E-Mail, die ist auf jeden Fall unterteilt in deine Anrede, deinen Haupttext und diese Grußformel, diesen Schlussteil. In den Haupttext kommt eine Art Einleitung rein,
Die Einleitung wäre jetzt der Grund der E-Mail. Dann solltest du das Ganze beschreiben und begründen, dann nochmal ein Beispiel nennen und einen Vorschlag nennen. Das bezieht sich jetzt hier auf das Beispiel vom Goethe-Institut, was dir gegeben wurde, was ich dir dann auch noch zeige. Das kann man im Internet sich auch anschauen. Das bezieht sich jetzt direkt auf dieses Beispiel zum Goethe Pro Pflegezertifikat, Schreiben Teil 2. Aber allgemein, wenn du dann eine andere Aufgabe hast, kannst du aber schon mal schauen. Das sind nämlich diese 4 Leitpunkte, die dir gegeben werden. Und das sind diese 4 Dinger, die müssen dann in den Haupttext rein. Die werden ungefähr so aussehen wie diese. Es kann auch vielleicht passieren, dass es eine Beschwerde dabei ist oder irgend sowas. Aber auf jeden Fall solltest du wahrscheinlich trotzdem immer höflich bleiben, Höflichkeitsformeln lernen und auf jeden Fall diese 4 Leitpunkte einbringen. Dein Zeitmanagement, wie gesagt, ist, wie ich vorhin gesagt habe, ist auch sehr wichtig. Du solltest dir auf jeden Fall vorher überlegen, wie du in der Prüfung vorgehen wirst. Schau dir dafür auf jeden Fall auch den Teil 1 an, Schreiben Teil 1. Und dann überlegst du dir, was fällt mir hier am schwersten und was ist für mich am einfachsten. Und dann startest du mit dem, was am einfachsten ist. Die Prüfung ist 75 Minuten lang, der Teil 2 circa 30 Minuten. Am Ende würde ich aber gucken, dass du noch einige Minuten Zeit hast. Es wird dir geraten, dass Teil 1 45 Minuten dauert und Teil 2 30. Ich würde das kürzen, dass du nicht auf 75 Minuten kommst, sondern vielleicht auf, sagen wir mal grob 65 bis 70. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal 5 Minuten Zeit lassen am Ende, um das Ganze einfach nochmal zu überprüfen. Das sollst du sowieso machen, aber du kannst es auch nochmal tun. Und zwar würde ich die zuletzt bearbeitete Aufgabe, also ganz am Ende von der Prüfung, würde ich die zuletzt bearbeitete Aufgabe nochmal überprüfen und dann die zuerst bearbeitete Aufgabe mir nochmal anschauen. Und zwar überprüfst du die zuletzt bearbeitete Aufgabe zuerst, weil du da immer noch drin steckst. Die hast du gerade erst bearbeitet und die überprüfst du nochmal ordentlich. Lest ihn einfach nochmal durch. Und dann gehst du zu der, die du zuerst gemacht hast und schaust sie dir einfach nochmal an. Wenn du dann noch Zeit übrig hast, dann kannst du, wenn du willst und wenn du siehst, hier muss ich noch was ändern, vielleicht noch Veränderungen vornehmen, vielleicht ein Wort ersetzen oder so, oder da stimmt was beim Satzbau nicht, aber dann musst du wirklich sehr vorsichtig sein, dass dir die Zeit nicht davon rennt und du auf einmal einen Text hast, der nicht mehr zusammenhängend ist und wo vielleicht ein Wort fehlt oder so. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schade. Also da auf jeden Fall aufpassen. Als nächstes, das hörst du eigentlich in jedem Video von mir, den Wortschatz erweitern und das Schreiben nochmal üben. Das ist ganz wichtig, gerade auch der Wortschatz. Gerade in der Pflege ist es wichtig, dass du einen geeigneten Wortschatz hast und auf den solltest du dich vorbereiten. Es gibt spezielle Begriffe und so weiter, die man halt im Alltag nicht unbedingt benutzt, die man aber in der Pflege braucht. Und darauf solltest du dich nochmal extra vorbereiten. Als allererstes solltest du auf jeden Fall das Schreiben und das Lesen üben. Dadurch lernst du auch erweiterst du automatisch deinen Wortschatz. Übe also das Schreiben und das Lesen. Wir haben hier zwar wenig Text, aber du sollst ja deinen eigenen Text nachher dann auch nochmal rasch überfliegen können. Das heißt, Lesen üben gehört hier genauso dazu wie in andere Teile der Prüfung mit rein. Das kannst du machen, indem du Magazine liest oder auch dir Online-Quellen raussuchst, aber da auch bitte aufpassen. Such dir keine privaten Blogs oder sowas im Internet, weil die sind unseriös. Es kann passieren, dass du inhaltliche Fehler drin hast oder auch Grammatik, Rechtschreibung und so weiter, Fehler. Und das möchtest du natürlich nicht. Also schau, dass du wirklich seriöse Quellen findest. Und dann solltest du dir einfach mal was im Detail durchlesen und dann versuchen, diesen Text zusammenzufassen, vielleicht auch mal deine Meinung ausdrücken oder eine Art Diskussion starten und mal ins Detail gehen.
Und als zweites, wenn du das nämlich machst, erweiterst du automatisch deinen Wortschatz damit. Das kannst du auch noch extra machen, indem du noch Dokumentationen anschaust oder Podcasts hörst oder einfach irgendwelche Magazine liest, die Zeitung liest und so weiter. Ja, es muss nicht immer ums Thema Pflege gehen, um deinen Wortschatz zu erweitern. Außerdem, falls du eventuell Arbeitsbücher hast, mit denen du gearbeitet hast, schau dir die doch einfach nochmal an, lies dir da nochmal Texte durch und versuch kritisch ein bisschen diese Texte nochmal zu beleuchten und etwas drüber zu schreiben oder dich mit jemandem drüber zu unterhalten oder so. So, die Vorbereitung hast du geschafft. Jetzt geht es weiter mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir sind also weiterhin beim Goethe-Pro-Pflege-Zertifikat im Schreiben Teil 2 und dies sind die Schritte, die du brauchst, um erfolgreich durch die Prüfung zu kommen. Als allererstes liest du die Aufgabe durch und suchst nach Schlüsselwörtern, dann liest du die Inhaltspunkte durch und da kannst du auch nach Schlüsselwörtern suchen. Dann schaust du dir oder überlegst dir deinen Aufbau und deine Notizen, dann verfasst du deinen Text und dann prüfst du deinen Text. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung im Detail kannst du dir auch als PDF herunterladen in einem Link unter diesem Video. So, wir legen los. Der erste Schritt ist die Aufgabe lesen und Schlüsselwörter finden. Wenn du den Teil 1 zum Schreiben schon gesehen hast, dann ist das super, weil wir haben eigentlich die gleiche Schritt-für-Schritt-Anleitung für Teil 1 und Teil 2. Es unterscheidet sich nur ein bisschen, dass es hier halt eine E-Mail ist, aber ansonsten, die Aufgabe ist ein bisschen anders. Daher verändert sich so der erste Schritt so ein bisschen, aber wenn du dich jetzt einmal vorbereitest für diese Schriftform, ja, einfach für diesen Schreibprozess, dann bist du schon gut vorbereitet. Also, wir haben Aufgabe und Schlüsselwörter, das heißt, lies dir die Aufgabenstellung durch, schau dir die Informationen an, versuche das alles zu verstehen. Und diese Aufgabenstellung ist wie eine Einleitung, um dich auf diese Situation vorzubereiten. Und jetzt hier ist es ganz wichtig, dass du dich hier im Teil 2, wenn es um diese E-Mail geht, vielleicht noch mehr als im Teil 1, hier ist es sehr wichtig, dass du versuchst, dich in die Situation hineinzuversetzen. Du bist die Person, die jetzt diese E-Mail schreibt. Ja, du bist jetzt nicht irgendjemand, der irgendein Pflegepersonal ist oder so. Nein, du bist das Pflegepersonal und du schreibst jetzt diese E-Mail an diese Person. Versuch dich wirklich da hineinzuversetzen. Und dann würde ich schauen, dass du wichtige Infos unterstreichst, damit du einen besseren Überblick über die Aufgabe an sich hast. Im nächsten Schritt gehst du ein Stück runter und liest dir die Inhaltspunkte durch. Da gibt es 4 Punkte, die liest man sich durch. Alle Punkte müssen in der E-Mail bearbeitet sein. Und hier ist es noch wichtiger als eben, hier ist es sehr wichtig, dass du Wörter unterstreichst, weil diese 4 Punkte darfst du nicht vergessen. Die müssen auf jeden Fall vorkommen und da kannst du dann auch schon mal überlegen, welche Info du wo in deinem Text schreiben möchtest. Jetzt sind wir teilweise beim wichtigsten Teil der Prüfung und zwar beim Aufbau und den Notizen. Denn wenn du ungeordnete Notizen hast, wird es auch schwer, eine logische Abfolge zu haben. Auch wenn wir hier einen sehr kurzen Text haben, ist es doch wichtig, 1, 2 Notizen dazu zu machen, damit du dann im Schreibfluss durchgehend deine Argumentation schreiben kannst und nicht zu viel überlegen musst, wie schreibe ich das jetzt hier oder was schreibe ich hier. Deswegen überlege vorher, was schreibe ich ungefähr und dann gehst du zu deinem Text über, okay? Also Notizen sind sehr wichtig und du solltest dich auch hier oder du solltest deine Notizen hier auch in diese 4 Inhaltspunkte irgendwie teilen und deine Ideen dazu aufschreiben. Ganz wichtig ist, dass du hier kurz und knapp deine Gedanken aufschreibst, keine Sätze oder langen Stichpunkte, dafür ist keine Zeit. Du sollst ja dann sowieso alles in Sätze schreiben. Also bei den Notizen keine Sätze. Außerdem, falls nötig, also ich würde es dir raten, kannst du hier am Rand nochmal 1, 2 Redewendungen notieren, damit du, wenn du in deinem Schreibfluss drin bist, du jetzt nicht anhalten musst und sagst, ach, wie hieß diese Redewendung nochmal? Jetzt fällt sie mir nicht ein. Und dann hast du vergessen, was du eigentlich schreiben wolltest, ja, in deiner E-Mail.
Deswegen, Notizen sind ganz wichtig, die zeigen dir, was du schreiben möchtest, und Redewendungen kurz notieren helfen dir, dass du im Schreiben dann nicht stocken und anhalten musst. Auch ganz wichtig, finde eine geeignete Form für deine Notizen. Überleg dir das auch schon vor der Prüfung, bevor du überhaupt da reingehst. Versuche die zu üben. Zum Beispiel, also du kannst dir aussuchen, was für dich am besten passt, eine Tabelle, eine Liste oder ein Mindmap. Ich finde Mindmaps super. Ich werde dir immer wieder Mindmaps empfehlen. Das ist das Beste, was es gibt. Du kannst alle deine Informationen da reinpacken, du kannst Sachen verbinden, und beim Mindmap hast du den Vorteil, dass du automatisch kurze, knappe Stichpunkte machst. Wenn du nämlich eine Liste machst, schreibst du automatisch längere Stichpunkte, und das ist hier eigentlich nicht so gut. Deswegen versuch das Mindmap mal. Wenn du kein Fan bist davon, versuch es einfach mal mit irgendeinem Thema, was dir gerade so in den Kopf kommt. Und vielleicht wirst du ja doch ein Freund der Mindmaps. Im nächsten Schritt ist es jetzt soweit und du sollst deinen Text verfassen. Wenn du gut gegliederte Notizen hast, dann helfen die dir jetzt, einen ordentlichen Text zu schreiben. Es kann passieren, dass es eine Weile dauert, aber der Schreibfluss, der kommt. Stress dich nicht. Es kann passieren, dass du am Anfang ein bisschen stockst. Das ist komplett normal. Das passiert den Besten. Und versuche in deinen Gedankenfluss oder deinen Schreibfluss auch Absätze mit einzufügen, aber bitte nicht zu viele. Am besten auf jeden Fall, oder also das ist ja eine Form, eine Struktur, die gegeben ist, dass du auf jeden Fall nach der Einleitung, also nach der Grußformel am Anfang und am Ende davor, bevor du schreibst mit freundlichen Grüßen und so, da muss auf jeden Fall ein Absatz rein. Das ist ganz normal. Das hast du in der Struktur von der E-Mail gesehen. Dann sollst du ja jetzt hier 100 Wörter schreiben. Wie gesagt, vergiss die Form nicht, die Anrede und so weiter. Das muss alles drin sein. Und ich würde zu jedem Inhaltspunkt mindestens 1, 2 Sätze schreiben. Ganz am Ende auch wieder wichtig, den Text nochmal durchlesen. Du machst so viele Fehler, du bist aufgeregt, du machst so viele Fehler, die du erkennst. Ja, also wenn du dir den Text nochmal durchliest, merkst du, ach, hier habe ich jetzt ein E vergessen, oder ach, warte mal, das ist ja nicht die richtige Form oder so, ne? Obwohl du das richtig weißt, hast du das vielleicht falsch geschrieben, weil du bist aufgeregt und du fokussierst dich auch so ein bisschen auf die Struktur vom Text und so, dass du auch diesen Aufbau richtig machst und so weiter, ja, dass du die Inhaltspunkte drin hast und so. Deswegen lies den Text auf jeden Fall nochmal durch. Checke die Struktur und die Leitpunkte. Und dann guckst du erst nach Grammatik, Rechtschreibung und so weiter. Dass die Leitpunkte da sind, ist sehr, sehr wichtig. Und dann schaust du, ob du irgendwelche kleinen anderen Fehler noch hast. Fällt dir die schriftliche Prüfung etwas schwer? Kein Problem. Such dir doch mal deine eigenen Lehrer raus, die direkt für dich zugeschnitten ein Programm erstellen, mit dem du das Schreiben noch unterstützend üben kannst. Und um das zu tun, klickst du hier unten einfach mal auf den Home Studies Button. Und dann viel Spaß. Wir machen weiter mit unserem Video. So, jetzt schauen wir uns noch ein kurzes Beispiel gemeinsam an und dann hast du es auch schon geschafft. Wir sind also weiterhin im Goethe Pro Pflegezertifikat mit Schreiben Teil 2. Hier ist unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich dir eben gezeigt habe, und wir schauen uns jetzt ein Beispiel gemeinsam dazu an. Als allererstes siehst du auf deinem Aufgabenblatt, dass wir hier Teil 1 und Teil 2 haben. Teil 1 ist der Bericht, Teil 2 ist eine E-Mail schreiben, und du kannst mit jedem Teil beginnen. Das heißt, du kannst dir hier deine Zeit selber einteilen, wie du möchtest. Das ist das Arbeitsblatt für Teil 2. Du siehst die Aufgabenstellung, deine 4 Inhaltspunkte, und dann hast du hier so eine E-Mail gegeben. Hier kannst du jetzt drauf Notizen machen und so weiter, weil deine richtige Antwort, die kommt dann auf ein anderes Blatt Papier, einen Antwortbogen. Da schreibst du dann deine Antwort drauf. Das heißt, du kannst hier das jetzt wirklich benutzen, um zu markieren, unterstreichen, Symbole machen, dein Mindmap da drauf machen und so weiter. Wir sind im ersten Schritt, die Aufgabe lesen und Schlüsselwörter suchen. So sieht der Kopf aus der Aufgabe.
Und hier haben wir die Aufgabe. Sie arbeiten als Pflegekraft auf einer Station für Menschen ab 70 Jahre. Sie haben von einer zweitägigen Fortbildung in Gerontopsychiatrie gehört und möchten daran teilnehmen. Schreiben Sie eine Nachricht an Ihre Pflegedienstleitung, Frau Friedrich, und bitten Sie um Freistellung vom Dienst. Das ist also die Aufgabe. Und dann lesen wir die Inhaltspunkte und unterstreichen auch wieder Schlüsselwörter. Nennen Sie den Grund für Ihre E-Mail. Begründen Sie, warum Sie an dieser Fortbildung teilnehmen möchten. Ja, wir haben also zweimal einen Grund eigentlich. Einmal, warum schreiben wir die E-Mail und einmal, warum wollen wir an dieser Fortbildung überhaupt teilnehmen. Dann brauchen wir ein Beispiel, wie die Teilnahme für die Patienten nützlich sein kann. Ja, die Nützlichkeit meiner Teilnahme mit einem Beispiel. Und dann sollen wir noch einen Vorschlag machen, wie während Ihrer Abwesenheit Ihre Arbeit gemacht wird. Also ein Vorschlag zu dieser Abwesenheit. Dann geht es los und wir müssen Notizen machen. Wir haben unseren Aufbau. Wir haben also unsere 4 Leitpunkte hier. Wir wissen, wir müssen die E-Mail schreiben. Die E-Mail braucht Betreff und Anrede. Dann eine Einleitung, die gehört so ein bisschen in den Haupttext mit rein. Und eine Grußformel. Und da können wir jetzt gucken, dass diese 4 Leitpunkte, man kann natürlich schauen, der Leitpunkt mit nennen Sie den Grund für Ihre E-Mail, das ist eigentlich die Einleitung, dass das da mit reinkommt. Aber in den Haupttext müssen dann auf jeden Fall die weiteren 3 Leitpunkte drin sein. Und so kann man sich dann entscheiden, dass man hier vielleicht ein Mindmap macht oder sowas und da auf jeden Fall diese 4 Punkte mit einbringt. Dann sollst du den Text verfassen. Wir haben jetzt hier ein Beispiel. Das Beispiel wurde gegeben vom Goethe-Institut zu dieser Prüfung und das ist jetzt kein 100%ig richtiges Beispiel, sondern ein gutes Beispiel auf dem B2-Niveau. Das heißt, du kannst hier auch vielleicht ein paar Fehler finden, aber es ist ein Niveau, was volle Punktzahl geben würde und es ist also ein gutes Beispiel. Aber jetzt nicht zum Beispiel von mir geschrieben, das heißt, es ist nicht fehlerfrei. Es ist auf B2-Niveau. Okay? Falls du irgendwelche Fehler findest, super. Das heißt, du weißt es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, es ist kein 100% grammatikalisch richtiger Text. Okay? Also es ist B2-Niveau. Ein gutes B2. Was wir hier jetzt sehen, auf jeden Fall, ist, dass wir den Aufbau haben. Wir haben sehr geehrte Frau Friedrich. Wir haben die Anrede. Das ist super. Dann haben wir ein Komma. Dann wurde eine Zeile freigelassen. Und dann wird klein angefangen mit ich. Ne? Das ist richtig. Und wenn wir dann weiter unten, dann haben wir unseren Haupttext. Und weiter unten sehen wir dann mit freundlichen Grüßen. Dann kein Komma. Und darunter dann halt der Name. Das ist der Aufbau und der ist korrekt. Also dafür hätte man auf jeden Fall die volle Punktzahl für den Aufbau bekommen. Jetzt schauen wir natürlich auch nach dem Inhalt, ob wir auch die Inhaltspunkte drin haben. Ich fliege jetzt hier nur so drüber. Ihr könnt das alles gerne, das Video pausieren und es in Ruhe durchlesen und analysieren. Also, ich habe von einem freien Platz in der zweitägigen Fortbildung gehört und möchte daran teilnehmen. Deshalb schreibe ich Ihnen diese Nachricht. Das ist so die Einleitung, ja? Und das ist auch direkt der Grund für die E-Mail. Richtig. Dann sollten wir auch begründen, warum wir an dieser Fortbildung teilnehmen möchten. Und das sehen wir direkt im nächsten Satz, weil da steht, dass man mehr Erfahrung sammeln möchte und dass man nach der Fortbildung besser arbeiten kann. Das ist also auch wieder, das ist sogar schon fast ein Beispiel dafür, dass es nützlich sein kann, weil man einfach seine Arbeit besser verbessern kann dadurch. Und mehr Erfahrung. Das ist also nochmal die Begründung, warum man an dieser Fortbildung teilnehmen möchte. Als nächstes, außerdem wissen Sie auch, dass ich früher an keiner Fortbildung teilgenommen habe. Darum ist meine Teilnahme nützlich. Okay, das bezieht sich jetzt auf diesen 3. Inhaltspunkt. Und dann, während meiner Abwesenheit, kann meine Kollegin Frau Friedl
mir helfen, um die anfallende Arbeit zu machen, weil an diesen Tagen sie nicht arbeiten muss. Genau, also hat man das schon geklärt. Das ist ein guter Vorschlag. Die Frau Friedl, die kann einspringen und somit hat man das Problem auch gelöst. Also 4 Inhaltspunkte sind drin. Der Text hat auch die richtige Länge, wie man sieht. Die Struktur ist da. Man ist höflich. Das Höflichkeits-Sie ist auf jeden Fall auch da. Und somit wäre das volle Punktzahl. Ich persönlich würde nicht so viele Absätze reinmachen, sondern 1, 2 Ideen verbinden. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, ist auch nicht so sehr wichtig, denn die Struktur ist trotzdem da. Ne? Genau. Und als allerletztes solltest du dann noch den Text nochmal lesen und einfach nochmal überprüfen, dass alles stimmt und alle Inhaltspunkte und die Struktur und so weiter da ist. Kurze Audios sicher verstehen können mit der Goethe Pro Pflege B2 Prüfung. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege. Und hier geht es um Hören, Aufgabentyp 1 und 2. Und schon legen wir los. Ich zeige dir als allererstes, wie dieses Video aufgebaut ist. Ganz am Anfang zeige ich dir die Prüfung an sich mit den Aufgabentypen 1 und 2 des Hörverständnisses. Danach zeige ich dir, wie du dich schon gut auf die Prüfung vorbereiten kannst. Dann schauen wir uns die Aufgabentypen 1 und 2 an. Danach gibt es noch eine Übung gemeinsam und dann hast du es auch schon geschafft. Schauen wir uns also zunächst einmal die Prüfung gemeinsam an. Wir befinden uns also im Goethe-Zertifikat Pro Pflege und schauen uns hier das Hörverständnis an mit den Aufgabentypen 1 und 2. Das Besondere an dieser Prüfung ist, dass sie ein unkonventioneller Prüfungsstil ist. Das heißt, du kennst vielleicht die alten Prüfungen, wo du im Prüfungszentrum direkt mit Blatt Papier arbeitest. Hier ist es so, dass die Prüfung teilweise digital abläuft. Wir haben Hören und Lesen, diese beiden Teile, als digitale Prüfung. Schreiben und Sprechen sind so, wie du sie eigentlich kennst, mit Blatt Papier oder halt mit einem Partner, wo du sprichst. Das kennst du vielleicht schon aus anderen Prüfungen. Hier haben wir jetzt aber eine digitale Prüfung am Computer. Das Positive dabei ist, dass die Aufgaben gemischt werden und sich an dein Niveau anpassen. Daher gibt es auch keine genau geregelte Zeit, sondern eine Zeitspanne von 60 bis 90 Minuten. Es kommt darauf an, welche Aufgaben für dich, während du die Prüfung auch machst, zurecht gemischt werden sozusagen. Und daher kann man nicht genau sagen, wie lange die Prüfung dauert. 60 bis 90 Minuten für Lesen und Hören. Wir haben im Hörverständnis 3 verschiedene Aufgabentypen. Einmal Aufgabentypen 1 und 2, die schauen wir uns jetzt hier in diesem Video an. Dabei geht es um ein kurzes Audio mit einer Multiple-Choice-Aufgabe. Aufgabentyp 2 ist das gleiche, nur dass wir da als Optionen Grafiken haben. Das siehst du gleich, wie das aussieht. Die Aufgaben werden also gemischt und dir durcheinander gegeben. Nun zeige ich dir, wie du dich schon gut zu Hause oder in der Schule oder wo auch immer auf die Prüfung vorbereiten kannst. Als allererstes fragst du dich vielleicht, warum sind denn Hörprüfungen überhaupt so wichtig? Kann ich das nicht alles einfach schriftlich machen? Also, das Hören ist ein Teil der Sprache und ist sehr wichtig für dein Verständnis. Also diese Hörprüfungen, die trainieren nämlich das Verstehen der gesprochenen Sprache. Und das ist mit das Wichtigste. Man muss natürlich auch mal was lesen können und so weiter, aber das Kommunizieren ist einfach sehr, sehr wichtig. Und Hören ist natürlich ein Teil davon. Ja, das Verstehen durch das Hören. Und das ist relevant im Alltag sowie auch im beruflichen Kontext, also zum Beispiel wie in der Pflege.
Und diese Hörprüfungen, die fördern die Fähigkeit, die Anweisungen, Besprechungen und Schulungen und so weiter, besonders auch im Job zu verstehen. Es ist also sehr wichtig für deine berufliche Karriere. Sie testen das Verständnis von verschiedenen Sprechern, Dialekten und Akzenten. Wir haben nicht immer die gleiche Sprecher. Wir haben auch mal eine Frau, einen Mann, manchmal auch mit Dialekt. So wie im richtigen Leben halt auch. Und sie prüfen auch nicht nur Hauptthemen, sondern auch Details und gesamte Zusammenhänge. Und das brauchen wir auch einfach im Alltag, wenn du etwas verstehen möchtest, was dir jemand erzählt oder in den Nachrichten oder aus einem Film und so weiter. Als nächstes, das hörst du bei mir eigentlich in jedem Video, ist es ganz wichtig, dass du deinen Wortschatz erweiterst und hier in diesem Fall auch das Hören übst. Das kann man gut kombinieren. Es ist hier wichtig, dass du deinen Wortschatz erweiterst, indem du zum Beispiel gezielte Übungen dir aussuchst. Zum Beispiel, du suchst dir Hörtexte, Podcasts, Nachrichten. Man kann zum Beispiel auch Dokumentationen oder sowas einfach mal anhören. Das geht natürlich auch. Und eine gute Methode ist auch, wenn du dir ein Skript raussuchst zu dem, was du anhörst und es hörst und liest gleichzeitig. Und dann kannst du auch unbekannte Wörter nachschlagen und dir vielleicht eine Liste machen oder Vokabelkarten, um diesen Wortschatz zu festigen. Aber auch gleichzeitig hilft es, das Ganze noch anzuwenden. Das heißt, versuche die Vokabeln einmal auch in deinem Alltag mit zu benutzen. Ja, wenn du mal was schreibst, wenn du dich unterhältst, kannst du versuchen, diese Wörter mal zu benutzen, weil dann kann man sie sich auch besser merken. Eine andere gute Idee ist, wenn du dir vielleicht einen Sprachpartner suchst und da auch regelmäßig über bestimmte Themen sprichst. Hier jetzt zum Beispiel auch über Pflegethemen. Ja, das wäre natürlich sehr wichtig. Und du kannst direkt diese Übungen, die wir jetzt uns anschauen, auch mal direkt, vielleicht hast du ein Arbeitsbuch zu Hause von deinem Kurs oder so, oder kannst im Internet direkt mal nach solchen Übungen suchen und dich direkt auf dieses Prüfungsformat vorbereiten. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass du mit seriösen Quellen arbeitest. Blogs und ja, Podcasts sind oft nicht super seriös. Man muss gucken, wo die Quellen her sind, wer da spricht, weil wir brauchen natürlich korrekte Quellen zu den Pflegethemen, weil du natürlich nichts falsch lernen möchtest, ja? Keine falschen Informationen. Auch das Deutsche sollte nicht falsch sein, ja? Auf jeden Fall auf beiden Ebenen, sprachlich sowie inhaltlich, seriös. Wie gesagt, nicht nur Podcasts und Nachrichten, auch Dokumentationen kannst du dir anschauen oder einfach mal anhören. Es gibt ganz viele Wortspiele und so Apps, die man sich runterladen kann, um deinen Wortschatz zu erweitern, wo es auch nicht nur um das Hören geht, sondern einfach um den Wortschatz an sich. Und natürlich ist es am besten, wenn du diese Methoden kombinierst und regelmäßig übst. Und dann kannst du dein Hörverständnis, deinen Wortschatz, sicherlich auch andere Sachen wie, wenn du dir einen Sprachpartner suchst, dann kannst du das Sprechen üben und so weiter. Also kombinierte Methoden sind einfach das Beste auf allen Ebenen. Als nächstes, besonders für diese Prüfung, hilft es dir, wenn du das Hören übst in Sachen Interviews, Gespräche und so weiter. Denn im Aufgabentyp 1 und 2 haben wir kurze Interviews, Gespräche und Äußerungen. Diese Audios sind aber unter einer Minute, sind also sehr, sehr kurz. Die Antworten sind auch sehr knapp gehalten und du kannst dir das Audio zweimal hören. Beachte also einfach die Tipps von vorher, die ich dir eben gegeben habe, und such dir mal Interviews oder Gespräche heraus. Als nächstes möchte ich dir noch einen Tipp mitgeben zu Multiple Choice, weil wir haben hier ja 3 mögliche Antworten, wo du dir dann eine aussuchen musst. Und ein erster Tipp ist einfach, hast du den wichtigsten Punkt der Frage verstanden? Worum geht es genau? Wir haben jetzt hier in den Aufgabentypen 1 und 2 eigentlich sehr kurze Fragen. Das heißt,
Du musst nicht lange nach Signalwörtern oder so suchen, weil die Fragen sind wirklich sehr knapp gehalten. Deswegen ist da der wichtigste Punkt eigentlich schon direkt da. Aber du musst natürlich gucken, dass du die Frage auch richtig verstehst. Und was ist jetzt hier eigentlich auch das Wichtige? Und was nicht wichtig ist, kannst du ignorieren. Was jetzt aber für Aufgabentypen 1 und 2 hier besonders wichtig sind, ist dieses Ausschlussverfahren. Das solltest du auf jeden Fall versuchen anzuwenden. Und zwar fragst du dich, was ist auf jeden Fall falsch? Und das, was falsch ist, kannst du direkt vergessen. Und dann konzentrierst du dich auf die übrigen Antworten. Das heißt, hier kannst du auch gucken oder hören, ja, wenn du dann hörst, nach doppelten Verneinungen, nach negativen und positiven Schlagwörtern. Und wie gesagt, dann konzentriere dich auf die übrigen Antworten. Jetzt hast du dich vorbereitet und wir schauen uns jetzt an als nächstes, wie du in der Prüfung Schritt für Schritt vorgehen solltest. Wir befinden uns weiterhin im Goethe-Zertifikat Pro Pflege und schauen uns hier jetzt vom Hörverständnis die Aufgabentypen 1 und 2 an. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist wie folgt. Zuerst liest du dir die Frage durch, dann die Antworten, dann hörst du es das erste Mal, dann solltest du schon mal die Antworten oder überlegen, was du antworten kannst, dann hörst du das Ganze nochmal und dann musst du dich entscheiden und klickst es an. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch als PDF zum Herunterladen in einem Link unter dem Video. Los geht's. Als allererstes muss ich sagen, dass Aufgabentypen 1 und 2 sehr ähnlich sind, daher sind die Schritte auch die gleichen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ganz am Anfang Frage durchlesen ist klar. Wir schauen uns die Frage an, dann hat man schon mal eine Idee, worum es im Audio überhaupt geht. Also nicht einfach direkt auf Start klicken und anhören, sondern erstmal lesen. Ganz wichtig. Du brauchst eine Idee, worum es ungefähr geht. Du kannst da die wichtigsten Wörter, Signalwörter in der Frage dir in deinen Kopf einmeißeln. Wenn du dann das Audio hörst, solltest du auf diese Signalwörter auch achten. Im nächsten Schritt liest du dann deine Antworten. Die kannst du natürlich schon mal durchlesen. Versuche da auch alles zu verstehen. Wie gesagt, Aufgabentypen 1 und 2 sind hier sehr knapp. Wir haben teilweise einfach nur ein Wort. Vergeude hier aber keine Zeit, weil Aufgabentypen 1 und 2 sind sehr kurz, Aufgabentypen 3 sind sehr lang. Aufgabentyp 3 ist sehr lang und deswegen brauchst du jetzt auch hier nicht lange beim Lesen überlegen, habe ich das jetzt verstanden oder nicht. Es hilft, wenn du wenn du zum nächsten Schritt übergehst und dir das Audio zum ersten Mal anhörst. Dann kann es passieren, dass du vielleicht ein Wort, was du nicht ganz verstanden hast, doch verstehen wirst. Ja? Also bleib jetzt hier nicht stecken, wenn du eine Antwort hast, die du nicht verstehst. Ja? Also eine Option in der Multiple-Choice-Aufgabe, wenn du da was nicht verstehst. Vergeude deine Zeit nicht, sondern geh einfach rüber, fang an zu hören, vielleicht verstehst du es dann besser. Denn jetzt ist es soweit und du hörst das Ganze zum allerersten Mal. Du kannst es ja zweimal hören, deswegen brauchst du hier überhaupt keinen Stress machen. Achte auf die Signalwörter in der Frage und in dem Audio dann. Versuche so viel Information wie möglich zu erfassen, aber bleibe bitte nicht stecken. Wenn du etwas nicht verstehst, nicht stecken bleiben. Du hast ja noch die zweite Chance, es nochmal zu hören. So, jetzt hast du es zum ersten Mal gehört und jetzt solltest du schon mal überlegen, welche Antwort denn hier passen könnte. Und da solltest du aus den Tipps vorhin das Ausschlussverfahren anwenden. Falls du jetzt wirklich sagst, ich weiß die Antwort, entscheide dich noch nicht endgültig, sondern höre dir das Audio nochmal an. Du hast die Chance, sie zweimal zu hören und das solltest du auf jeden Fall nutzen. Jetzt hörst du das Ganze ein zweites Mal. Es handelt sich um sehr knappe Audios. Das sind teilweise nur 30 Sekunden. Die Sprache auf B2, die geht dann auch schon ein bisschen schneller. Das heißt, konzentriere dich gut. Das Ausschlussverfahren sollte dir jetzt
geholfen haben, dass du vielleicht nur noch 2 mögliche Antworten hast oder sogar nur noch eine und du überprüfst, ob die jetzt richtig ist. Konzentriere dich also nur auf diese übrigen Antworten. Und da hörst du dann nach den speziellen Signalwörtern. Die sollten halt mit der Antwort in Verbindung stehen und da solltest du im Audio nach Synonymen, Antonymen und Umschreibungen achten. Jetzt hast du alles zweimal gehört, jetzt musst du dich entscheiden und die Antwort, die du aussuchst, anklicken. Verweile hier nicht zu lange bei diesen Aufgabentypen, weil die sind sehr kurz. Beachte auf jeden Fall, dass der Typ 3 bedeutend länger ist. Und da wir gemischte Aufgaben haben, weißt du nicht, wann welche Aufgabe kommt und wie oft eine Aufgabe drankommt. Es kann passieren, dass das Aufgabentyp 1 gar nicht drankommt. Es kann passieren, dass Aufgabentyp 1 sehr oft drankommt. Es kann auch sein, dass Aufgabentyp 3 sehr oft drankommt. Also es ist total gemischt. Es kann passieren, dass einige Aufgaben gar nicht drankommen und andere doppelt und dreifach. Deswegen verweile nicht zu lange bei diesen kurzen Aufgaben, okay? Achte auf jeden Fall oben auf den Fortschrittsbalken am oberen Bildschirmrand. Das siehst du gleich. Ich zeige dir, wie so eine Aufgabe aussieht. Da siehst du auch diesen Balken. Auf den solltest du auf jeden Fall achten, um ein gutes Zeitmanagement zu haben. Entscheide dich also für eine Antwort und klicke auf sie und erst dann klickst du auf Weiter. Nicht vergessen, ja? Weißt du die Antwort nicht, dann klick irgendeine Antwort an, sonst hast du garantiert 0 Punkte. So, wie eben schon erwähnt, jetzt kommen wir zu einem Beispiel, das zeige ich dir und dann hast du es auch schon geschafft. Wir sind also weiterhin im Goethe-Zertifikat Pro Pflege und im Hörverständnis und wir schauen uns jetzt hier den Aufgabentypen 1 mal gemeinsam an. Wie du siehst, oben am Rand sind unsere Schritte, die ich dir eben in der Schritt-für-Schritt-Anleitung gezeigt habe. Und wie du jetzt auch hier noch siehst, so sieht dann dein Bildschirm aus. Und da ist auch dieser Balken, von dem ich eben gesprochen habe. Du hast ganz oben den Fortschrittsbalken und während du deine Aufgaben löst, schreitet der natürlich weiter und dann siehst du schon, okay, ich habe nur noch so und so viel Zeit, ich habe aber noch sehr viel Hören zu erledigen oder ich bin fast fertig, ich habe noch genügend Zeit. Ja, du musst dann gucken, dass dein Zeitmanagement dann auch stimmt. Also, wie du siehst, wir sind hier im Hören für Aufgabentyp 1. Da steht als Aufgabe, lesen Sie die Frage, klicken Sie auf die Audiotaste, um den Text zu hören. Sie können den Text zweimal hören, wählen Sie die richtige Antwort. Logisch, einfache Aufgabenstellung. Wir gehen zu unserem ersten Schritt. Wir sollen natürlich jetzt die Frage erstmal lesen. Welche Anzeichen eines Schlaganfalls hat Herr Weser? Kurze Frage, kurz und knapp. Wir können jetzt hier 1, 2 Schlüsselwörter unterstreichen zum Beispiel. Was heißt unterstreichen? Du kannst ja nicht unterstreichen, aber du kannst sie dir merken und darauf achten. Es geht um das Wort Anzeichen und Schlaganfall. Als nächstes gehen wir über und schauen uns die Antworten an. Die stehen direkt darunter. Wir haben 3 Antworten: Bewegungsstörungen, Übelkeit und Verwirrung. Wie gesagt, wenn du da jetzt zum Beispiel das Wort Verwirrung nicht ganz verstehst, bleib hier nicht stecken und überlege sehr lange, sondern geh über zum nächsten, hör dir das erstmal an. Vielleicht verstehst du dann, was Verwirrung bedeuten könnte. Wir sind also jetzt im nächsten Schritt, das erste Mal hören. Da drückst du auf die Starttaste. Du siehst, das Audio ist sehr kurz. Es sind nur 35 Sekunden. Du solltest dich also sehr gut konzentrieren auch und deine Zeit gut einplanen. Wir können hier jetzt das Audio leider nicht gemeinsam hören, aber du kannst eine Demo-Version auf der Webseite vom Goethe-Institut machen und da findest du auch diese Aufgabe. Also geh direkt mal rüber dann nach diesem Video, wenn du dich vorbereitest und da kannst du dann eine Demo-Version zu diesen Aufgaben machen.
Im nächsten Schritt solltest du dir dann schon mal überlegen, welche Antwort passen könnte. Zum Beispiel sagst du, dass Übelkeit kam jetzt gar nicht in Frage. Bei den anderen zwei bin ich mir noch nicht so sicher. Also gehst du zum nächsten Schritt und hörst dir das Audio nochmal an und konzentrierst dich dabei auf die zwei, die noch übrig sind. Das heißt, Übelkeit ist jetzt raus. Konzentriere dich darauf bitte nicht, sondern nur noch auf die zwei, die dann übrig sind. Als nächstes solltest du dich natürlich dann entscheiden und auch die richtige anklicken. Vielleicht konntest du jetzt heraushören, dass Bewegungsstörung auf keinen Fall passt, sondern dass es um Verwirrung geht. Verwirrung ist deiner Meinung nach vielleicht die richtige Antwort. Dann klickst du das an und als nächstes auf Weiter. Noch ein kleiner Tipp nebenbei, wenn du noch weiter solche Übungen machen möchtest, dann klicke doch hier unten auf den Home Studies Button und wir machen direkt weiter mit dem Video. Jetzt sind wir beim Aufgabentypen 2 angelangt. Du siehst hier wieder, die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist genau die gleiche. Und die Aufgabe sieht aber ein wenig anders aus. Die Aufgabenstellung ist die gleiche. Du musst dann wieder auf das Audio klicken. Du darfst sie zweimal auch wieder hören, das Audio. Nur haben wir jetzt hier eine Frage und 3 Bilder. Das ist also diese Option Grafik. Das hatte ich am Anfang gesagt. Das ist der einzige Unterschied. Wir haben weiterhin Multiple Choice, aber du musst dir halt ein Bild aussuchen anstatt ein Wort. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist die gleiche. Lies die Frage durch. Erst einmal, wie wir sehen hier, wo liegt Herr Breda jetzt, ist die Frage. Da kann man schon verstehen, es geht irgendwie vielleicht ums Krankenhaus oder so. Er liegt auf dem Zimmer 15, 14 oder 16. Ein Signalwort haben wir jetzt hier nicht unbedingt. Die ganze Frage an sich ist wichtig. Wo liegt er jetzt? Heißt vielleicht, er lag vorher woanders, ja, in einem anderen Zimmer. Also müssen wir darauf achten, wo er jetzt liegt. Vielleicht geht es im Audio auch darum, dass Herr Breda dort liegt und Herr Müller woanders. Da sollten wir vielleicht auch drauf achten. Das sind also wichtige Punkte. Und da die Frage aber auch sehr, sehr kurz ist, muss man jetzt hier nicht unbedingt ja, besondere Schlüsselwörter suchen. So. Dann sind wir beim Schritt Antworten lesen. Hier gibt es nicht so viel zu lesen. Schau dir auf jeden Fall die Bilder an. Stelle sicher, dass du verstehst, was diese Bilder zeigen. Und dann gehst du über zum nächsten Schritt. Wir würden dann loslegen und das Ganze zum ersten Mal hören. Klicke auf Start. Wie du siehst, es sind wieder nur 23 Sekunden. Es ist also ein sehr knappes, kurzes Audio. Wenn du es dir nun angehört hast, kannst du jetzt hier eine Antwort aussuchen. Zum Beispiel sagst du, also 14 war auf keinen Fall dabei und die 15, die passt auch nicht. Ich glaube, die richtige Antwort ist 16. Aber, wie gesagt, es ist ein sehr kurzes Audio. Nutz die Chance und hör es dir nochmal an. So, dann klickst du nochmal auf Start und überlegst, passt denn jetzt wirklich die 16? Also konzentriere dich auf diese eine Antwort, die Nummer 16, und konzentriere dich und lege den Fokus wirklich auf diese Information im Audio. Am Ende ist es dann soweit und du solltest dich natürlich entscheiden. Wenn du weiterhin bei Nummer 16 bist, dann müsstest du das dann anklicken und danach klickst du dann auf Weiter. Lange Audios global und im Detail verstehen können in der Goethe Pro Pflege B2-Prüfung. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege. Und hier schauen wir uns Hören mit dem Aufgabentypen 3 an. Los geht's! Ich zeige dir als allererstes, wie das Video aufgebaut ist. Wie du siehst, schauen wir uns allgemein erstmal den Aufgabentypen 3 an von der Prüfung. Dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut auf die Prüfung vorbereiten kannst.
Dann schauen wir uns diesen Aufgabentypen 3 an und gehen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch. Dann gibt es noch eine kurze Übung und dann hast du es auch schon geschafft. So, fangen wir an. Wir schauen uns jetzt die Prüfung kurz an mit höheren Aufgabentyp 3. Im Goethe-Zertifikat pro Pflege haben wir einen unkonventionellen Prüfungsstil. Das heißt, ein Teil der Prüfung hier ist digital. Und zwar bezieht sich dieser digitale Teil auf Hören und Lesen. Und in dieser digitalen Prüfung werden die Aufgaben dir gemischt gegeben und während du die Prüfung machst, auch an dein Niveau angepasst. Das heißt, dass die Teile Lesen und Hören, die dauern circa 60 bis 90 Minuten. Man kann hier nicht genau sagen, wie lange, weil sich die Prüfung, während du sie machst, an dich anpasst und somit die Aufgaben mischt. Und deswegen kann man keine genaue Minutenanzahl geben. Aber so im Rahmen zwischen 60 und 90 Minuten wird es sich laufen. Es gibt im Teil Hören 3 verschiedene Aufgabentypen und in diesem Video schauen wir uns den Aufgabentypen 3 an. Aufgabentypen 1 und 2, da gibt es auch ein Video dazu. Da geht es um kurze Audios und hier Aufgabentyp 3 geht es um ein langes Audio. Und zu dem Audio haben wir auch noch mehrere Multiple-Choice-Aufgaben. Wie gesagt, die Aufgaben werden dir gemischt. Es kann passieren, dass manche Aufgabentypen gar nicht drankommen und ein Aufgabentyp vielleicht 2- oder 3-mal drankommt. Deswegen musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du ein gutes Zeitmanagement hast. So, dich zu Hause schon gut darauf vorzubereiten, ist ganz wichtig, wie du hier siehst. Das ist wie so ein Stretching vor dem eigentlichen Workout und das möchte ich dir jetzt zeigen. Genau, damit wie bei deinem Workout dann auch alles gut läuft, musst du dich vorher erstmal richtig stretchen. Das heißt, du musst dich gut vorbereiten, damit dann alles klappt. Und vielleicht fragst du dich hier, warum sind denn diese Hörprüfungen überhaupt so wichtig? Kann ich nicht einfach einen Text schreiben und bin fertig oder so? Nein, das Problem ist, Hören ist einfach ganz, ganz wichtig für deinen Alltag zum Beispiel. Weil Hören, wenn du mit jemandem sprichst, ähm, benutzt du erstmal deinen Wortschatz, den du kennst und so weiter, und den sagst du dann laut, ja, und der anderen, damit du damit du sprechen kannst, ja, damit du eine Unterhaltung führen kannst und so weiter, musst du den anderen natürlich auch zuhören können und verstehen können. Das heißt, nur einen Text schreiben oder so wird dir jetzt nicht sehr viel bringen und zeigen, was deine Fähigkeiten sind, sondern Hören ist einfach ein sehr essentieller Teil davon. Und diese Hörprüfungen, die trainieren zum Beispiel das Verstehen dieser gesprochenen Sprache. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wenn du jemanden nicht verstehen kannst, dann wird es auch schwierig, dass du antwortest. Ja, also das ist alles ineinander greifende Fähigkeiten. Und die sind super relevant im Alltag und besonders auch im beruflichen Kontext, zum Beispiel hier in der Pflege, weil sie zum Beispiel auch Fähigkeiten fördern, Anweisungen zu verstehen, Besprechungen folgen zu können und zu verstehen, auch Schulungen, wenn man im Job nochmal eine Weiterbildung machen muss oder solche Sachen. Und einfach auch, um den Chef zu verstehen und zu kommunizieren zu können. Ja, Hören ist ein sehr integrativer Teil dieses allem, ja, auch der Sprache allgemein. Und die Prüfungen, die testen das Verständnis auch von verschiedenen Sprechern, von Dialekten und Akzenten, vielleicht auch verschiedenes Tempo und so weiter. So wie im richtigen Leben ja auch. Wir haben ja nicht alle Menschen, wenn man mit jemandem spricht, immer nicht die gleiche Stimme, die Menschen sprechen nicht immer gleich schnell, die Menschen haben nicht immer dieselben Dialekte, so ist es ja im Alltag auch.
Und diese Hörprüfungen, die prüfen nicht nur Hauptthemen, sondern auch Details und Gesamtzusammenhänge. Und hier bezieht sich halt alles sehr auf die Pflege. Jetzt hilft es dir natürlich, wenn du dich zu Hause gut vorbereitest, dass du deinen Wortschatz hier erweiterst und das Hören nochmal übst. Der Wortschatz ist hier besonders wichtig in der Goethe-Pro-Pflegeprüfung, weil es sich ja um das Thema weil es hier um das Thema Pflege geht. Das heißt, du solltest hier dir auch gezielte Übungen suchen, zum Beispiel Hörtexte, so Podcasts und auch Nachrichten kannst du dir anhören. Und es ist hilfreich, wenn du dir was suchst, also es können auch Gespräche sein im Internet oder im Fernsehen zum Beispiel, wo du aber einen Untertitel hast oder ein Skript dazu. Das heißt, als allererstes kann es dir helfen, das alles zu hören und es gleichzeitig zu lesen. Und dann kannst du auch unbekannte Wörter noch nachschlagen. Deswegen sage ich auch immer, es ist wichtig, dass man so Audios nochmal wiederholen kann, weil du sie einfach 2- oder dreimal hören musst, ganz am Anfang, um einfach damit zu üben. Und dann kannst du die Vokabelkarten anlegen, um diesen neuen Wortschatz zu festigen. Und ganz wichtig ist es auch, dass du die Wörter benutzt. Versuche die schwierigsten Wörter, die du jetzt nicht einfach auswendig lernen kannst, auch in den Alltag zu integrieren. Die Wörter aufzuschreiben und diese Vokabelkarte dann wegzulegen, bringt nicht viel, weil du sie nach ein paar Tagen wieder vergessen hast. Deswegen benutze sie mündlich, benutze sie schriftlich. Schreib einen kleinen Text und versuch mal ein paar Wörter von dem neuen Wortschatz mit einzufügen. Dann kann es natürlich auch sehr hilfreich sein, wenn du einen Sprachpartner findest für regelmäßige Konversationen. Wie eben schon gesagt, es geht nicht nur ums Hören, das Sprechen ist ein Teil davon. Wir haben zwar eine Hörprüfung, aber Sprechen hilft dir auch, dein Hören zu verbessern. Das heißt, wenn du einen Partner hast, mit dem du sprechen kannst, dann musst du dem ja auch gleichzeitig zuhören und ihn verstehen können, damit du richtig reagieren kannst. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn man da einen Sprachpartner hat, dann kann man das Hören, das Sprechen, alles gemeinsam üben. So eine ganze Konversation. Dann solltest du schauen, dass du gezielte Hörübungen im Prüfungsformat vorbereiten kannst. Vielleicht findest du einige Aufgaben mit Multiple Choice und ja, Interviews, Gespräche, die auch so ungefähr die Länge von 3 bis 4 Minuten haben, wie hier auch im Aufgabentyp 3. Dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass du seriöse Quellen hast zu den Pflegethemen. Zum Beispiel, wenn du einen Text liest aus irgendeinem Blog aus dem Internet, da kann es passieren, dass Fehler drin sind, also inhaltliche Fehler, auch grammatikalische Fehler. Deswegen auf jeden Fall schauen, dass du seriöse Quellen hast, besonders zum Thema Pflege. Ja, du willst nicht noch irgendwie was Falsches lernen. Also nicht nur sprachlich falsch, auch inhaltlich falsch. Wir möchten natürlich schauen, dass wir hier alles korrekt lernen. Dann, wie gesagt, es kann auch helfen, Dokumentationen dir mal anzuschauen. Zum Beispiel, das hat jetzt mit Aufgabentyp 3 nicht viel zu tun, aber um das Hören zu üben, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Du kannst die Dokumentation schauen, du kannst auch einfach die Dokumentation anhören, das geht auch. Ansonsten Podcasts, es gibt auch Wortspiele und so Apps, die dir helfen, Vokabeln zu lernen und so weiter. Und am besten ist es natürlich, wenn man diese Methoden so gut wie es geht kombiniert und regelmäßig kann man dadurch dann das Hörverständnis und den Wortschatz erweitern. So, für den Aufgabentyp 3 ist es natürlich wichtig, dass wir hier auch Interviews und Gespräche üben. Das haben wir nämlich hier. Es geht um längere Interviews von 3 bis 4 Minuten ungefähr. Und wir haben dann Multiple-Choice-Aufgaben, wo die Antworten auch etwas länger sind. Also nicht nur wie in den Aufgabentypen 1 und 2, wo wir dann teilweise nur ein Wort haben, sondern hier haben wir dann schon ganze Sätze. Du kannst aber das Audio zweimal hören, das ist natürlich ein Vorteil. Und wenn du die Tipps von eben beachtest und Interviews und Gespräche auch heraussuchst zum Üben, dann bist du schon gut vorbereitet. Aber nochmal,
merk dir bitte, dass es wichtig ist, dass du ein Interview oder so findest mit einem Skript oder einem Untertitel. Eines der beiden ist ganz wichtig. Und du solltest diese Audios auf jeden Fall auch nochmal wiederholt abspielen können. Bei dem ersten Hören zum Beispiel kannst du erstmal global hören und beim zweiten Hören dann spezielle Details herausfinden. Global hören heißt, du hörst einfach mal zu und versuchst zu verstehen, worum es allgemein hier geht, was sind die Hauptinformationen und dann weißt du, worum es allgemein geht und dann fragst du dich selber mal, was könnte ich denn über das noch genaueres erfahren? Dann hörst du das nochmal und versuchst speziell nach bestimmten Informationen zu hören und spezielle Details halt über ein Thema zum Beispiel herauszufinden. Als nächstes möchte ich dir noch Tipps zu Multiple Choice mitgeben, weil ich weiß, dass Multiple Choice manche Leute beängstigt, weil es doch teilweise knifflig sein kann. Und deswegen gibt es hier bei Multiple Choice 2 wichtige Tipps. Als allererstes solltest du den wichtigsten Punkt der Frage verstehen. Wenn du die Frage also liest, kannst du dir stellen, um was geht es denn hier genau? Was sind die wichtigsten Infos und was ist jetzt hier überflüssig in dieser Frage? Manchmal stehen ein paar Sachen dabei, vielleicht ein bestimmtes Adjektiv, das steht da eher da, um dich ein bisschen zu verwirren oder so, und das kannst du dann ignorieren. Also schau wirklich, dass du hier nur die wichtigsten Infos dir raussuchst. Und dann, als zweiter Tipp, kannst du dann bei den Antworten das Ausschlussverfahren anwenden. Da fragst du dich dann, da geht es jetzt um die Antworten, nicht mehr um die Frage, die gestellt wird, sondern um die Antworten. Was ist denn hier auf jeden Fall falsch? Da kannst du auch schauen nach doppelten Verneinungen, negativen und positiven Schlagwörtern. Und wenn du jetzt weißt, zum Beispiel Antwort B ist auf jeden Fall falsch, dann kannst du dich auf Antwort A und C konzentrieren und hoffentlich dann die richtige Antwort herausfinden. So, wir befinden uns also immer noch im Goethe-Zertifikat pro Pflege und jetzt bekommst du von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du im Aufgabentyp 3 vorgehen kannst. Los geht's. Als allererstes liest du dir die Aufgaben mal durch, guckst nach Schlüsselwörtern, dann hörst du dir das Ganze erstmal global an. Dann kannst du vielleicht schon einiges anklicken, wenn du möchtest. Danach liest du die übrigen Aufgaben einfach nochmal durch oder überfliegst sie zumindest. Danach hörst du das Ganze nochmal und im Detail aber jetzt, achtest auf Details und dann musst du dich endgültig entscheiden, alles anklicken und auf Weiter klicken. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du als PDF zum Herunterladen in einem Link unter diesem Video. Der erste Schritt. Du sollst also die Aufgaben erstmal lesen und nach Schlüsselwörtern suchen. Die Fragen und die Antworten solltest du einfach im Detail mal durchlesen, damit du dein Vorwissen aktivieren kannst und möglichen Wortschatz korrigieren kannst, falls du merkst, ach, ich verstehe das nicht ganz. Dann kannst du schon mal ein bisschen grübeln, was kann das bedeuten und so weiter. Der Nachteil hier bei dieser Prüfung ist, weil wir ja eine digitale Prüfung haben, du kannst deine Schlüsselwörter nicht mehr markieren. Das war in den alten Prüfungen ganz gut, weil man hatte ein Blatt Papier und einen Stift, da konntest du markieren, unterstreichen und so weiter. Das geht jetzt nicht mehr. Du solltest also wichtige Wörter in den Fragen so gut wie möglich im Gedächtnis behalten, weil wenn das Audio dann startet, solltest du nicht auf alles dich fokussieren, sondern wirklich nur auf diese wichtigen Schlüsselwörter erstmal. Im nächsten Schritt kannst du dann sagen, so, jetzt habe ich alles durchgelesen, ich bin bereit, ich starte das Audio zum ersten Mal. Das Positive jetzt an dieser digitalen Prüfung ist, dass du keine Zeitvorgabe hast. Das heißt, du hast also keinen Zeitdruck. Du kannst sagen, ich muss noch mal kurz lesen und nicht so, jetzt geht es los, ich muss jetzt bereit sein, sondern du kannst dir das alles selber einteilen. Aber Nachteil ist auch wieder, du musst auf jeden Fall ein gutes Zeitmanagement haben, weil du schnell vielleicht auch stecken bleibst und gar nicht merkst, wie die Zeit verfliegt.
Das heißt, hier beim ersten Mal hören solltest du dich jetzt erstmal nur auf die Hauptaussagen konzentrieren. Versuch gar nicht ins Detail zu hören, weil es ist ganz wichtig, dass du erstmal einen Überblick dir verschaffst, weil beim zweiten Mal hören hast du genügend Zeit, dann dir nochmal die Details anzuhören. Schau dir also erstmal nur die Hauptinformationen an und vergleiche die dann mit den Aufgaben. Und wie gesagt, konzentriere dich nicht auf eine spezielle Sache, das kannst du beim zweiten Mal dann machen. So, im nächsten Schritt kannst du dann schon entscheiden, ob du jetzt während dem Hören, eigentlich ist es kein nächster Schritt, sondern das passiert ja während du hörst mit dem zweiten, ne? Aber du kannst jetzt schon überlegen, ob du anklicken möchtest oder es freilassen möchtest. Falls es dich also nicht durcheinander bringt, kannst du eine mögliche richtige Antwort schon mal anklicken. Wir können ja jetzt hier nichts mehr markieren. Deswegen, falls du sagst, oh, ich habe das schon so ein bisschen raushören können, dass wahrscheinlich bei der ersten Aufgabe die Antwort B richtig ist, dann klick es doch einfach schon mal an. Du weißt ja, das war der erste Durchgang. Das ist jetzt noch nicht hundertprozentig richtig. Ich höre dann nochmal nach Detail. Ja, das kannst du dir ja merken. Du sollst dich hier nämlich jetzt sowieso noch nicht festlegen, weil wir im Detail dann nochmal hören können. Also überleg dir selber, ob du schon mal was anklicken möchtest oder du lässt es frei. Das liegt alles bei dir. Der nächste Schritt jetzt nach dem Hören und dem eventuellen Anklicken von möglichen Antworten ist, dass du die übrigen Antworten oder nochmal alle komplett nochmal durchliest. Das kannst du eher wie überfliegen, wenn du möchtest, oder wenn du sagst, da habe ich was überhaupt nicht verstanden, kannst du auch nochmal im Detail lesen. Den Vorteil, den du ja jetzt hast, ist hier, dass du die Zeit selbst takten kannst. Das heißt, du kannst jetzt selber sagen, ich muss mir das alles nochmal im Detail durchlesen. Ich habe jetzt keinen Zeitdruck in dem Sinne, wie bei den Hörprüfungen sonst, wo die Zeit, das Audio läuft und spielt sich, gibt dir vielleicht 30 Sekunden Zeit und spielt dann das zweite Mal ab. Hier ist das nicht so. Das heißt, du kannst es also selbst bestimmen, wann es weitergeht, aber der Nachteil ist, dass du vielleicht auch Zeit verschwendest dadurch. Also wirklich aufpassen und immer diesen Fortschrittbalken am oberen Rand des Bildschirms im Auge behalten. Jetzt würde ich die Aufgaben also nochmal durchlesen, aber so rasch wie möglich. Dann geht es weiter und du kannst das Ganze noch zum zweiten Mal hören und jetzt, wie gesagt, nach Details hören, aus den einzelnen Aufgaben gezielt nach diesen Details schauen. Achte dabei auf Synonyme, Antonyme und irgendwelche Umschreibungen, die im Audio sowohl im Text sein können. Und wenn du vorher schon irgendwelche Schlüsselwörter gefunden hast, dann könnten die dir jetzt auch helfen beim Detailverstehen. Und du musst jetzt nach der bestimmten Frage genau hören und dich auf die wichtigen Wörter konzentrieren, die da herausstechen und die dann vergleichen. Und dann sind wir eigentlich schon auch am Ende angelangt. Du musst dich jetzt auf jeden Fall irgendwie entscheiden, irgendwas anklicken, hoffentlich die richtigen Antworten und dann auf Weiter. Klicke erst auf Weiter, wenn du auch alles ausgefüllt hast, alles angeklickt hast. Guck da nochmal drüber, prüfe, dass du alle 6 Multiple Choice angeklickt hast. Und weißt du eine Antwort nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Guck, ob du das Ausschlussverfahren anwenden kannst und versuche irgendwas anzuklicken, was vielleicht richtig sein könnte oder auch nicht, egal. Du hast sonst 0 Punkte auf jeden Fall. Wenn du was anklickst, hast du vielleicht doch noch Punkte bekommen und hast Glück. Noch ein kleiner Tipp nebenbei: Wenn du noch weiter solche Übungen machen möchtest, dann klicke doch hier unten auf den Home Studies Button und wir machen direkt weiter mit dem Video. Wie am Anfang versprochen, gibt es jetzt hier noch ein Beispiel zum Goethe-Zertifikat Pro Pflege zum Aufgabentypen 3 aus dem Hörverständnis. Los geht's. Hier siehst du jetzt nochmal unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch.
Als allererstes siehst du, wie das aussieht, der Aufgabentyp 3. So sieht dann dein Bildschirm aus. Hier sieht man jetzt nur 3 Multiple-Choice-Aufgaben, weil ich jetzt alle 6 nicht hier zeigen kann auf einmal. Deswegen konzentrieren wir uns einfach erstmal auf die ersten 3. Du siehst, ganz oben ist die Aufgabe beschrieben. Darunter ist dann der Audiobalken, den du selber anklicken kannst. Und darunter sind deine Fragen mit jeweils 3 Multiple-Choice-Antworten. Die Aufgabe lautet: Lesen Sie die Aufgaben, scrollen Sie, um alle Aufgaben zu sehen. Klicken Sie auf die Audiotaste, um den Text zu hören. Sie können den Text zweimal hören. Klicken Sie auf jede Aufgabe und wählen Sie die richtige Antwort. So, dann wollen wir unsere Aufgaben lesen und Schlüsselwörter uns anschauen. Und das geschieht im ersten Schritt. Ganz oben sieht man auch, es ist also ein Interview mit Frau Uelzen. Mehr wissen wir jetzt noch nicht. Hier sieht man also jetzt erstmal nur 3 Multiple-Choice-Aufgaben. Man sollte dann alle 6 anschauen, die Fragen lesen, die Antworten lesen und nach Schlüsselwörtern suchen. Zum Beispiel bei der Nummer 1. Was steht für Frau Uelzen im Erstkontakt mit dem Patienten an erster Stelle? Da ist zum Beispiel Frau Uelzen nicht wichtig. Wir wissen, es geht um sie schon mal. Und wir können zum Beispiel Erstkontakt ist ganz wichtig, wahrscheinlich das Wort. Dann können wir unten noch gucken, sich mit Namen vorzustellen, die Krankheit kurz auszublenden und den Krankheitsverlauf zu kennen. Da wären jetzt unsere Schlüsselwörter zum Beispiel der Name sagen, Krankheit ausblenden und Krankheitsverlauf. Das sind so die 3 Hauptwörter, auf die wir uns dann beim Hören konzentrieren müssen. Und so kannst du dir das alles mal durchlesen und schauen, worauf muss ich mich konzentrieren, was ist jetzt hier wichtig, und versuche auch möglichst alles zu verstehen. Dann sind wir im nächsten Schritt, das erste Mal hören, global hören. Du klickst dann hier auf den Start-Button und dann geht das Audio los. Wie du siehst, das Audio ist 3 Minuten und 27 Sekunden. Also hält sich im Rahmen zwischen 3 und 4 Minuten. Wir können jetzt hier in unserer Übung das leider nicht hören, aber du kannst so eine ganze ein Beispiel, ja, ein Demo auf der Webseite vom Goethe-Institut einfach mal selber machen und da kommt diese Aufgabe auch vor. Im nächsten Schritt oder während du ja hörst, kannst du dann schon mal überlegen, was man anklicken könnte oder nicht. Zum Beispiel kannst du gesagt haben, dass du bei der Nummer 1 schon herausgehört hast, dass es nicht um den Krankheitsverlauf geht. Du hast jetzt schon gehört, dass es eher darum ging, die Krankheit kurz auszublenden. Und wenn du dann möchtest, kannst du es auch gerne schon anklicken. Und wenn du dann bei der zweiten Aufgabe zum Beispiel nicht weißt und sagst, ich muss mir das dann nochmal anhören, dann lässt du das einfach frei. Im nächsten Schritt sollte man die übrigen Aufgaben dann nochmal lesen. Das heißt, ich kann mir natürlich hier meine erste Aufgabe auch nochmal anschauen, wenn ich möchte. Oder ich sage, ich bin mir relativ sicher, ich brauche mir das nicht nochmal durchzulesen. Ich gucke mir dann lieber die übrigen Aufgaben nochmal an, lies sie mir nochmal durch. Und wenn ich dann soweit bin und sage, ich bin bereit, ich habe alles gelesen, ich verstehe es, dann gehst du zum nächsten Schritt über, bei dem du dann nochmal auf Start klickst und du dir das Audio zum zweiten Mal anhörst. Und da kann man dann während dem Hören, ja, wir wissen jetzt hier oben, das hatten wir schon angeklickt. Vielleicht kannst du dann nochmal kurz zuhören und schauen, stimmt das auch oder ist es doch falsch? Und beim zweiten Hören hast du dann vielleicht auch schon mehr die Ahnung und sagst, okay, bei Nummer 2 passt das hier zum Beispiel gar nicht. Du hast das Ausschlussverfahren angewendet und merkst dann, dass die richtige Antwort diese sein muss. Dann kannst du die auch schon während des Hörens natürlich schon anklicken. Ich habe jetzt hier natürlich als nächsten Schritt das Anklicken, aber das passiert ja parallel, während du hörst, ne? Dann klickst du schon dahin, sonst vergisst du es ja. Ganz wichtig. Und zum Beispiel hast du hier unten dann gesagt,
Auch wieder Ausschlussverfahren, das ist auf keinen Fall richtig, die erste. Und ich weiß aber leider nicht, was hier jetzt die richtige Antwort ist. Das kann passieren. Dann hast du das Audio jetzt hinter dir und jetzt musst du natürlich hier oben, das hatten wir ja schon angeklickt, diese Aufgaben sind, also die Antworten hast du angeklickt. Das musst du auch überprüfen, dass du überall eine Antwort hast. Und hier bei der Nummer 3 wusstest du jetzt nur, dass das nicht passt, aber du bist dir trotzdem nicht sicher, dann such dir einfach irgendwas aus. Ich nehme jetzt einfach die Mitte und dann klickst du das auch an. Stell einfach sicher, dass du überall was angeklickt hast. Vielleicht hast du Glück und wenn du das dann gemacht hast, alle 6 angeklickt, du hast überall eine Antwort, dann geht es weiter und du klickst auf Weiter und gelangst zur nächsten Aufgabe oder bist fertig mit der Hörprüfung. Genau, und dann hast du es auch schon geschafft. Du hast auf jeden Fall das Video jetzt schon mal geschafft und hast dich gut vorbereitet für die Hörprüfung des Goethe-Zertifikats Pro Pflege. Und zwar geht es um den mündlichen Ausdruck Teil 1. Außerdem gehen wir eine Übung mal gemeinsam durch und es werden dir auch noch Downloads bereitgestellt. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst und nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren und schon kann es auch losgehen. versetze dich in die Lage der Patienten und Pfleger. Hier müssen wir Gespräche führen. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege. Sprechen Teil 1. Legen wir los. Es geht also um die mündliche Prüfung und hier den Teil 1. Als allererstes möchte ich dir zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Wie du siehst, schauen wir uns die Prüfung erstmal allgemein an. Dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon super dafür vorbereiten kannst. Dann schauen wir uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Danach kommt dann noch ein kleines Beispiel und dann hast du es auch schon geschafft. Los geht's. Die mündliche Prüfung Sprechen, Teil 1. Wir sind also in der Goethe Pro Pflegeprüfung im mündlichen Teil. Und zwar, wenn du die anderen Videos schon gesehen hast, dann hast du vielleicht auch gesehen, dass Hören und Lesen hier digital ist. Das heißt, diese Prüfung ist teildigital. Wir haben Hören und Lesen als in digitalen Format. Sprechen und Schreiben sind aber ganz konventionell, wie immer, die normale mündliche Prüfung, wo du mit Prüfern und einem Gesprächspartner am Tisch sitzt. Genau, vor Ort direkt, nicht digital am Computer. Hier hast du auch eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten. Da kannst du dir sogar Notizen machen und markieren und so weiter. Das ist jetzt wieder der Vorteil, den wir haben gegenüber der digitalen Prüfung. Da hatten wir das leider nicht. Hier solltest du auch wieder auf ein Zeitmanagement achten. Und das Ganze geht los mit einer Vorstellungsrunde. Diese Vorstellungsrunde wird nicht bewertet, aber da möchten wir natürlich jetzt nicht einen schlechten Eindruck machen, gleich als erstes. Die Fragen, die da am häufigsten kommen, sind der Name, der Wohnort oder vielleicht auch das Herkunftsland oder so, der Beruf und in der Pflege, welchen Spezialisierungsbereich man anstrebt. Also da sollte man schon mal drüber nachdenken, wie man sich dann vorstellt, wie man diese Fragen dann auch beantwortet. Wenn man vielleicht noch keinen Spezialisierungsbereich hat, dann sollte man schon mal überlegen, wie man das erklärt und vielleicht auch erklärt, warum das so ist. So, wir haben jetzt hier im Sprechenteil 1 ein Patientengespräch und zwar zwischen Patient und Pfleger. Und du siehst es gleich, du kannst es dir leider nicht aussuchen, welche Rolle du spielen wirst. Dazu gibt es Beispielsituationen mit Leitpunkten, denen du folgen sollst. Und ihr sprecht dann hier für Sprechenteil 1 insgesamt zusammen 3 Minuten. Vielleicht fragst du dich, worauf wird denn hier überhaupt geachtet? Und zwar sind das die Bewertungskriterien, wo die Prüfer Wert drauf legen. Da siehst du erstmal, also wir haben A, B, C, D, E. E wäre dann durchgefallen oder das kann man gar nicht bewerten, so schlecht. D ist
kaum, also nicht mehr angemessen und so weiter. Ich glaube, wenn man viel D hat, ist man dann auch durchgefallen. Aber A, B und C, das sind so die anstrebenswerten Kategorien, sage ich mal. Natürlich möchten wir alle versuchen, A zu bekommen, ja, volle Punktzahl, das wäre A. Und auf der anderen Seite hier links siehst du dann auch noch die Kriterien an sich, worauf die Prüfer achten. Zum Beispiel einmal die Aufgabenerfüllung ist natürlich wichtig, dass du nicht über was komplett anderes sprichst, als es dir vorgegeben wurde. Und dann im Teil 1 und Teil 2 wird auch noch die Interaktion, also dieses Gespräch, wie man gegenseitig spricht, wie man reagiert auf den anderen, die Reaktionsfähigkeit und so weiter, bewertet. Die nächsten Kriterien sind der Wortschatz einmal, wie weit hast du, wie viel Wortschatz hast du und beherrschst du ihn auch. Also kannst du ihn auch ordentlich anwenden. Dann werden nach deinen Strukturen in deiner Sprache geschaut und noch, wie du auf Fragen und Antworten reagierst und wie deine Aussprache ist. Und da bei der Aussprache muss ich auch dazu sagen, es geht nicht nur um den Akzent, wie du es aussprichst, sondern auch, wie du deinen Satz flüssig klingen lässt, sage ich mal. Ja, also eine Satzmelodie zum Beispiel. Das ist eine natürliche Sprache, hat auch eine Melodie. So wie ich mit dir spreche, habe ich zum Beispiel immer mal höhere Töne und tiefere Töne. Am Ende des Satzes gehe ich mal runter. Bei einer Frage gehe ich hoch am Ende. Solche Sachen, ja, diese Melodie, die gehört zum natürlichen Sprechen dazu und das wird hier in der Aussprache auch bewertet. Also es geht nicht nur darum, dass du die Wörter richtig aussprichst, so wie ich es jetzt tue, ja, sondern dass sich das Ganze auch natürlich anhört, okay? Also nicht zu verkrampft, versuchen so gut wie möglich auszusprechen, sondern es ist viel wichtiger, dass du fließend und natürlich sprichst und man dich auch gut verstehen kann, ja? Also nicht zu starr, nicht zu gehackt oder so, sondern schön, fließend, ruhig, mit einer Melodie, wie du es in deiner Muttersprache halt auch tun würdest. So, hier möchte ich dir mal zeigen, wie die Prüfer das Ganze bewerten mit den Punkten. So sieht es dann aus, jetzt steht hier Muster drauf, ja, so sieht es aus, wenn der Prüfer dieses Formular vor sich hat, wo er das dann ausfüllen muss. Das musst du jetzt nicht komplett verstehen, aber ich möchte dir mal zeigen, wie das hier bewertet wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass du denkst, okay, einer ist der Pfleger in dem Gespräch und einer ist der Patient. Der Pfleger hat es doch viel schwieriger als der Patient. Und das stimmt auch. Und das wissen die Prüfer und deswegen wird das hier auch anders bewertet. Und dann denkst du, okay, ja, dann der Patient, das ist ja viel einfacher dann, die kriegen ja dann weniger Punkte oder so. Du siehst gleich, wie sich das alles ausbalanciert. Und zwar sind wir als allererstes in unserem Teil 1. Wir haben hier das Patienten- und Pflegergespräch. Dann haben wir noch einen Teil 2 in dieser Prüfung und noch einen Teil 3. Wir schauen uns hier jetzt mal Teil 1 und Teil 2 an, weil die gehören so ein bisschen zusammen. Wie du siehst, im Teil 1 haben wir einmal den Pfleger und den Patienten. Okay? Der Pfleger hat aber 4 verschiedene Bewertungskriterien, und zwar die Erfüllung der Aufgabe, die Interaktion, den Wortschatz und die Strukturen. Der Patient hingegen, hier sieht man es nochmal, genau, und dafür bekommt man halt, wie du siehst, hier bei voller Punktzahl bekommst du pro Teil, also pro Kompetenz, sage ich mal, 8 Punkte maximal. Das Ganze mal 4, da sind wir bei 32 von diesen insgesamt 100 Punkten, wie du ganz unten siehst. Das ist maximal 100. Hier kannst du also im Teil 1 als Pfleger 32 Punkte bekommen maximal. Der Patient hingegen da drüben, bei dem wird nur die Interaktion bewertet. Das heißt, der kann maximal 8 Punkte bekommen von 100. Das liegt daran, dass der Pfleger zum Beispiel auch viel mehr Jargon benutzt. Ja, du brauchst ja viel mehr Wortschatz in Sachen Pflege als der Patient. Ja,
Jetzt aber, wenn wir zum Teil 2 schauen, du denkst jetzt vielleicht auch, das ist ja nicht fair, ne? Dann will ich natürlich der Patient sein, denkst du dann. Aber im Teil 2 ist es dann so, dass der Pfleger war, der ist dann Patient, hat wieder nur diese Interaktion als Bewertung und somit dann nur 8 Punkte. Und der im Teil 1 ein Patient war, der ist dann im Teil 2 ein Pfleger und bekommt dann auch dieselben 4 Kompetenzen bewertet wie der Pfleger im Teil 1. Ja, und da kommen dann auch wieder 32 Punkte raus. Also maximal für Teil 1 und Teil 2 insgesamt maximal 40 von 100 Punkten pro Person. Und da hat jetzt jeder einmal den Patienten gespielt und einmal den Pfleger. Im Teil 2 geht es um eine Diskussion, im Teil 1 um ein Gespräch. Da musst du dann halt, wenn die Diskussion dir schwierig fällt und du bist der Pfleger, hast du vielleicht Pech gehabt, aber so ist es halt. Also man kann es sich nicht aussuchen, aber es ist schon relativ fair gehalten. Und dann gibt es unten noch, wenn du weiter schaust, hier noch Fragen und Antworten und Aussprache. Diese 2 werden auch nochmal bewertet, aber dann insgesamt für die ganze Prüfung, also für die ganze mündliche Prüfung, und dafür bekommst du auch nochmal 20 Punkte. Wie du siehst, Fragen und Antworten, wie du auf diese reagierst und so weiter, da bekommst du 4 Punkte maximal und für die Aussprache 16 ganze Punkte. Es ist also sehr wichtig, eine gute Aussprache zu haben, weil wir befinden uns auf einem höheren Niveau und es ist in der Pflege natürlich ganz wichtig, dass dich deine Patienten verstehen und deine Mitarbeiter und so weiter. Deswegen ist auch hier die Aussprache mit 16 Punkten ein sehr schwerwiegender Teil der Prüfung. Also da auf jeden Fall üben, üben, üben. So, jetzt hast du gesehen, wie die Prüfung bewertet wird, wie sie aufgebaut ist und so weiter. Und jetzt kannst du dich schon gut darauf vorbereiten. Wir sind also weiterhin in der Goethe-Prüfung pro Pflege im mündlichen Teil, Teil 1. Und hier kannst du schon mal überlegen, wie so ein Pflegeprofi vorgehen würde. Wir haben nämlich jetzt hier im Sprechen Teil 1 einen aktiven Teil. Du musst hier etwas produzieren. Ja, wenn du liest oder so im Leseteil der Prüfung, musst du nicht unbedingt produzieren, sondern da hörst du und beantwortest Fragen. Jetzt musst du selber Informationen hervorbringen und zwar im Gespräch, ne? So, vielleicht hast du schon Erfahrung darin, vielleicht hast du in deinem Heimatland schon in der Pflege gearbeitet, dann super. Das ist echt ein super Vorteil. Wenn du noch keine Erfahrung hast, versetze dich mal in die Lage des Pflegers. Stell dir vor, du bist jetzt ein Pfleger und musst mit einem Patienten sprechen. Wie würdest du dich verhalten? Was würdest du sagen zu der Person? Wie würdest du dich ausdrücken? Ja, man muss ja schon Empathie zeigen, ruhig sprechen und so weiter. Was ist für die Patienten auch wichtig? Ja, über solche Fragen kannst du dir schon mal Fragen stellen. Dann ist es auch wichtig, dass du dich auch in die Lage des Patienten versetzen kannst. Das heißt, zum Beispiel in dieser Prüfung solltest du ja auch mal einen Patienten spielen. Und da dieses sich hineinzuversetzen in den Patienten, das ist auch ganz wichtig. Denn das zeigt, dass du Empathie hast, dass du Empathie entwickeln kannst und den Patienten verstehen kannst. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Kernkompetenz in dem Beruf und auch für dich im Alltag. Und wenn du das kannst, diese Empathie zeigen und dich da hineinversetzen kannst in die Person, das baut dann Vertrauen auf zu dem Patienten. Das verbessert die Kommunikation, das reduziert Stress und somit hast du doch auch eine bessere Patientenbetreuung. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für dich, auch nachher, wenn du dann einen Job suchst mit deinem Pflegezertifikat. So, weiterhin ist es wichtig, dass du Ordnung hältst und die will gelernt sein. Wir haben hier Ordnung im Zeitmanagement, da musst du drauf schauen, und in der Struktur des Dialogs. Wir haben jetzt hier keinen Vortrag oder einen Text, den man schreiben muss, wo man eine Gliederung hat oder so, aber wir haben ja trotzdem 3 Inhaltspunkte, die wir bekommen und an die müssen wir uns halten. Diese Inhaltspunkte geben dem Dialog eine Struktur und die leiten das Gespräch. Und an diese müssen wir uns halten.
In der Vorbereitungszeit hast du jetzt die Zeit, gut strukturierte Notizen zu machen und dabei dabei solltest du dein Zeitmanagement beachten und das musst du vorher üben, weil die 15 Minuten beziehen sich auf alle 3 Teile der Prüfung. Und da musst du wirklich schauen, dass du nicht Teil 1 und Teil 2 bearbeitet hast und dann hast du Teil 3 noch gar nicht gemacht, ja? Also das zu Hause auf jeden Fall mal durchüben. Und mit deinen Notizen und einem guten Zeitmanagement, dann hast du auch im Sprechen dann einen fließenden Ideenfluss und damit auch positive Aussprache, Strukturen und so weiter. Dein Dialog ist so aufgebaut, da diese Leitideen, diese Informationen, die du in deiner Aufgabe bekommst, das sind diese 3. Ja, das eine ist so eine Art Einleitung. Der zweite Punkt ist wie ein Hauptteil des Gesprächs mit den Kernideen und im Schlussteil kannst du dann noch über eine Information sprechen. In der Einleitung siehst du, man müsste den Patienten erstmal begrüßen, sich vorstellen und so weiter. Im Hauptteil kommen die Kernideen des Gesprächs und im Schlussteil dann so eine Abrundung des Gesprächs, zum Beispiel nochmal den Patienten beruhigen oder erklären, wie es jetzt auch weitergeht. Damit dein Dialog auch so eine schöne Struktur hat und man die Übergänge gut verstehen kann, helfen die Redemittel und Satzanfänge. Die machen auch deine Gedanken verständlich und nachvollziehbar. Und da solltest du dir schon mal verschiedene Szenarios anschauen in der Pflege und überlegen, was könnte denn jetzt in der Prüfung so drankommen, was gibt es denn so für Fälle, ja, wo Patienten mit Pfleger sprechen, was könnten da für Informationen kommen. Und da kannst du dir dann auch schon mal ein paar Redemittel aussuchen und die vielleicht auch auswendig lernen. Und für die Patientenrolle hast du jetzt hier nur eine Interaktion, wo du geeignet reagieren musst. Dazu brauchst du jetzt nicht unbedingt Redemittel, aber da du nicht weißt, wer du jetzt sein wirst, Patient oder Pfleger, solltest du dir auf jeden Fall die Redemittel mal anschauen. Wie gesagt, der Patient, der hat auch 3 Inhaltspunkte, aber der muss dieses Pflegejargon nicht benutzen und so weiter. Da geht es ja nur um die Interaktion. Diese Redemittel, die findest du in einer PDF zum Herunterladen und den Link dazu findest du unter diesem Video. Als nächstes, wenn du dich schon ein bisschen vorbereitest und schon was liest oder dir was anschaust oder so, damit erweiterst du automatisch deinen Wortschatz. Und es ist hier auch wieder sehr wichtig, weil es geht ja um die Pflege, dass du einen geeigneten Wortschatz hast und auf diesen solltest du dich natürlich auch vorbereiten. Und zwar müssen wir hier jetzt das Sprechen und das Hören üben. Du wunderst dich, warum sollst du das Hören üben? Du sprichst ja nicht gegen eine Wand. Du sprichst ja mit einer Person und diese Person wird dir antworten. Das heißt, du musst ja auch zuhören können und sie verstehen können. Deswegen Sprechen und Hören gehört zusammen. Okay? Und das kannst du machen, indem du dir Online-Quellen aussuchst, bei YouTube zum Beispiel oder so. Und Talkrunden im Fernsehen und so weiter. Und da würde ich erstmal nur allgemein, um das Sprechen und das Hören zu üben oder dich aufzuwärmen sozusagen, kannst du einfach mal Themen nehmen, die dich interessieren und dann als nächstes gehst du rüber auf Pflegethemen. Das solltest du auf jeden Fall machen, weil der Wortschatz in Sachen Pflege ist natürlich jetzt hier bei dieser Prüfung überwiegend und auch sehr, sehr wichtig. Und wenn du solche Quellen hast und ein bisschen das Hören übst und auch das Sprechen, das kannst du auch vor dem Spiegel machen zum Beispiel, ja, wenn du mit dir selber sprichst oder so. Am besten wäre natürlich, wenn du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst. Diese Übungen erweitern automatisch deinen Wortschatz. Den kannst du aber auch machen, diese Erweiterung, indem du Dokumentationen schaust, Podcasts dir anhörst oder Magazine liest und so weiter. Vielleicht hast du auch noch Arbeitsbücher aus dem Unterricht, die solltest du dir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und Wörter, die dir schwierig fallen, ob das jetzt Pflegebegriffe sind oder nicht nur eine Liste machen und diese aufschreiben, sondern diese auch verwenden. Jetzt gehen wir über in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in der Prüfung vorgehen solltest. Wir sind also weiterhin in der Goethe-Pro-Pflege-Prüfung, Sprechen Teil 1. Und das sind die Schritte, die du in der Prüfung nachgehen solltest.
Aufgabe und Information lesen, danach die Schlüsselwörter finden, dann dir einen Aufbau überlegen und Notizen machen und dann das Gespräch führen. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch nochmal im Detail in einer PDF zum Herunterladen. Los geht's. Also als allererstes natürlich die Aufgabe durchlesen und dir die Informationen durchlesen. Versuch da mal alles zu verstehen. Wenn du ein, zwei Sachen hast, wo du dir nicht sicher bist, auch nicht schlimm. Das kommt vielleicht auch im Gespräch dann sowieso dazu und du verstehst, ach so, darum geht es. Lies sie dir trotzdem ordentlich durch, ob du jetzt Patient bist oder Pfleger, egal. Nicht, dass du denkst, ach, ich bin eh nur Patient, es ist ja nicht so wichtig, ich kriege nur 8 Punkte. Wenn du aber schlecht interagierst und nicht richtig antworten kannst, dann ist das natürlich sehr negativ und am Ende hast du vielleicht auch nachher im Teil 2 Probleme. Deswegen alles ordentlich aufmerksam lesen und ernst nehmen. Und während du dir es durchliest, suchst du auch nach Schlüsselwörtern. Und dabei kannst du dich fragen, welche Information ist wichtig, was ist hier überflüssig, was muss ich mir jetzt nicht anschauen. Und dann unterstreichst du nur diese wichtigen Schlagwörter. Und das hilft dir halt, einen Überblick zu behalten. Wenn du das dann getan hast, dann kannst du dir den Aufbau ungefähr überlegen und Notizen machen. Das ist ein wichtiger Teil der Prüfung, weil mit Notizen, wenn die strukturiert sind, dann kannst du auch fließend sprechen. Du kannst hier die Inhaltspunkte zuordnen, das ein bisschen alles eingliedern und ganz kurz und knapp deine Gedanken aufschreiben. Vorsicht hier, keine Sätze und keine langen Stichpunkte, auf keinen Fall lange Stichpunkte, weil dann sprichst du nachher nicht mehr fließend. Du musst dich selber zwingen, dass du fließend sprichst, frei sprichst, ja. Dann besteht hier jetzt die Möglichkeit, Redewendungen, die dir vielleicht schwierig fallen oder so, am Rand nochmal notieren, weil es kann schnell passieren, dass du so eine Redewendung benutzen möchtest und sie fällt dir einfach nicht ein. Und dann wartest du und bleibst stecken und alle gucken dich an und eigentlich willst du was sagen, aber du weißt gar nicht mehr was. Und am Ende weißt du wirklich gar nicht mehr, was du sagen sollst. Und du hast so ein Blackout und das ist natürlich gar nicht schön. Ja, sowas passiert. Ganz normal, da ist auch jeder drüber aufgeregt, ja. Deswegen, wenn du ein, zwei Redewendungen hast, die du gerne benutzen möchtest, notiere sie dir einfach ganz kurz am Rand neben dein Mindmap oder deine Stichpunkte, die du da gemacht hast für den Teil 1. Dann kann dir sowas nicht passieren mit einem Blackout. So, und dann solltest du dir natürlich auch überlegen, was für Notizen möchte ich denn? Was passt zu mir? Ich rate immer ein Mindmap. Ein Mindmap ist so frei gestaltbar und man kann damit super arbeiten. Eine Tabelle, eine Liste, was für dich halt passt. Der Vorteil vom Mindmap ist, man hat automatisch nur Wörter vor sich und keine Sätze und Stichpunkte. Das heißt, du musst nicht, während du sprichst, nochmal irgendwas durchlesen, sondern du hast nur das eine Wort. Und du bist gezwungen, frei zu sprechen. Dann geht es los, wir müssen das Gespräch führen. Entweder du beginnst das Gespräch als Pfleger oder du musst reagieren dementsprechend. Es gibt bestimmte Gesprächsregeln, die du einhalten solltest, die zeige ich dir gleich. Ganz wichtig auch, ihr sollt euch als ein Team sehen. Ja, der andere Prüfling, der ist auch aufgeregt und er macht vielleicht Fehler. Lass dich durch seine Fehler oder sein Aufgeregtsein oder so nicht aus dem Konzept bringen. Wenn es ganz schlimm wird und dein Gegenüber ist komplett stecken geblieben oder so, dann helfen die Prüfer auch. Dafür sind sie ja auch da. Also ganz cool. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Vielleicht ist der andere auch viel besser als du und du denkst, oh Gott, ich bin so schlecht. Denk sowas nicht, okay? Ihr seid ein Team. Es ist normal. Der eine ist besser als der andere vielleicht in der Sprache, im Mündlichen. Ganz normal. Bleib cool und glaub an dich selbst und dann schaffst du das. Hier jetzt noch ein paar Tipps, die ich für wichtig empfinde. Du hast ja Notizen, du hast ein Blatt vor dir mit Notizen und so weiter. Spiel bitte nicht mit deinem Blatt. Leg es hin und fass es nicht mehr an. Am besten, ja. Es ist ganz, wenn man aufgeregt ist, geht das sehr, sehr schnell, dass man damit spielt. Die Hände sollten frei sein und somit kannst du auch frei sprechen.
Du hast einen selbstbewussten Auftritt, bewege deine Stimme, sprech nicht zu monoton. Monoton heißt, wenn man so spricht wie ein Roboter, okay? Also bringe einen Fluss rein. Es soll natürlich sich anhören und finde einfach für dich auch einen angenehmen Redefluss. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ganz wichtig auch die Mimik und Gestik. Zeig deine Hände, lächle, zeige, dass du aufmerksam bist, höre zu. Ja, ganz wichtig. Du sollst ja auch reagieren auf dein Gegenüber. Genau, hört zu, denn ihr seid ein Team. Ihr sollt euch gegenseitig auch unterstützen. Und noch ein ganz wichtiger Tipp meinerseits. Such dir einen Spiegel oder am besten mit einer Kamera und nimm dich einfach auf. Versuche einfach mal ein Gespräch durchzugehen als Pfleger und als Patient und nimm dich mal dabei auf und dann siehst du, was du besser machen kannst. Stresst dich die mündliche Prüfung auch so sehr? Das kann ich verstehen. Dann klicke doch mal hier unten auf den Home Studies Button, denn da gibt es super Lehrer bei Home Studies, die dir weiterhelfen können, die dich unterstützen und bei jeglichen Fragen zur Verfügung stehen und mit dir auch noch Übungen durchgehen können. Also, probier es einfach mal und wir machen mit dem Video direkt weiter. So, jetzt sind wir fast am Ende. Ich möchte dir nur noch ein Beispiel dazu zeigen. Wir gehen jetzt hier also, sprechen Teil 1 weiterhin, diese 4 Schritte gemeinsam durch mit einem Beispiel. Es geht los. So sehen die Kandidatenblätter aus. Sprechen ca. 15 Minuten insgesamt. Wir haben 3 Teile. Vorbereitungszeit ist 15 Minuten und Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Also, wir sind jetzt hier Kandidatenblatt A. Das heißt, wir haben auch noch einen anderen Kandidaten mit dem Kandidatenblatt B. Da steht dann genau das Gegenteil drauf. Also in Teil 1 führen Sie als Pflegekraft ein Gespräch mit einem Patienten oder mit einem Angehörigen. Okay? Das Ganze dauert circa 3 Minuten. Der andere Kandidat, das kannst auch du sein, da steht vielleicht drauf, Sie führen ein Gespräch als ein Patient mit einer Pflegekraft. So sieht das Arbeitsblatt aus, was du bekommst. Da stehen die Aufgaben drauf. Du siehst Teil 1 und Teil 2. So, wie du siehst, haben wir jetzt hier Kandidatenblatt A, weil wir sind hier die Pflegekraft. Sie sind Pflegekraft in einem Krankenhaus. Hier ist es jetzt soweit, dass wir die Aufgabe und die Informationen durchlesen. Und den Schritt 2, den sollte man eigentlich gleichzeitig dazu machen, damit man nicht so viel Zeit verliert. Wir sind also jetzt hier. Wir versuchen also während dem Lesen auch gleich diese Schlüsselwörter zu unterstreichen. Wir sind also die Pflegekraft nochmal und Sie sprechen zum ersten Mal mit einem Patienten, der nach einer Knieoperation gerade auf Ihre Station verlegt worden ist und unter dieser Situation leidet. Gehen Sie beruhigend auf den Patienten ein und stellen Sie ihm Fragen nach Ihrem Befinden oder seinem Befinden. Erläutern Sie die Behandlung für die nächsten 24 Stunden und nennen Sie mehrere Maßnahmen. Erklären Sie den Tagesablauf auf der Station. Genau. Das wären jetzt wichtige Schlagwörter, die ich mir unterstreichen würde, während ich mir die Aufgabe und die Informationen durchlese. Du siehst, wir haben hier diese 3 Inhaltspunkte, die sind wichtig. Und ich habe Sachen weggelassen, die nicht wichtig sind. So, jetzt springen wir noch mal eins zurück. Wir sind jetzt noch mal im Schritt 1, weil hier haben wir jetzt den Patienten. Ja, das wäre Kandidat B. Und zwar gucken wir hier auch noch mal. Es geht also hier natürlich auch um diese Knieoperation. Ich als Patient leide jetzt unter dieser Situation und ich spreche zum ersten Mal mit der Pflegekraft. Also es ist genau dasselbe, nur von der anderen Seite. Ich klage aber jetzt nach dieser Operation über Schmerzen im Knie und muss diese irgendwie beschreiben. Hören Sie aktiv zu und bitten Sie um genauere Erklärung von mehreren Maßnahmen und stellen Sie Fragen zum Tagesablauf. Also wir sehen schon, es ist eigentlich das Gleiche wie bei dem Pfleger, nur von der anderen Sicht.
So, wie du siehst, habe ich jetzt hier ein Mindmap erstellt. Wir sind jetzt bei der Pflegekraft wieder, weil der Patient ja nur interagieren soll. Deswegen haben wir jetzt als Beispiel hier mal die Pflegekraft. Und wie du siehst, habe ich mir ein Mindmap gemacht und in die Mitte einfach mal Pfleger geschrieben. Dann habe ich Beginn, Hauptteil, Schluss. Muss man nicht so machen, ne? Als allererstes würde ich mich mal vorstellen, dann würde ich versuchen, die Person zu beruhigen und nach dem Befinden fragen. Das war ja auch am Anfang gesagt, dass wir das machen sollen. Im Hauptteil dann würde ich die Behandlung erläutern in den nächsten 24 Stunden, ja, dass wir vielleicht Medikamente geben und so ein kleines bisschen Physiotherapie schon beginnen. Ob das jetzt richtig ist, was ich erzähle, weiß ich nicht, weil ich nicht aus der Pflege komme. Ich habe mir da jetzt was ausgedacht. Dann würde ich diese Maßnahmen für die Physiotherapie kurz erklären. Zum Beispiel werden wir das Knie hochlagern, wir werden das Knie ein wenig kühlen und ganz leichte Bewegungen schon gemeinsam durchführen. Dann die Maßnahmen in Sachen Medikamenten wird sein, dass die Patientin oder der Patient schon eine Infusion bekommt oder schon hat. Und über diese Infusion werden wir Schmerzmittel und Kochsalzlösung oder sowas geben, weil die Person ja, Schmerzen hat, das sagt sie ja auch. Und es kann sein, weil die Person in der Operation war und vielleicht unter Narkose lag, mögliche Übelkeit hat und Erbrechen und daher nicht essen kann. Deswegen geben wir auch noch so ein bisschen Kochsalzlösung. Und ganz am Ende sage ich auch noch, wie der Tagesablauf in unserer Station in den nächsten 24 Stunden aussehen wird. Zum Beispiel kommt die Frau vorbei und wird nach dem Essen fragen und wird das aufnehmen, was die Person essen möchte und so weiter. Vielleicht kann man auch fragen, möchten Sie mit einem Pfarrer sprechen? Sind Sie evangelisch oder katholisch? Sowas wird auch oft im Krankenhaus gefragt. Solche Sachen, genau. Dass man sowas so in den Tagesablauf mit einbringt. So, und im nächsten Schritt solltest du das Gespräch dann auch noch führen mit Hilfe deiner Notizen hier, vielleicht diesem Mindmap. Das kannst du jetzt direkt einfach mal probieren, indem du dir jemanden suchst, mit dem du arbeiten kannst. Oder du pausierst das Video mal und dann kannst du mein Mindmap benutzen und einfach mal dir ein Gespräch ausdenken. Und wir werden gemeinsam den mündlichen Ausdruck Teil 2 durchgehen. Außerdem gehen wir eine Übung mal gemeinsam durch und es werden dir auch noch Downloads bereitgestellt. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst und nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren und schon kann es auch losgehen. Versetze dich in die Lage der Patienten und Pfleger, wie du richtig Diskussionen führst. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege Sprechen Teil 2. Als allererstes zeige ich dir mal, wie unser Video hier überhaupt aufgebaut ist. Ganz am Anfang schauen wir uns die Prüfung an zum Sprechen Teil 2, wie die aufgebaut ist und so weiter. Danach zeige ich dir, wie du dich schon gut zu Hause auf die Prüfung vorbereiten kannst. Dann bekommst du noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von mir mit. Danach üben wir an einem Beispiel gemeinsam und dann hast du es auch schon geschafft. Wir sind also im Goethe Pro Pflege Sprechen Teil 2. Also, wir haben hier eine ganz konventionelle mündliche Prüfung, so wie du sie kennst. Wenn du vielleicht die Teile Hören und Lesen dir schon angeschaut hast, da siehst du, dass wir hier eine teildigitale Prüfung haben. Hören und Lesen sind beide digital, Schreiben und die mündliche Prüfung sind aber ganz normal, wie du das vielleicht aus anderen Prüfungen auch kennst. Bei der mündlichen Prüfung sitzt du mit den Prüfern an einem Tisch und noch ein Gesprächspartner dabei, so wie du es eigentlich wahrscheinlich schon kennst. Hier hast du dann allgemein für das ganze Sprechen hast du eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten. Da kannst du dir Notizen machen und markieren und so weiter. Das ist jetzt der Vorteil. In der digitalen Prüfung konntest du keine Notizen machen und so weiter. Das ist jetzt der Vorteil von dieser konventionellen, ganz normalen Prüfung, so wie wir sie kennen. Du solltest trotzdem in diesen 15 Minuten auf jeden Fall auf dein Zeitmanagement achten, weil wir haben hier verschiedene Teile. Wir haben Teil 1 bis 3 und die solltest du dir ordentlich aufteilen können.
Du darfst dir zwar nicht aussuchen, mit welchem Teil du dann in der Prüfung beginnst, aber du kannst dir natürlich aussuchen, wie du dir diese 15 Minuten Vorbereitungszeit selber einteilst. Im Teil 2 haben wir jetzt eine Diskussion zwischen Patient und Pfleger und du bekommst hier auch wie im Teil 1 eine Beispielsituation vorgezeigt mit 3 Leitpunkten, Gesprächspunkte, die du auf jeden Fall mit einbringen solltest. Ja, die leiten so ein bisschen deine Rolle, die sagen dir, was deine Rolle so, also diese Person, die du spielen sollst, sozusagen in der Diskussion, was diese Person so sagen soll. Ja, das steht alles in diesen Leitpunkten. Und der Teil 2 der mündlichen Prüfung dauert dann insgesamt circa 3 Minuten. Und Teil 1 und Teil 2 sind miteinander verbunden. Es wäre auch sehr hilfreich, wenn du dir das Video zum Teil 1 anschaust, weil, wie gesagt, diese 2 Teile sind verbunden. Das heißt, wenn du der Pfleger bist in Teil 1, dann bist du im Teil 2 dann der Patient. Oder wenn du der Patient bist im Teil 1, bist du in Teil 2 der Pfleger. Und der Pfleger, bei dem wird halt mehr auf die Sprache geachtet und so weiter, der bekommt auch mehr Punkte als der Patient. Der Patient ist eher so ein interaktiver Part, der halt antworten muss. Du wunderst dich vielleicht, wie diese Prüfung überhaupt bewertet wird im Teil des Sprechens. Und zwar ist es so, wie du hier siehst, A, B, C, D, E. Das sind dann die Punkte, die du bekommen kannst. Volle Punktzahl wäre A, E wäre durchgefallen. Und an der Seite siehst du diese Kriterien, auf die die Prüfer achten. Zum Beispiel, es wird geschaut, dass du die Aufgabe erfüllst. Es wird zumindest in Teil 1 und Teil 2 auch auf die Interaktion geschaut, ja, wie du das Gespräch führst. Danach wird auch geschaut, was für einen Wortschatz du hast, welche Strukturen du benutzt und wie du sie benutzt, ja, die Strukturen. Dann gibt es auch teilweise Fragen und Antworten, da wird natürlich auch geschaut und bewertet und auf die Aussprache wird auch geachtet. So, die Bewertung ist hier ein bisschen anders als bei anderen Prüfungen, weil wir ja hier Rollen spielen, einmal Patient, einmal Pfleger. Und deswegen möchte ich dir kurz zeigen, wie das hier bewertet wird. Im Teil 1, also wir haben Teil 1 und Teil 2 erstmal, ja, den Teil 3, der ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir gucken uns Teil 1 und Teil 2 an, weil die so ein bisschen zusammengehören. Da haben wir einmal den Pfleger und den Patienten, ja. Der Pfleger hat aber diese ganzen Kriterien, die hier bewertet werden, wie du siehst. Erfüllung, also die Aufgabenerfüllung, die Interaktion, der Wortschatz und die Strukturen werden hier bewertet und da kann der Pfleger 32 von 100 Punkten erlangen. Der Patient aber, wie du siehst, da wird nur nach der Interaktion geschaut. Und hier kann der Patient dann 8 von 100 Punkten erlangen. Okay, jetzt ist es so, dass im Teil 2 wird das Ganze ja geswitcht. Ja, also wir haben der Pfleger im Teil 1, ist dann der Patient im Teil 2 und da gibt es dann auch halt nur diese Interaktion, die bewertet wird mit 8 Punkten. Und der halt Patient war am Anfang, wird dann Pfleger sein und wird dann auch wieder diese Kriterien hier werden da bewertet. Und zwar bekommt der Pfleger dann hier im Teil 2 auch 32 Punkte. Also die Teil 1 und Teil 2 gehören sozusagen zusammen. Es sind zwar verschiedene Aufgaben, aber punktemäßig muss man halt schauen, ob man der Pfleger ist oder der Patient. Beim Pfleger muss man ein bisschen mehr drauf achten. Insgesamt maximal kann man dann hier für Teil 1 und Teil 2 40 Punkte bekommen. Dann gibt es aber auch noch die Bewertung, Fragen und Antworten und Aussprache. Und diese Kriterien, die beziehen sich auf die komplette Prüfung. Ja? Die werden nicht für Teil 1 und Teil 2 extra gegeben, sondern wird dann nochmal allgemein für die ganze Prüfung geschaut. Wie du siehst, Fragen und Antworten kann man maximal 4 Punkte bekommen. Das ist nicht viel. Wenn du zum Beispiel in der Prüfung eine Frage verhaust und du kannst nicht richtig antworten oder so, kein Problem, es sind nur 4 Punkte. Ja, nicht so schlimm.
Aussprache ist da schon wichtiger, weil da haben wir 16 Punkte. Das ist sehr, sehr viel. Ja, da auf jeden Fall gucken. Und da hast du insgesamt dann 20 von 100. Wie du siehst, Teil 1, Teil 2 plus Fragen und Aussprache sind wir hier bei 60 von 100 Punkten. Bei der Aussprache solltest du dich nicht zu verrückt machen, weil Aussprache bewertet auch deine Satzmelodie und wie natürlich sich das Ganze anhört. Je mehr du dich verkrampfst, je mehr du wie ein Roboter sprichst oder so, je weniger Punkte bekommst du. Das heißt nicht, also die Prüfer schauen auch auf deinen Akzent, ja, dass man dich ordentlich versteht, aber sie schauen halt auch, dass du natürlich sprichst. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Dass du diesen Fluss hast in der Sprache. Bei einer Frage gehst du am Ende des Satzes hoch und bei einem normalen Satz, wenn du fertig bist mit deinem Punkt, was du sagen möchtest, gehst du nach unten. Ja? Also diese Melodie, das einfach mal üben. Das hast du ganz normal automatisch in deiner Muttersprache. Machst du das sowieso. Und das solltest du so ein bisschen halt auch in das Deutsche mit reinbringen, dass du dieses Natürliche behältst. So, damit du erfolgreich in die Prüfung gehen kannst, solltest du dich natürlich ein bisschen vorbereiten. Wir sind weiterhin in der Goethe-Probpflege-Prüfung Sprechen Teil 2. Und ich möchte dir so einen kleinen Tipp mitgeben. Und zwar solltest du dich mal hineinversetzen in so einen Pflegeprofi sozusagen. Ja? Wir haben jetzt hier im Teil 2 einen aktiven Teil, wo du etwas produzieren musst, also eine Diskussion führen musst. Hast du vielleicht Erfahrung darin? Super, ganz toll. Dann kannst du gleich loslegen und dich weiterhin vorbereiten. Hast du keine Erfahrung da drin, ist das auch nicht schlimm. Versuch dich doch mal in die Lage des Pflegers zu versetzen. Du hast das jetzt gelernt, du willst Pfleger werden, dann kannst du das bestimmt, dich da hineinversetzen. Zum Beispiel kannst du dir Fragen stellen. Wie würdest du dich verhalten in dieser Situation? Was würdest du sagen? Wir waren vielleicht alle schon mal Patient, ja, wir waren sicherlich alle schon mal irgendwie im Krankenhaus oder sowas. Da kann man sich gut hineinversetzen in so einen Patienten, denke ich. In den Pfleger vielleicht nicht, wenn du noch nicht als Pfleger gearbeitet hast. Deswegen stell dir diese Fragen. Wie würdest du dich verhalten? Was würdest du sagen? Wie würdest du dich ausdrücken dem Patienten gegenüber? Und was ist für den Patienten wichtig? Da mal drüber nachdenken, wenn du so eine Aufgabe vor dir hast. Außerdem solltest du natürlich dich auch in die Lage des Patienten versetzen können. Das ist ganz wichtig. Auch wenn du dann arbeitest als Pflegekraft, ist das ganz wichtig, dass du das kannst. Ja, dieses Empathie zeigen. Das ist ein Teil deines Berufs. Es ist eine wichtige Kernkompetenz in deinem Beruf und natürlich für uns alle auch im Alltag. Das ist dieses Empathie zeigen. Und wenn du das kannst und du kannst dich in den Patienten auch hineinversetzen, dann baust du Vertrauen auf. Dann verbesserst du deine Kommunikation mit dem Patienten und am Ende auch weißt du halt auch mehr über den Patienten und kannst das dann auch weitergeben an andere Pfleger. Es reduziert Stress und du hast einfach eine bessere Patientenbetreuung. Und deswegen ist diese Aufgabe auch einfach so wichtig, weil du hier auch lernst, jetzt, wenn du dich auf die Prüfung vorbereitest und in der Prüfung auch, lernst du dich in den Patienten hineinzuversetzen, sowohl als auch den Pfleger. Wir haben zwar keinen Text vor uns liegen, wo du jetzt eine bestimmte Struktur einhalten musst, sondern eine Diskussion, aber auch das braucht Zeitmanagement und eine Dialogstruktur, ja, denn Ordnung halten will gelernt sein. Wie gesagt, wir haben jetzt hier keinen Vortrag, wo du eine Gliederung brauchst oder sowas. Du hast aber trotzdem 3 Inhaltspunkte, an die du dich halten solltest. Und diese Inhaltspunkte geben deinem Dialog eine Struktur und die leiten diese Diskussion. Also in der Vorbereitungszeit brauchst du deswegen gut strukturierte Notizen. Die solltest du dir in der Vorbereitungszeit machen. Und dabei solltest du ein Zeitmanagement beachten und das solltest du vorher mal üben. Denn hast du einen fließenden Ideenfluss, dann kann man dir beim Sprechen auch besser folgen. So,
Und es ist so, dass dieser Dialog, diese Diskussion, die hat auch so ein bisschen eine Struktur. Und zwar haben wir hier eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Ja, haben wir eigentlich immer. Man sollte am Anfang das Problem erklären, herausfinden, worum geht es hier jetzt, ja, miteinander drüber sprechen. Der Hauptteil ist dann die Kernideen der Diskussion, wo der Ball rüber und rüber springt, sozusagen, ja. Und zum Schluss sollte man zu einem Abschluss kommen, wo man sich möglichst einigt. Steht auch in der Aufgabe drin, dass sie sich einigen sollen, da den Patienten vielleicht nochmal beruhigen und erklären, wie es weitergeht. Als nächstes können dir Redemittel und Satzanfänge helfen, wenn du dir diese schon mal vorher anschaust. Redemittel helfen dir dabei, eine gute Gliederung zu haben, deine Gedanken verständlich und nachvollziehbar darzustellen. Dabei kannst du dir schon mal verschiedene Szenarios anschauen und überlegen, was könnte denn in der Prüfung ungefähr so drankommen, welche Diskussionen über welche Themen könnte da was drankommen, und dann kannst du dir schon mal überlegen, welche Redemittel du da vielleicht einsetzen kannst. Du kannst dir die Redemittel dann aussuchen und lernst die vielleicht gegebenenfalls auch auswendig. Und kannst du die dann in der Prüfung auch ganz knapp schnell an die Seite schreiben, damit du sie nicht vergisst, während du sprichst. Für die Patientenrolle gibt es auch Redemittel, aber hier wird nur die Interaktion bewertet. Das heißt, du musst dir nicht so viele Gedanken machen darüber. Du musst hier einfach nur geeignet reagieren können und natürlich dich auch an diese 3 Punkte halten. Diese Redemittel und Satzanfänge, die findest du in einer PDF zum Herunterladen in einem Link unter diesem Video. Als nächstes, das siehst du oder hörst du in jedem Video von mir, Wortschatz erweitern ist ganz, ganz wichtig, und hier auch nochmal sprechen und hören üben. Es ist besonders hier in der Prüfung auch ganz wichtig, dass du einen geeigneten Wortschatz hast, weil es geht ja um das Thema Pflege. Und genau auf diesen kannst du dich vorbereiten. Außerdem habe ich hier nicht nur Sprechen üben, sondern auch Hören üben, weil Hören gehört einfach dazu. Du musst ja deinem Gesprächspartner zuhören können und ihm oder ihr dann auch entsprechend antworten können. Ja? Deswegen Sprechen und Hören gehört hier so ein bisschen zusammen. Und das kannst du zu Hause schon mal üben, indem du dir im Internet irgendwas raussuchst. Es gibt auch Talkrunden im Fernsehen und so weiter. Es gibt Podcasts und Vodcasts und solche Sachen, wo du das Hören auch üben kannst. Also auch wenn du im Fernsehen guckst, kannst du dir so eine Talkrunde suchen und dann aber nicht hinschauen, sondern nur mal zuhören. Das geht auch zum Beispiel. Dann ganz am Anfang kannst du einfach mal Themen suchen, die dich interessieren. Die müssen auch erstmal nichts mit Pflege zu tun haben, sondern einfach nur zum Üben ein paar Themen. Und danach aber dann auch auf jeden Fall Pflegethemen dir mal raussuchen und die noch ein bisschen üben. Wenn du das Sprechen und das Hören übst, dann erweiterst du automatisch deinen Wortschatz. Ja, deinen Wortschatz kannst du aber auch erweitern, indem du irgendwie Zeitung liest oder so, ja. Also du kannst dir Dokumentationen anschauen, wie gesagt, Podcasts und sowas anhören, ist auch ganz, ganz super. Radio hören, einfach mal ein paar Nachrichten hören oder so. Magazine lesen. Es gibt ja auch oft so Radios, wo viel gesprochen wird. Das geht auch. Radiosender. Und vielleicht hast du sogar noch Arbeitsbücher von deinem Unterricht, die du dir auch anschauen kannst. Am besten auch noch mit dem Thema Pflege. Dann hast du auch noch mal Wortschatz und Extraübungen und so alles kompakt und kannst dir die einfach noch mal anschauen. Als nächstes, in einer Diskussion gibt es Verhaltensregeln. Das ist hier wichtig, weil solche Verhaltensregeln siehst du eigentlich in meinen anderen Videos nicht. Weil eine Diskussion ist ja schon so, dass man verschiedene Meinungen hat und das kann auch schon mal hitzig werden. Ja, deswegen ganz wichtig, halte dich an bestimmte Regeln. Du solltest auf jeden Fall fair bleiben. Also nicht beleidigen die Person und beziehungsweise auch selber nicht beleidigt sein. Ja, ganz wichtig. Keine Grundsatzdiskussion über Religion und sowas. Das ist jetzt eher, kommt jetzt im Sprechen Teil 2 wahrscheinlich ja nicht vor, dass ihr jetzt zum Thema Religion übergeht oder so. Aber ich denke mal, es ist aber gut zu wissen, dass man solche Grundsatzdiskussionen am besten rauslässt. Versuche nicht über Politik
oder Religion zu sprechen. Weiterhin auch ganz wichtig, dass du aktiv zuhörst und angemessen reagierst. Ja, also nicht während dein Gesprächspartner spricht, schon nachdenken, ach, was sage ich denn als nächstes, sondern höre gut zu, weil du ja reagieren musst. Dann die andere Person immer ausreden lassen, der Person nicht ins Wort fallen, sei geduldig und sei auch nicht gleich eingeschnappt oder werde aggressiv oder sowas, wenn die Person dich unterbricht. Das kann passieren. Falls die Person jetzt wirklich so lange spricht und nicht mehr aufhört, ja, dein Gesprächspartner, dann darfst du natürlich unterbrechen, aber angemessen unterbrechen. Entschuldigung, ich wollte auch noch etwas sagen. Darf ich bitte auch zum Wort kommen oder so? So kann man zum Beispiel auch unterbrechen. Wenn es wirklich ganz schlimm ist und die andere Person gar nicht aufhört zu sprechen, dann haben wir ja auch Gott sei Dank noch unsere Prüfer und die helfen dir natürlich dann auch. Aber die würden schon auch von dir erwarten, dass du höflich unterbrichst und sagst, ich möchte bitte auch etwas dazu sagen. Ja? Als nächstes, das hatten wir eben auch schon mal, Empathie zeigen. Versuche die andere Person zu verstehen und verdeutliche auch freundlich, wenn du anderer Meinung bist, was gut passieren kann in der Diskussion. Und immer relevante und nachvollziehbare Argumente bringen. Jetzt nochmal die wichtigsten Schlagworte für eine erfolgreiche Diskussion. Das kannst du dir merken. Sei fair und aktiv. Das ist so das Wichtigste. Fair und aktiv bleiben. Und das Ziel der Diskussion ist, dass ihr eine gemeinsame Lösung findet durch einen aktiven Argumentationsweg. Ja, und diese Interaktion ist ja Teil der Bewertung. Es ist wichtig, dass ihr am Ende irgendwie euch einigt, auch wenn die andere Person trotzdem noch eine andere Meinung ist, ja, aber irgendwie müsst ihr eine Einigung finden, also eine gemeinsame Lösung finden. So, jetzt hast du dich hoffentlich gut vorbereiten können. Wir sind weiterhin im Goethe pro Pflege und zwar Sprechen Teil 2. Und jetzt kommen wir zur Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in der Prüfung vorgehen kannst. Als erstes Aufgabe und Information lesen, nach ein paar Schlüsselwörtern gucken, dann machst du dir deine Notizen und dann führst du die Diskussion. Und diese Anleitung findest du auch nochmal im Detail in einer PDF zum Herunterladen unter dem Video. Los geht's. Unser erster Schritt heißt Aufgabe lesen und Information lesen. Du hast also eine Aufgabenstellung und Information zu deiner Rolle sozusagen. Und da musst du versuchen, das alles zu verstehen. Lies dabei diese Diskussionsinformation ganz aufmerksam durch. Ob du Patient bist oder Pfleger, ist egal. Auch wenn du sagst, ach, als Patient kriege ich hier ja nur 8 Punkte oder so. Lies es dir trotzdem ordentlich durch, weil die Interaktion wird ja bewertet und du willst natürlich auch deinem Gegenüber eine aktive Diskussion bieten können. Als nächstes, während du liest eigentlich, das ist kein extra Schritt, sondern es gehört eigentlich zum ersten Schritt dazu, während du das liest in deiner Vorbereitungszeit, kannst du gleichzeitig schon Schlüsselwörter finden und die unterstreichen. Und da überlegst du, welche Information ist hier wichtig und was ist überflüssig, was brauche ich eigentlich nicht. Unterstreiche dir dann die wichtigsten Schlagwörter und das hilft dir einfach, dass du einen Überblick behalten kannst. Im nächsten Schritt solltest du dann deine Notizen machen und denen auch einen kleinen Aufbau geben. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Prüfung, weil wenn du übersichtlich strukturierte Notizen hast und die so ein paar Ideen auch aufschreibst, dann kannst du auch schön fließend sprechen, kommst nicht ins Stocken und hast deine Gedanken halt auch vor dir liegen, ja, und musst nicht zu viel nachdenken während der Diskussion. Es ist zwar so, dass du jetzt nicht, es ist kein Vortrag, ja, du weißt natürlich nicht, was die andere Person sagen wird, aber du kannst trotzdem deine Gedanken aufs Blatt bringen, schon mal. Und da solltest du auf jeden Fall schauen, dass du diese Inhaltspunkte bringst, weil die musst du in der Diskussion drin haben, diese Inhaltspunkte, die 3. Die müssen da sein und dazu musst du dir auf jeden Fall Gedanken machen. Auch wenn du denkst, dass die Person, dein Gesprächspartner,
in eine andere Richtung geht und was anderes erzählt oder so, solltest du trotzdem diese Inhaltspunkte da haben. Ja, ganz, ganz wichtig. Und die musst du da eingliedern in deine Notizen und dann auch in deine Diskussion. Jetzt ist es auch wichtig, dass du ganz kurz und knapp deine Gedanken aufschreibst. Wir wollen hier keine Sätze und keine langen Stichpunkte. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, vorhin schon, die Redewendungen kannst du dir ganz knapp an der Seite, am Rand auf deinem Notizblock oder auf deinem Papier notieren, weil das kann dir nämlich helfen, wenn du mal ins Stocken kommst und du überlegst jetzt, Gott, wie hieß denn diese Redewendung? Ich weiß nicht, wie ich den Satz anfangen soll. Dann kannst du ganz kurz auf deinem Papier gucken und da das hilft dir dann, dass du halt nicht unbedingt ins Stocken gerätst. Also es kann hilfreich sein, auf jeden Fall. Und ganz wichtig auch, probier das zu Hause aus, wenn du nicht genau weißt, was für ein Typ Notizen du bist. Das bezieht sich jetzt auf die ganze Prüfung, ob Schreiben oder Sprechen Teil 3 nachher, ganz egal. Überleg dir zu Hause wirklich, was für ein Notiztyp bin ich? Mache ich lieber Listen oder eine Tabelle oder sowas? Oder kann ich ein Mindmap machen? Überleg dir das vorher, übe das vorher auch mal, damit du schnell in der Prüfung vorankommst. Und ich rate dir wirklich, Mindmaps zu machen. Wenn dir das sehr schwer fällt, solltest du das mal üben. Mit auch einem ganz einfachen Thema mal. Und Mindmap hat nämlich ganz viele Vorteile für dich. Als nächstes ist es soweit und du sollst die Diskussion führen. Du beginnst oder ja, kommt drauf an, der Pfleger wird das Gespräch beginnen und der Patient muss dann dementsprechend reagieren. Kommt jetzt halt darauf an, wer du dann sein wirst. Halte dich an diese Diskussionsregeln und verstehe, dass ihr euch als ein Team sehen solltet. Ja, der andere Prüfling, der ist auch aufgeregt, der macht vielleicht Fehler, vielleicht ist der auch viel besser als du und du denkst, oh mein Gott, mein Deutsch ist so schlecht. Lass dich einfach nicht aus dem Konzept bringen. Ja, ihr seid beide hier, ihr seid beide aufgeregt und im Notfall hilft der Prüfer auch in schwierigen Situationen. Hier nochmal ein paar Tipps, wie du bei der mündlichen Prüfung, ob das jetzt nach einem Vortrag ist oder ganz egal, das sind einfach hilfreiche Tipps, wie du dich gut ausdrücken kannst und das Aufgeregtsein ein bisschen beiseite lassen kannst. Und zwar dein Blatt Papier. Bitte nicht damit spielen. Ich glaube, ganz viele Leute haben das dann vor sich liegen und dann wird damit umhergeraschelt und es wird in der Hand gehalten. Einfach auf den Tisch legen und nicht damit spielen. Nicht vergessen. Dann sprich frei. Wenn du so ein Mindmap gemacht hast, dann kannst du frei sprechen. Wenn du frei sprichst, hast du selbstbewussten Auftritt. Versuche deine Stimme schön zu bewegen, nicht zu monoton zu sprechen. Das wird ja auch bewertet, ja? Wir haben gesehen, 16 Punkte für die Aussprache, da gehört das mit rein. Finde einen angenehmen Redefluss. Versuche einfach so natürlich wie möglich zu sprechen. Ich weiß, es ist schwierig, man ist aufgeregt, man stottert vielleicht auch mal, aber das ist ganz wichtig. Wie gesagt, 16 Punkte gehen allein für das Sprechen. Deswegen üb das zu Hause und versuche wirklich so frei wie möglich zu sprechen und nichts abzulesen. Außerdem Mimik und Gestik, ja, wie du dein Gesicht bewegst, wie du deine Hände bewegst. Zeig deine Hände, lächle, sei aufmerksam, zeige, dass du aufmerksam bist. Solche Sachen. Und zeige auch, dass du gut zuhörst, ja, weil ihr seid ja Gesprächspartner und ihr seid ein Team. Und hier nochmal mit der wichtigste Tipp, den ich dir gebe, übe einfach mal vor dem Spiegel oder noch besser, nimm dich mit einer Kamera auf. Mach einfach mal so ein Gespräch durch und nimm dich dabei auf und dann kannst du dir das mal angucken. Ich weiß, das ist oft sehr unangenehm, wenn man sich nochmal anschauen muss, aber das hilft dir, um zu sehen, okay, ich bewege meine Hände zu viel oder ich spiele mit meinem Papier rum oder ich muss gerade sitzen bzw. stehen und so weiter. Ja, also einfach mal dich selber anschauen und dann merkst du schon, es gibt so ein paar Sachen, die man verbessern kann. Stresst dich die mündliche Prüfung auch so sehr? Das kann ich verstehen. Dann klicke doch mal hier unten auf den Home Studies Button, denn da gibt es super Lehrer bei Home Studies, die dir weiterhelfen können, die dich unterstützen und bei jeglichen Fragen zur Verfügung stehen und mit dir auch noch Übungen durchgehen können. Also,
Probier es einfach mal und wir machen mit dem Video direkt weiter. So, du hast jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung gesehen, du hast dich vorbereitet so ein bisschen und jetzt machen wir noch ein kurzes Beispiel gemeinsam. Hier siehst du die Schritte von eben aus der Anleitung und wir sind weiterhin im Goethe-Zertifikat Pro Pflege Sprechen Teil 2. So sind die Aufgaben, also das erste Blatt von der mündlichen Prüfung. Wir sehen Teil 1. Teil 1 kannst du dir in einem anderen Video noch genau anschauen. Teil 2 haben wir und Teil 3. Teil 2 ist also eine Diskussion zwischen Patient oder Angehöriger mit Pflegekraft. Und das Ganze dauert ca. 3 Minuten. So sieht das Arbeitsblatt aus. Man sieht, man hat einen Teil 1 und einen Teil 2. Wie gesagt, wenn du im Teil 1 ein Pfleger bist, bist du im Teil 2 dann ein Patient oder halt ein Angehöriger. Und wenn du in Teil 1 ein Patient bist, bist du in Teil 2 dann der Pfleger. So, in diesem Beispiel haben wir jetzt hier den Patienten. Ja, das heißt, in Teil 1 wärst du jetzt der Pfleger gewesen. Hier bist du jetzt halt der Patient. Wir würden jetzt hier die Aufgabe gemeinsam uns durchlesen und die Informationen lesen. Während wir das tun, können wir auch direkt die Schlüsselwörter finden. Und zwar sind wir vor kurzem operiert worden. Wir sind also in einem Krankenhaus. Wir sind vor kurzem operiert worden. Jetzt möchten wir aus dem Krankenhaus entlassen werden und unterhalten uns darüber mit einer Pflegekraft. Okay, jetzt kommen diese 3 wichtigen Punkte. Wir sollen erklären, warum wir entlassen werden wollen. Wir sollen reagieren auf die Begründung des Pflegers, warum wir nicht entlassen werden können. Und wir sollen verschiedene Möglichkeiten vielleicht ansprechen. Und am Ende sollten wir uns mit der Pflegekraft natürlich auch einigen. Genau. So, jetzt hüpfe ich mal zurück oder zu dem anderen Teilnehmer rüber, der jetzt die Pflegekraft wäre. Das könntest ja auch du sein. Wir haben hier also die Pflegekraft. Und im nächsten Schritt schauen wir uns die Schlüsselwörter an. Wir wissen also, wir unterhalten uns mit dem Patienten, das wissen wir. Der Patient wurde operiert und möchte aber schon entlassen werden. Also das Gleiche, ne? Von der Sicht aus der Pflegekraft. Teilen Sie dem Patienten mit, dass er oder sie jetzt noch nicht entlassen werden kann und nennen Sie Gründe. Erster Punkt. Zweiter, reagieren Sie dann auf die Begründung des Patienten und sprechen Sie verschiedene Möglichkeiten an und einigen Sie sich. So, jetzt müssen wir unsere Notizen machen. Ich mache das jetzt mal aus der Sicht der Pflegekraft. Und zwar bin ich ein Mindmap-Fan. Ich werde auf jeden Fall ein Mindmap machen und mir da einfach mal so ein paar Gedanken aufschreiben und es auch in eine Art Gliederung bringen. Also, als erstes haben wir den Beginn. Zu Beginn könnte man erstmal die Person beruhigen, zum Beispiel, dann erklären, warum man noch nicht nach Hause kann. Und dann geben wir die Gründe dazu, warum das so ist. Zum Beispiel könnte man sagen, der Patient war erst in Narkose und muss noch zur Überwachung da bleiben, weil die Person könnte ja hinfallen, ja, Sturzmöglichkeit oder so. Das wäre der Anfang. Dann haben wir einen Hauptteil, wo die richtige Diskussion dann losgeht, sozusagen. Da müssen wir auf jeden Fall Empathie zeigen, den Patienten verstehen. Ja, das kann man dann auch schön verbinden mit den Gründen. Warum kannst du nicht nach Hause, warum können Sie nicht nach Hause, lieber Patient? Und da zeigen, dass man den Patienten versteht. Vielleicht sagt der Patient, ja, ich will aber meine Enkelin hat heute Geburtstag oder so. Dann kann man sagen, ja, auf jeden Fall, ich verstehe das total. Ich habe auch eine Tochter oder so, ja. Da Empathie zeigen und Verständnis zeigen und dann versuchen, gemeinsam eine Lösung dazu zu finden.
Dann kann man Beispiele finden. Zum Beispiel, die Familie darf doch besuchen. Vielleicht holen wir mal ein Telefon und rufen mal an. Oder wenn es langweilig ist, wir können den Fernseher anmachen und den Patienten ablenken. Oder vielleicht kann jemand mit dem Rollstuhl mal draußen spazieren gehen. Man kann einen Tee anbieten, ein Buch, ein Magazin oder so. Solche Sachen einfach dem Patienten entgegenkommen, mögliche Lösungen finden, wie wir den Patienten überreden können, dass er versteht auch, dass er nicht entlassen werden kann. Und ganz am Ende dann der Schluss. Da sollte man sich natürlich einigen und das kann man mit Hilfe auch dieser Beispiele in die Richtung dann bringen. Genau. So, und dann sind wir im letzten Schritt, die Diskussion führen. Du hättest dann dein Mindmap vor dir. Da würde ich natürlich, wenn ich jetzt du wäre, noch ein paar mehr Gedanken mir machen, ja, und die da noch mit aufschreiben. Und dann, ja, führt ihr eure Diskussion. Und zwar machen wir gemeinsam Sprechen Teil 3. Außerdem gehen wir eine Übung mal gemeinsam durch und es werden dir auch noch Downloads bereitgestellt. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst und nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren und schon kann es auch losgehen. Jetzt stehst du im Mittelpunkt. Ein Übergabegespräch führen in der Goethe Pro Pflege B2 Prüfung. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung Pro Pflege. Sprechen Teil 3. Los geht's. Als allererstes möchte ich dir zeigen, wie dieses Video aufgebaut ist. Und zwar siehst du am Anfang, wie die Prüfung im Teil 3 aufgebaut ist, worum es da überhaupt geht. Dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut darauf vorbereiten kannst. Danach gehen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mal durch und dann üben wir auch noch an einem Beispiel. Und dann hast du es auch schon geschafft. So, wir sind also schon in unserem ersten Teil, wo wir uns die Prüfung mal genau gemeinsam anschauen. Wir sind also im Goethe Pro Pflege-Zertifikat im Teil Sprechen, Teil 3, die mündliche Prüfung. Und diese Prüfung ist relativ konventionell. Also wenn du die anderen Teile der Prüfung gesehen hast, beim Hören und Lesen, da haben wir eine digital, die Teile sind digital, die machst du am Computer. Die mündliche Prüfung und die schriftliche Prüfung sind beide ganz normal, wie wir sie aus den alten Prüfungen sozusagen kennen. Nicht am Computer oder sowas, sondern mit Leuten am Tisch, hier die mündliche Prüfung, wo du direkt mit Gesprächspartnern und Prüfern sprechen musst. Genau, so wie wir das wahrscheinlich auch schon aus anderen Prüfungen kennen. Für den mündlichen Teil der Prüfung hast du eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten. In dieser Zeit kannst du Notizen machen, die Sachen markieren. Und da musst du aber aufpassen, dass du ein geeignetes Zeitmanagement hast. Weil du kannst dir diese 15 Minuten so aufteilen, wie dir das am besten passt. Ja, da solltest du mal schauen, mach mal so eine Probeprüfung durch und stoppe mal die Zeit und gucke, wie viel du wirklich in der Vorbereitung brauchst für Sprechen Teil 1, 2 und 3. Und wenn du merkst, zum Beispiel Sprechen Teil 3 fällt mir schwer, da brauche ich länger Zeit, dann schau auf jeden Fall, dass du das alles schaffst in den 15 Minuten. Also einfach mal zu Hause üben, so eine Probeprüfung mal machen und das alles ordentlich stoppen und dann siehst du auch, wie du das dann aufbauen kannst. So, wir haben im Sprechen Teil 3 ein Übergabegespräch zwischen dir, dem Pfleger, und deinen Kollegen. Es geht hierbei um einen Patienten, der aufgenommen werden soll oder übergeben werden soll. Und du musst halt etwas über diesen Patienten dann erzählen. Danach werden dir dann auch noch Fragen gestellt, die du beantworten musst. Das heißt auch, wenn dein Gesprächspartner dran ist und hat dieselbe Aufgabe und muss ja auch so ein Übergabegespräch machen, dann musst du auch noch Fragen stellen können. So, du kriegst eine Situation, eine Beispielsituation, die auch Leitpunkte dabei hat und du solltest dann insgesamt 4 Minuten oder dieses ganze Übergabegespräch wird dann insgesamt 4 Minuten dauern.
Ich möchte dir kurz noch zeigen, welche Bewertungskriterien es denn gibt, worauf schauen die Prüfer, damit du ungefähr eine Idee hast, was die denn da genau von dir hören möchten. Also einmal wird geguckt, ob du die Aufgabe erfüllst und nicht irgendwas anderes erzählst, ja. Dann Teil 1 und 2 haben wir hier Interaktion, das ist jetzt hier nicht dabei, sondern Teil 3 haben wir Kohärenz, also wie du deine Sätze verknüpfst und so weiter. Dann wird auch noch auf deinen Wortschatz geschaut, deine Strukturen und auch noch, wie die Fragen und Antworten so gestellt wurden und deine Aussprache. Hier zeige ich dir noch, wie das aussieht, wie der Prüfer, der hat dann so ein Blatt vor sich liegen und gibt dir dann Punkte. Damit du das verstehst, wie die Punkte gegeben werden, wollte ich dir das auch mal zeigen. Ja? Hier siehst du auch noch Teil 1 und Teil 2. Das habe ich in den anderen Videos genauer erklärt. Das gehen wir mal ganz kurz durch. Du kannst jederzeit zu Teil 1 und Teil 2 in die Videos rübergehen und dir das auch nochmal genauer anschauen. Also, wir haben hier Teil 1 und Teil 2 und da werden die Rollen gespielt von Pfleger oder Patient und da gibt es dann zum Beispiel für den Pfleger diese 4 Bewertungskriterien, wo man dann 32 Punkte bekommen kann. Die Person, die den Patienten spielt, die hat dann nur eine Bewertung zur Interaktion und kann hier nur 8 Punkte bekommen. In Teil 2 werden dann diese Rollen umgetauscht und der Pfleger vorher war im Teil 1, ist jetzt der Patient und so weiter. Und insgesamt hat man dann halt hier die 40 Punkte, also 32 plus 8. Kannst du dir gerne in den anderen Videos nochmal angucken. Hier geht es jetzt aber um den Teil 3. Wie du siehst, Teil 3 haben wir diese 4 Kriterien. Erfüllung, Kohärenz, Wortschatz, Strukturen. Und da kannst du insgesamt 40 Punkte erlangen. Das heißt, für jedes Kriterium 10 Punkte maximal. Und dann haben wir natürlich auch noch Fragen und Antworten, wofür du 4 Punkte bekommen kannst und die Aussprache ganz viel, 16 volle Punkte dafür. Und da kommen wir dann bei Fragen, Antworten und Aussprache auf 20. Wie du siehst, die Aussprache ist hier ganz wichtig, weil das halt auch in der Pflege natürlich wichtig ist, dass du dich ordentlich unterhalten kannst, die anderen dich auch gut verstehen, ja, gerade auch deine Patienten dann. Und deine Kollegen müssen natürlich auch alles gut verstehen. Und es ist so schnell, wenn man etwas falsch ausspricht oder so, dass man Verständnisprobleme hat. Und das könnte dann wirklich zu Problemen führen, weil es geht ja auch um die Gesundheit von Menschen. Ja, deswegen Aussprache hier ganz wichtig, 16 Punkte maximal. Wie du siehst, Teil 1 und 2, insgesamt dann zusammen 40 Punkte, Teil 3 40 und Fragen und Aussprache dann 20. Du siehst also, Teil 1 und Teil 2 gehören zusammen und wiegen genauso viel wie Teil 3. Der ganze Teil 3 ist also nochmal ein großer Packen mit den 40 Punkten, die man da erreichen kann. So, als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du dich schon gut auf diese Prüfung vorbereiten kannst. Wir sind weiterhin in der Goethe Pro Pflege B2 Prüfung und ein kleiner Tipp, versuch doch mal zu denken wie ein Pflegeprofi. Ja, wir haben hier einen sehr aktiven Teil beim Sprechen. Du musst ja hier etwas produzieren, ja, du musst sprechen. Und in diesem Teil haben wir ein Patientenübergabegespräch mit den Kollegen. Falls du schon Erfahrung darin hast, super, dann fällt dir das vielleicht etwas einfacher. Wenn du keine Erfahrung darin hast, versetz dich mal in die Lage des Pflegepersonals. Stell dir vor, wie würdest du dich verhalten? Was würdest du sagen? Wie würdest du dich ausdrücken? Ja, da einfach mal versuchen, dich schon in den Beruf so ein bisschen hineinzudenken. Außerdem ist es wichtig, dass du dich in die Lage des Pflegepersonals und deinen Kollegen und natürlich auch den Patienten, ja, hineinversetzen kannst. Hier in diesem Teil ist es jetzt nicht so wichtig, dass du den Patienten verstehst, weil du sprichst nicht mit dem Patienten. Das war wichtig für Teil 1 und Teil 2, besonders sehr wichtig dafür, weil du ja sogar als Rolle einen Patienten spielst, ja. Hier geht es eher um das Personal und deine Kollegen halt.
Aber da ist es auch wichtig, dass du Empathie zeigst, du versuchst die Leute zu verstehen. Und es ist natürlich auch, wenn du dich in diese Lage des Pflegepersonals mal so reinversetzt, dann erlernst du auch selbst wichtige schon Kernkompetenzen, die du im Beruf und auch im Alltag allgemein brauchst. Ja, gerade in so sozialen Berufen ist das ganz wichtig, weil das baut Vertrauen auf, das verbessert die Kommunikation, das reduziert Stress. Und du hast einfach am Ende auch eine bessere Patientenbetreuung. Also ganz, ganz wichtig, diese mündliche Prüfung, deswegen auch nochmal diese 16 Punkte in der Aussprache, weil die gehören einfach dazu. Ja, wenn du jetzt Angst hast wegen der Aussprache, wir machen nachher, zeige ich dir, wie du dich vor dem Spiegel oder mit der Kamera mal aufnehmen solltest. Und da kannst du dir selber mal zuhören und mal überlegen, wie spreche ich denn? Ist das alles so klar, wie es sein sollte? Oder habe ich noch so ein paar, sagen wir mal, Vokale oder Konsonanten, also jetzt so Buchstaben oder Wörter, die ich nicht so korrekt ausspreche, wie ich sie eigentlich kenne von meiner Lehrerin oder so. Ja, es gibt manche Leute, die sprechen das O nicht richtig aus oder das A oder das K, ja, oder das T. Und da kann es sein, dass dann das Wort sich etwas verändert und das ist natürlich dann nicht so toll. Deswegen könntest du das vielleicht üben. Aber da musst du dir selber zuhören und schauen, woran du da arbeiten musst. So, außerdem ist es wichtig, dass du Ordnung hältst und das will gelernt sein, weil hier müssen wir bei Ordnung, meine ich, das Zeitmanagement, wir müssen unsere Zeit ordnen, wir müssen schauen, wann wir was machen in unserer Vorbereitungszeit. Und wir müssen natürlich auch lernen, während des Sprechens nicht zu schnell zu sprechen und so weiter. Auch die Gesprächsstruktur wollen wir natürlich, muss gelernt sein. Die müssen wir gut strukturieren, das, was wir sagen. Und das machen wir, indem wir uns an diese 3 Inhaltspunkte halten. Wir haben jetzt hier keinen formellen Vortrag mit einer Gliederung, aber wir haben ja diese 3 Inhaltspunkte. Und an die müssen wir uns halten, damit wir dem Gespräch halt eine Struktur geben und unsere Sätze und so weiter, unsere Ideen gut einleiten. So, in der Vorbereitungszeit hast du die Zeit dazu, deine Notizen auch gut zu strukturieren. Das solltest du alles zu Hause mal üben. Und dabei solltest du auf jeden Fall auch das, wie gesagt, das Zeitmanagement beachten. Und wenn du einen fließenden Ideenfluss hast, der gut strukturiert zusammenpasst, dann hast du auch einen guten Fluss beim Sprechen. So, wir haben zwar nicht eine richtige Gliederung, aber man kann sagen, dass auch bei diesem Gespräch wir schon so eine Art Struktur haben. Und zwar könnte man sagen, man hat wie so eine Einleitung, dann hat man so einen Hauptteil und am Ende einen Schluss. Ganz am Anfang solltest du kurz diesen Patienten mal vorstellen. In deinem Hauptteil bringst du dann diese Kernideen mit rein, den Zustand des Patienten und die Therapie und die Pflegeanweisungen. Und am Schluss dann müsstest du mit deinem, was du halt über den Patienten erzählst, zum Abschluss kommen und dann halt auf diese Fragen reagieren, die dann noch kommen und vielleicht auch ein aktives Gespräch dann noch am Ende führen. Weiterhin kann es hilfreich sein, wenn du die Redemittel anschaust und Satzanfänge. Die Redemittel, die helfen dir, dass du eine gute Gliederung in deinen Ideen hast. Deine Gedanken sind dann verständlich und auch nachvollziehbar. Und da kannst du dir verschiedene Szenarios angucken oder verschiedene Redemittel, die du dir dann anschaust und da suchst du dir 1, 2 raus, die du vielleicht auswendig lernst und die kannst du dann sogar in der Prüfung noch bei deinen Notizen mit aufschreiben. Und genau, hierzu gibt es eine PDF, die kannst du dir herunterladen. Den Link dazu findest du hier unter diesem Video. Und da hast du eine Liste mit ganz vielen Redemitteln und kannst dir ein paar heraussuchen. Auch ein wichtiges Thema ist, den Wortschatz zu erweitern. Das machst du auch ganz automatisch, wenn du das Sprechen und das Hören ein bisschen übst. Natürlich kannst du auch etwas lesen oder etwas anschauen und so weiter.
Da, wenn du irgendwas machst, was mit Deutsch zu tun hat, dann erweiterst du automatisch deinen Wortschatz. Und das hörst du bei mir wirklich in jedem Video, weil es einfach so fundamental wichtig ist. Und gerade in der Pflege ist es halt auch so wichtig, einen geeigneten Wortschatz zu haben und sich auch auf diesen halt vorzubereiten, weil wir haben verschiedene Wörter, die wir in der normalen Deutschprüfung nicht haben. Deswegen kannst du einmal das Sprechen und das Hören üben. Du kannst dir Online-Quellen suchen, so Talkrunden im TV kannst du dir anhören oder einfach anschauen. Dann kannst du dir zum Beispiel erstmal Themen suchen, die dich interessieren, aber dann halt auch andere Themen, die vielleicht schwieriger sind und auf jeden Fall Pflegethemen dir anschauen. Und um deinen Wortschatz zu erweitern, kannst du natürlich auch andere Sachen machen, wie Dokumentationen anschauen, Podcasts hören, Magazine lesen und so weiter. Und ganz natürlich auch praktisch, wenn du vielleicht ein Arbeitsbuch, ein Kursbuch hast, dann solltest du dir das natürlich auch nochmal anschauen und gucken, ob es da Wörter gibt, die du einfach nochmal wiederholen solltest. Wenn du dann neue Wörter hast oder schwierige Wörter, das kann auch irgendein Verb sein, was nichts mit Pflege zu tun hat, ja, die solltest du dann nicht nur aufschreiben, sondern auch mal benutzen, ja, mündlich benutzen oder kannst auch vielleicht einen Text schreiben und da diese Wörter einfach mal auch so aktiv benutzen. So, wir sind schon im dritten Teil des Videos angelangt und zwar bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir sind also weiterhin in der Goethe-Pro-Pflegeprüfung im Sprechen Teil 3. Und hier zeige ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in der Prüfung gut vorgehen kannst. Wenn du meine anderen Videos gesehen hast, siehst du auch, dass diese Anleitung eigentlich die gleiche ist wie im Teil 1 und Teil 2. Super, du gehst überall genauso vor wie hier, nur dass wir am Ende halt ein anderes Gespräch haben. Ja? Die Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch nochmal im Detail als PDF zum Herunterladen in dem Link unter dem Video. Legen wir los. So gehst du also vor in der Prüfung. Du liest dir erstmal deine Aufgabe durch, die ganzen Informationen, die du da siehst, und versuchst das alles zu verstehen. Lass dir da Zeit. Ja, du hast ja diese 15 Minuten Zeit, aber fokussiere dich nicht zu sehr auf Sachen, die du vielleicht nicht ganz verstehst. Ja, weil die Zeit rennt doch auch davon. Und natürlich haben wir auch Patienteninformationen, die du auch aufmerksam dir anschauen solltest. Im zweiten Schritt, ich mache das hier als zweiten Schritt, es geht aber eigentlich, gehört so ein bisschen zum ersten Schritt. Während du liest, kannst du nämlich schon Schlüsselwörter unterstreichen oder diese zumindest finden. Und da kannst du dich selber kannst du dir selber die Frage stellen, welche Information ist wichtig? Was ist hier überflüssig? Was kann ich jetzt, brauche ich jetzt nicht drauf fokussieren? Und wie gesagt, wichtige Sachen unterstreichen, dann hast du so einen guten Überblick. Im dritten Schritt solltest du den Aufbau überlegen und Notizen machen. Das ist ein wirklich wichtiger Teil der Prüfung, weil hast du übersichtlich strukturierte Notizen, dann kannst du auch fließend besser sprechen. So, jetzt solltest du in deinen Notizen so ein bisschen die Inhaltspunkte zuordnen können, das Ganze ein bisschen eingliedern. Ganz wichtig in deinen Notizen ist, dass du kurz und knapp deine Gedanken aufschreibst. Vorsicht vor Sätzen, langen Stichpunkten, das bringt dich dann dazu, sehr auf dein Blatt, auf deine Notizen zu schauen, und das ist nicht gut. Du sollst ja frei sprechen, deswegen wirklich alles ganz kurz und knapp aufschreiben, wenn du überhaupt was aufschreiben musst bei diesem Teil. Dann, wie gesagt, Redewendungen kannst du am Rand vielleicht irgendwo notieren, weil es kann passieren, dass wenn du sprichst, du bist im Redefluss und denkst, so, jetzt kommt eine Stelle, wo ich eine Redewendung benutzen möchte, so einen Satzanfang, der das schön einleitet, was ich sagen möchte, aber jetzt fällt mir der nicht mehr ein. Und dann kann es passieren, dass du vielleicht stecken bleibst und dann wirst du nervös und so weiter. Wir wissen, wie das ist, ne, in so einer mündlichen Prüfung. Deswegen
würde ich dir raten, ja, wenn es dir schwierig fällt, dir ja sowas zu benutzen, dann kannst du so eine Redewendung dir auch einfach mal mit aufschreiben. Dann hast du die vor dir und kannst die jederzeit äh, mit einfügen in dein Gespräch. Auch von mir ein ganz, ganz toller Tipp. Eine geeignete Form für Notizen solltest du dir auf jeden Fall vorher schon überlegen, nicht erst in der Prüfung. Probier da mal verschiedene Sachen aus. Ich bin ein riesengroßer Mindmap-Fan. Ich finde Mindmaps ganz, ganz klasse, besonders für solche Situationen, wo man halt aktiv dann etwas produzieren soll, wie hier, ja. Du sollst ja sprechen, du sollst frei sprechen. Und so ein Mindmap, das siehst du hier auch in dem Bild, das hat wirklich nur Wörter. Und da bist du gezwungen, frei zu sprechen, ja. Und du hast auch auf jeden Fall viel Zeit gespart, als wenn du ganz viele Notizen machst und guckst dann auch die ganze Zeit auf deinen Zettel und sprichst nicht mehr fließend und hast halt auch das Problem, dass du in der Vorbereitungszeit viel schreibst, anstatt einfach so ein Mindmap zu machen und so ein Brainstorming zu machen, wo du nachdenkst und das alles in Wörter packst und so eine Struktur machst, wo du auch schnell alles vor den Augen hast. Also Mindmap, probier das mal aus. Im nächsten Schritt hast du dann dieses Übergabegespräch, das sollst du dann führen. Beginne wie mit einem Vortrag, ja, du sollst ja das erstmal einleiten, vom Patienten erzählen und so weiter. Diese Informationen, die du dann bringst, die stehen auf deinem Zettel, ja, auf dem Aufgabenblatt steht das alles drauf und am Anfang haben wir erstmal diesen Monolog, wo du alleine sprichst und alles über den Patienten erzählst und danach kommt es dann zum eher aktiven Gespräch, wo die Kollegen dann mitsprechen und dir Fragen stellen, wo du darauf antworten musst. Ich möchte dir gerne noch ein paar Tipps mit auf die Reise geben und zwar beim freien Sprechen sind so ein paar Sachen ganz wichtig. Zum Beispiel, du hast ja so dieses Blatt Papier, spiel damit nicht. Wir sind alle aufgeregt, ich weiß, ich kenne das. Leg das Blatt Papier vor dich. Du kannst es vielleicht auch halten mit beiden Händen oder so, aber spiel nicht so sehr mit rum und vielleicht bist du auch nervös und dann wackelt das und so weiter. Am besten ist, du legst es hin und bleibst ganz entspannt und spiel auch nicht mit anderen Sachen wie deinem Stift oder deinen Haaren oder so, ja. Versuch das ein bisschen zu unterdrücken. Genau. Dann, wie gesagt, du sollst frei sprechen und wenn du das tust, hast du einen selbstbewussten Auftritt, dann solltest du dabei deine Stimme etwas bewegen, nicht zu monoton sprechen, so wie ich das ja jetzt auch mache und das wird ja dann auch bewertet in der Aussprache nachher, ja. Deswegen solltest du dich schon mehr, wie du es aus deiner Muttersprache auch kennst, ja, so wie du in deiner Muttersprache sprichst, mit einer Melodie drin, ja, mit Pausen, mit so einem Redefluss, so sollst du das auch auf Deutsch probieren, ja, und wenn du das hinbekommst, dann brauchst du auch bei der Aussprache dir keine Gedanken mehr zu machen, weil du dann auch eine gute Punktzahl hast, ja, gute Punkte bekommst. Denk einfach, guck mal, wie du in deiner Muttersprache sprichst und dann guck mal, wie du auf Deutsch sprichst. Und wenn sich das sehr abgehackt anhört oder wenn das sehr monoton klingt, also ich spreche mit dir, ich gehe hoch und runter in meiner Stimme, ja? Am Ende des Satzes gehe ich runter. Am Ende einer Frage gehe ich hoch, ja, wenn ich etwas frage. Und das sollte halt auch so natürlich wie möglich rüberkommen. Probier das mal. Dann auch, wie gesagt, mit dem Papier nicht spielen und so. Das heißt, die Mimik und Gestik ist halt auch wichtig. Zeig deine Hände, benutz die Hände, wenn du sprichst. Du sollst natürlich nicht mit den Händen umherfuchteln, ja, nicht so zu schnell bewegen, sondern benutz die Hände, versuch entspannt zu sein, lächle, sei aufmerksam und so weiter. Und dann klappt das auch alles super. Und dein Gesprächspartner auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn der dann spricht, hör dem gut zu, weil du musst dem ja dann auch Fragen stellen und seht euch als ein Team. Versuch jetzt nicht irgendwie super schwierige Fragen zu stellen, sondern denke, der ist jetzt auch sowas von aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ich muss dem aber eine Frage stellen. Also
denk dir wirklich eine nette Frage aus, die ihr auch gut beantworten kann und seht euch einfach als ein Team. Und nochmal ein ganz wichtiger Tipp hier in so einer mündlichen Prüfung, übe das Ganze mal vor dem Spiegel oder nimm dich mit einer Kamera auf und dann schaust du dir das nochmal an und dann siehst du die Aussprache, du siehst, wie du dich bewegst und so weiter und kannst ein bisschen daran üben. Stresst dich die mündliche Prüfung auch so sehr? Das kann ich verstehen. Dann klicke doch mal hier unten auf den Home Studies Button, denn da gibt es super Lehrer bei Home Studies, die dir weiterhelfen können, die dich unterstützen und bei jeglichen Fragen zur Verfügung stehen und mit dir auch noch Übungen durchgehen können. Also, probier es einfach mal und wir machen mit dem Video direkt weiter. So, jetzt bevor ich dich aus dem Video in die Prüfung schicke, machen wir noch ein kurzes Beispiel gemeinsam und dann hast du es auch geschafft. Also, wir sind immer noch in der Goethe-Prüfung pro Pflege B2 und machen hier Sprechen Teil 3. Wie du siehst, das ist unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung und die gehen wir jetzt gemeinsam noch mal kurz durch. Also hier haben wir nochmal die Aufgaben, diese Kandidatenblätter, die du bekommst für die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung dauert ca. 15 Minuten und wir gucken uns da jetzt den Teil 3 an. So, im Teil 3, wie ich dir das vorhin schon erwähnt habe oder erklärt habe, ist es so, dass du den Gesprächspartnern, also deinen Kollegen sozusagen, ja, den Fall eines Patienten vorstellen sollst. Und anschließend wird dann noch darüber gesprochen und das Ganze dauert dann 4 Minuten. Im ersten Schritt sollen wir die Aufgabe und die Informationen lesen. So sieht dein Aufgabenblatt aus, wie du siehst. Du hast also einmal die Aufgabe da oben, dann diese 3 Ideen, die du einbringen musst, dann Informationen über den Patienten und dann noch eine kleine Information da unten. Die schauen wir uns auch gleich an. Ich bin direkt in den zweiten Schritt übergegangen, weil wenn wir jetzt lesen, können wir auch gleichzeitig die Schlüsselwörter finden. Wir haben hier, ganz am Anfang steht hier noch diese Situation, die du dir halt vorstellen musst. Sie sind Pflegekraft in einem Krankenhaus und stellen einer Gruppe von Kollegen einen Patienten vor. Ja? Wie ich das schon erklärt habe. Und dann schauen wir, warum ist der Patient auf der Station? Warum ist er dort? Dann nennen Sie die ärztliche Diagnose und erklären Sie die Therapie und Pflegeanweisungen. Das sind also unsere 4 Sachen. Warum ist er dort? Diagnose, Therapie und Pflegeanweisungen. Diese 4 Sachen müssten jetzt für dich heißen, das sind meine Schlagwörter. Darum geht es. Dann haben wir auch noch die Informationen von diesem Patienten. Das ist der Herr Steiger. Das gucken wir uns auch noch an, in Ruhe durchlesen. Und da müssen wir jetzt nichts unterstreichen so richtig, weil es sind ja wirklich nur einzelne Wörter. Aber was vielleicht auch noch wichtig ist, wären hier so ein paar Nummern. Also, dass wir die Temperatur nicht nur sagen, er hat eine gute Temperatur, sondern sagen Temperatur von 37,5 Grad. Auch hier Schmerzmittel ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, wie viel, ja, und wie oft. Das könnte man sich noch unterstreichen. Der Rest, das sind einzelne Wörter, das müsst ihr jetzt vielleicht morgen früh unterstreichen, aber ja, den Rest brauchen wir nicht unterstreichen. Dann neben dieser Patienteninformation steht nochmal eine Information für dich. Sprechen Sie zusammenhängend und ausführlich, denken Sie an einen Aufbau mit Einführung etc. und verwenden Sie womöglich eigene Worte. Haben wir vorhin auch schon gesagt, Einführung, Hauptteil, Schluss. Ne? Und das siehst du jetzt auch nochmal. Wir machen jetzt nämlich mal hier gemeinsam ein Mindmap. Wir sind im Aufbau und in Notizen. Und da kannst du zum Beispiel in der Mitte einfach schreiben Übergabe oder so, Übergabegespräch, Patientengespräch oder so. Und dann als erstes haben wir den Beginn. Also ich würde es dann auch so aufteilen auf Beginn, Hauptteil, Schluss. Im Beginn, am Anfang, als Einleitung werden wir den Patienten erstmal vorstellen kurz. Der heißt Herr Steiger, der hat Schmerzen im Unterbauch.
Und die Diagnose dazu ist eine Blinddarmentzündung. Im Hauptteil können wir dann halt diese Blinddarmentzündung nochmal genauer erklären, noch sein Empfinden ein bisschen erklären, die Krankheitssymptome erklären und wie es ihm halt allgemein so geht. Dann können wir die Therapie erklären, zum Beispiel, dass er diese Schmerzmittel bekommen muss und danach noch die Pflegeanweisungen. Also hier haben wir ja unsere 4 Punkte jetzt. Wir haben, warum ist er da? Ja, das ganz am Anfang würde man das machen. Dann, was war die Diagnose? Die ist Blinddarmentzündung. Und was ist die Therapie und die Pflegeanweisung? Da hätten wir jetzt alles drin. Und am Schluss können wir dann noch dazu sagen, dass wir jetzt halt mögliche Fragen dann noch machen, die sich wahrscheinlich auch auf diese Pflegeanweisungen und so weiter beziehen. Genau, und so könnte ein Mindmap ungefähr aussehen. Vielleicht noch ein paar mehr Ideen, die du dazu hast, könntest du dir da noch mit draufschreiben. Genau. Und dann sind wir im 4. Schritt, wo du die Diskussion führen kannst mit Hilfe deines Mindmaps. Und hier gibt es jetzt eine komplette Probeprüfung für dich zusammengestellt mit allen Teilen der Prüfung. Außerdem gehen wir eine Übung mal gemeinsam durch und es werden dir auch noch Downloads bereitgestellt. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst und nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren und schon kann es auch losgehen. Lust auf eine Probeprüfung? Hier ist das Goethe-Zertifikat Pro Pflege B2. Und schon legen wir los. Ich zeige dir erstmal, wie das Video aufgebaut ist. Wir schauen uns am Anfang den Aufbau der Prüfung an. Die ist ein bisschen anders als sonst. Dann gebe ich dir einen kurzen Tipp zum Zeitmanagement und dann kannst du an Beispielen üben zu jedem einzelnen Teil der Prüfung. Als allererstes schauen wir uns den Prüfungsaufbau gemeinsam an. Also, die ganzen Prüfungen, also die ganzen Teile dieser Goethe-Pro-Pflegeprüfung findest du auch bei Home Studies. Hier gibt es auch einen Link unter dem Video. Da gibt es ganz viele PDFs mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und so weiter. Und da findest du auch zu jedem einzelnen Teil auch einen Blog, den du dir durchlesen kannst und so weiter. Also schau dir zu den einzelnen Teilen auch nochmal die einzelnen Videos an. Die findest du auch hier. Und da siehst du alles nochmal genau im Detail, wie du dich darauf vorbereiten kannst, wie die Prüfung, also der einzelne Teil der Prüfung aussieht. Da gehen wir auch nochmal zu jedem Teil eine Übung durch und dann bist du super vorbereitet für deine Prüfung. Also, zum Prüfungsaufbau. Wir sehen, dass es eine teildigitale Prüfung ist. Das heißt, Lesen und Hören sind digital. Hier haben wir aber nicht Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter, sondern wir haben verschiedene Aufgabentypen. Und diese Typen werden dir gemischt gegeben. Und die Zeit der Prüfung richtet sich auch nach dem, wie schnell du vorankommst, wie dein Niveau ist. Denn in diesem digitalen Teil der Prüfung bei Lesen und Hören, da wird drauf geschaut, was für ein Niveau du hast. Die Prüfung ist aber nur bestanden, wenn du auf jeden Fall B2 hast. Ja, hier wird also im digitalen Teil geprüft, hast du A1, A2 oder B1, B2 und so weiter. Und bestanden ist sie aber dann erst bei B2. Okay? Die anderen beiden Teile, Schreiben und Sprechen, die sind so, wie du sie wahrscheinlich aus allen anderen Prüfungen auch kennst, vor Ort mit einem Prüfer und auch noch einem Gesprächspartner. Und die sind dann wieder nach diesen Subtests aufgeteilt, so wie wir sie kennen. Wir schauen uns das jetzt nochmal im Detail an. Der digitale Teil ist also Lesen und Hören. Wie du siehst, wir haben 5 verschiedene Aufgabentypen, die zeige ich dir auch gleich mal. Und zwar haben wir da kurze Texte, lange Texte, mittellange Texte und diese Typen werden halt gemischt. Es kann passieren, dass ein Aufgabentyp gar nicht drankommt. Es kann passieren, dass ein anderer mehrmals drankommt. Das macht der Computer halt selber. Und beim Hören haben wir auch 3 verschiedene Aufgabentypen. 2 davon haben ein kurzes Audio und 1 ein langes Audio.
Und dabei handelt es sich immer um so Interviews, Gespräche und so weiter. Die kurzen Audios sind nicht länger als 1 Minute, oft nur so 30 Sekunden. Und die langen Audios sind dann teilweise schon 3 bis 4 Minuten. Und die kannst du dir aber da auch zweimal anhören. Im konventionellen Teil, also der ganz normale Teil, so wie du sie auch schon aus anderen Prüfungen kennst, sind wir hier bei Schreiben und Sprechen. Schreiben haben wir mehrere Teile. Im ersten Teil geht es darum, einen Bericht zu schreiben. Du kannst hier gerne kurz das Video pausieren, es dir in Ruhe nochmal durchlesen, die Bewertung und so. Wenn du aber noch mehr Informationen erfahren möchtest, dann geh direkt in das Video zu Schreiben Teil 1. Das gibt es nämlich auch, okay? Also zu jeden einzelnen Teilen, zu jeden Aufgabentypen gibt es nochmal ein ganzes Video komplett dazu. Und da wird das auch nochmal alles genau erklärt. Okay, also hier haben wir 150 Wörter, die du schreiben sollst. Du kannst maximal 60 Punkte erreichen und die ganze insgesamt schriftliche Prüfung dauert 75 Minuten. Hier für den Teil 1 solltest du ca. 45 Minuten aufbringen. Dann im Teil 2 der schriftlichen Prüfung sollst du eine E-Mail schreiben und aber so weniger als beim Teil 1 schreiben, also nur 100 Wörter. Deswegen bekommst du auch nur 40 Punkte. Der Teil 1 ist also viel größer. Und wie gesagt, die ganze schriftliche Prüfung dauert ca. 75 Minuten. Und hier brauchst du dann so ca. 30 Minuten. Da beim Zeitmanagement darauf achten, wie du deine Zeit richtig aufteilst. Der nächste Teil in dem noch ganz konventionellen Teil der Prüfung ist Sprechen. Und bevor das richtig losgeht, beim Sprechen werden dir einige Fragen gestellt und du sollst dich einfach kurz vorstellen. Als nächstes sind wir dann im Teil 1. Da geht es um ein Patientengespräch. Ich erkläre das gleich nochmal genauer. Das ist nämlich ein bisschen knifflig hier, der Teil 1 und Teil 2. Die gehören nämlich zusammen. Die Bewertung, wie das funktioniert mit den Punkten, das schauen wir uns auch nochmal an. Das kann wirklich sich ein bisschen eigenartig alles anhören. Deswegen schau dir auf jeden Fall auch noch das Video dazu an, zum Teil 1 und Teil 2. Da ist das alles nochmal genau erklärt. Okay, hier geht es um ein Patientengespräch zwischen dem Pfleger und dem Patienten. Du musst halt die Rolle einnehmen, entweder des Patienten oder des Pflegers. Ja, und dementsprechend gibt es dann deine Punkte. Gerne das Video kurz pausieren und es dir nochmal hier in Ruhe durchlesen. Der Teil 1 dauert dann circa 3 Minuten. Im Teil 2 sollt ihr eine Diskussion halten, also du und dein Gesprächspartner. Und hier musst du wieder die Rolle entweder des Patienten oder des Pflegers einnehmen. Und das liegt jetzt daran, was du im Teil 1 warst. Also es wird keiner zweimal der Patient sein oder zweimal der Pfleger, sondern wenn du im Teil 1 der Pfleger warst, bist du im Teil 2 dann der Patient und genau andersherum. Ja. Hier dieser Teil dauert dann auch so circa 3 Minuten und dementsprechend bauen sich dann auch die Punkte auf. Es kommt halt drauf an, ob du Pfleger oder Patient bist. Im Teil 3 ist es dann so, dass du die Rolle, also es gibt ein Übergabegespräch. Jetzt spielst du auf jeden Fall die Rolle des Pflegers, ja, egal was du vorher warst. Im Teil 3, das ist jetzt so ein Extrateil, ja, der gehört nicht mehr zum ersten und zum zweiten dazu. Und da bist du auf jeden Fall ein Pfleger und du hast ein Übergabegespräch mit deinen Kollegen, ja. Das Ganze dauert circa 4 Minuten. Und hier, dieser Teil wiegt dann so 40 Punkte, was der erste und zweite Teil auch wiegt. Man sieht also, Teil 1 und Teil 2 gehört zusammen und Teil 3 ist ein Teil für sich. So, das Zeitmanagement würde ich dir gerne nochmal mit auf den Weg geben. Es ist nämlich ganz wichtig für dich. Du fragst dich vielleicht, warum? Und zwar solltest du wirklich eine passende Zeiteinteilung für dich finden. Und das machst du, indem du diese Prüfung einfach mal komplett durchübst und die Zeit dabei stoppst. Das kannst du sogar auch teilweise auf der Goethe-Website machen, denn da gibt es den digitalen Teil auch als Test.
Genau, und den Rest kann man sich da auch noch runterladen und dann kannst du die ganze Prüfung mal komplett für dich selber mal durchgehen. Und überlege einfach mal, welche Aufgaben einfach und schwer fallen und die einfachen machst du dann zuerst. Zum Beispiel, wenn du dann deine Notizen machst für die mündliche Prüfung oder für den schriftlichen Teil, da kannst du zum Beispiel schauen, welche Aufgabe mache ich zuerst, welche mache ich danach. Ich würde immer die einfachen zuerst machen und dann die schwierigen, weil du bei den schwierigen Aufgaben einfach mehr Zeit brauchst. Und wenn du sagst, ach, das ist einfach für mich, dann machst du das zuerst, denn da hast du deine Punkte schon mal da drin, ja. Und dann beschäftigst du dich mit dem anderen schweren Teil. Das Problem ist hier, Zeitmanagement passt nicht so ganz bei Hören und Lesen. Du musst dich natürlich trotzdem beeilen, weil dir die Zeit ja trotzdem davon rennt. Du hast zwar 60 bis 90 Minuten in Lesen und Hören, aber du solltest dich natürlich nicht zu lange mit einem Aufgabentypen da aufhalten, damit du natürlich auch genügend Punkte sammelst in der gegebenen Zeit. Dafür kannst du aber da halt nicht sagen, ich möchte erstmal Aufgabentyp 1 machen, bevor ich dann den Aufgabentyp 2 mache. Das geht nicht. Der Computer, der mischt das so für dich und spuckt es dir dann so aus, ja, sag ich mal. Deswegen kannst du dir da eigentlich nichts aussuchen in dem Sinne, ja. So. Und auch in der mündlichen Prüfung und im Schreiben solltest du auch bei deinen Notizen halt eine geeignete Zeiteinteilung finden, weil du hast ja diese Vorbereitungszeit, besonders in der mündlichen Prüfung. Hast du 15 Minuten Vorbereitungszeit und die solltest du richtig nutzen können, indem du zum Beispiel vorher schon weißt, welche oder wie mache ich Notizen, mache ich mir ein Mindmap, mache ich mir eine Liste und so weiter. Mit welcher Übung fange ich an oder mit welcher Aufgabe fange ich an und so weiter. Ja? Tipps dazu halt auch nochmal in den einzelnen Videos zu den Teilen der Prüfung. So, wir sind hier immer noch im Goethe-Pro-Pflegezertifikat B2 und wir üben jetzt an Beispielen gemeinsam. Du wirst jetzt die komplette Prüfung sehen, Teile davon auch im Detail und andere nicht. Also ich zeige dir die schwierigen Sachen, die gehen wir im Detail durch. Die anderen, da zeige ich dir, wie die Aufgaben aussehen. Wenn du da dann nochmal Hilfe brauchst, geh direkt in das Video zu den einzelnen Teilen herein. Da hörst du nochmal ganz viel Information darüber. Wir fangen an, wie du siehst. Wir haben Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen. Wir befinden uns im ersten Teil im Lesen und der hat 5 verschiedene Aufgabentypen. Ja, nicht 5 Teile, sondern Typen. Wie du siehst, kannst du dir kurz durchlesen. Ich zeige dir jetzt die einzelnen Typen und einen davon gehen wir auch gemeinsam durch. Los geht's. Der erste Aufgabentyp 1. Wir haben hier einen kurzen Text mit einer Lücke und mehreren Antwortoptionen. Das heißt, wenn du dann digital auf dieses Kästchen klickst, dann kommen dir da ganz viele 4, 5 oder so Antwortoptionen, wovon du dir dann eine aussuchen musst. Das ist Aufgabentyp 1. Ganz schnell und kurz. Ich glaube, das ist einfach zu meistern. Der Aufgabentyp 2 hat auch einen kurzen Text, aber jetzt haben wir eine Multiple-Choice-Aufgabe. Wir haben hier keine Frage, sondern einfach 3 Sätze, die halt zu diesem kurzen Text dazu passen. Und wenn du das dann gefunden hast, klickst du dann auf Weiter und dann kommen die nächsten Aufgabentypen. Jetzt sind wir beim Aufgabentypen 3. Da haben wir einen langen Text mit mehreren Multiple-Choice-Aufgaben und den schauen wir uns mal genauer im Detail an. Der Aufgabentyp 3 hat diese Schritte, die wir eben gemeinsam durchgegangen sind, und die schauen wir jetzt uns an einem Beispiel an. Hier siehst du jetzt, wie die Aufgabe aussieht, und zwar ist das ja digital, ja? Und nicht ein Blatt vor dir, sondern am Computer in deinem Prüfungszentrum. Und so sieht das aus. Du hast also, da ganz oben siehst du diesen Balken, da steht Start, Lesen, dann ist Lesen vorbei und dann Hören. Also du siehst ungefähr, wo du dann bist in deiner Prüfung, wie weit du noch hast, ob du noch am Anfang bist oder zum Ende hin.
Und da musst du natürlich auch ein bisschen mit deine Zeit managen können in der Hinsicht. Aber so sieht es aus. Du hast also einen längeren Text. Und unter dem Text hast du dann deine Multiple-Choice-Aufgaben. Hier haben wir jetzt 6 Aufgaben zu dem längeren Text. So, du hast jetzt einen Überblick, wie das ungefähr aussieht. Jetzt zeige ich dir mal die Aufgabenstellung. Hier steht, lesen Sie die Aufgaben. Scrollen Sie, um alle Aufgaben zu sehen. Lesen Sie dann den Text und finden Sie die Antworten. Wie du siehst, habe ich dir eben in der Schritt-für-Schritt-Anleitung das alles ein bisschen anders gesagt. Und zwar habe ich dir gesagt, du sollst erstmal den Text dir anschauen. Das steht jetzt hier nicht. Hier steht, lesen Sie die Aufgaben zuerst. Ich finde aber, es ist ganz wichtig, dir den Text einfach mal ganz schnell zu überfliegen, damit du überhaupt mal eine Idee hast vom Text ungefähr, wie der so aussieht, was da so ungefähr drin steht, ja, bevor du die Aufgaben liest. Das finde ich sehr wichtig und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, bevor du zu den Aufgaben übergehst. Deswegen, diese Aufgabenstellung würde ich jetzt hier nicht beachten, sondern ich würde nach meinen Schritt-für-Schritt Steps gehen. Genau. Okay, legen wir los. Wir überfliegen also jetzt erstmal unseren Text von oben links nach unten rechts. Und das kannst du gerne nochmal in Ruhe machen. Pausiere das Video und mach das mal für dich selber. Ich mache das jetzt nur mit dem ersten Absatz. Gleich siehst du auch noch den Rest vom Text. Also pausiere, lies eine Weile und dann kannst du weiterschauen. Wir machen das mal gemeinsam hier oben. Ich sehe also schon mal die Überschrift, die kommt mir natürlich entgegengesprungen. Einladung zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. Okay, es hat damit was zu tun. Dann sehen wir, sein Name ist Herr Schuh. Das ist wahrscheinlich auch schon mal wichtig. Und wenn ich dann hier drüber fliege, sehe ich schon mal das Wort Krankenpfleger, Strahlentherapie, Gefährdung. Also ich fliege so rüber und nüber ein bisschen, ja. Und Mitarbeiter. Da unten sehe ich auch nochmal arbeitsmedizinisch. Ich habe jetzt so ein bisschen drüber geflogen, ja, und habe diese Wörter herausgefunden und sehe, es hat irgendwas mit Krankenpfleger zu tun. Strahlentherapie kam mir so entgegen und da unten noch Mitarbeiter und arbeitsmedizinisch. Also in diese Richtung geht es schon mal am Anfang des Textes. Du kannst den Rest jetzt auch noch in Ruhe überfliegen, wenn du das üben möchtest, und pausiere dafür aber bitte das Video. Jetzt gehen wir nämlich weiter im Text. Wir gucken uns auch nach unten den Teil an. Und jetzt gehen wir über zu den Aufgaben. So, hier sehen wir jetzt die Multiple-Choice-Aufgaben, die sollen wir ja auch nochmal überfliegen. Und wie ich das vorhin erzählt habe, haben wir hier schon das Beispiel, dass wir von der Aufgabe her gar keine Frage oder sowas haben, sondern einfach nur Herr Schuh. Punkt. Das bringt uns ja jetzt gar nichts. Deswegen müssen wir so ein kleines bisschen auch mal über die Aufgaben drüber fliegen, die Antworten drüber fliegen. Und da sehe ich auch so Wörter, die mir entgegenkommen: Arbeitsmediziner, Unfallrisiko und Arbeitsunfall. Also es geht in Richtung Unfall. Und da hatten wir irgendwie was im ersten Teil des Textes. Das habe ich schon gemerkt, da stand irgendwas. Und jetzt habe ich schon mal eine bessere Idee. Ja, wenn du das natürlich mit dem ganzen Text dann nachher machst, hast du schon eine Idee, wo könnte hier was ungefähr stehen, und hast einfach einen besseren Überblick. Und das Ganze sollte aber sehr rasch geschehen. Ja, schau dir das also jetzt nochmal an, überfliege mal und pausiere das Video dabei. Hier haben wir auch noch die Aufgabe 3. Dann die nächsten 2 Aufgaben. Und auch noch die letzte Aufgabe. So, das Überfliegen sollte so schnell geschehen, wenn du das richtig kannst, dass du jetzt schon fast eigentlich genug Zeit hattest in der Zeit, wie ich hier weitergemacht habe. Ne? Also einfach nur so drüber fliegen. Jetzt geht es erst richtig los. Das war ja eben so eine Art Vorbereitung. Jetzt geht's los. Wir lesen jetzt unsere Aufgabe und schauen dabei nach Schlüsselwörtern. Also Herr Schuh,
tritt seine neue Stelle als Arbeitsmediziner an. Und da kommt mir jetzt als Schlüsselwort entgegen das Wort Stelle, neue Stelle auch, und Arbeitsmediziner. Ich muss dir aber leider noch dazu sagen, dass du in der digitalen Prüfung jetzt hier, wie auf dem Blatt Papier, nicht Notizen machen kannst, unterstreichen kannst und solche Sachen. Das ist halt wirklich ein negativer Punkt dieser Prüfung. Deswegen musst du dir das einfach merken, ja? Also, hier die ersten Schlüsselwörter, die uns jetzt hier entgegenkommen, sind Stelle und Arbeitsmediziner. Dann Herr Schuh hat während der Arbeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Das ist auch, scheint wichtig zu sein. Und Herr Schuh hatte einen Arbeitsunfall in den Kliniken Norderstedt. Ich gehe mal davon aus, dass das Wort Kliniken Norderstedt jetzt nicht so wichtig ist. Falls es wichtig sein sollte, kann ich ja nachher beim detaillierten Lesen nochmal genau nachschauen. Okay? So, wir haben jetzt die 3 Wörter, diese Stichwörter Arbeitsmediziner, Unfallrisiko und Arbeitsunfall. Diese 3 Wörter sind wichtig und die muss ich mir jetzt merken, weil jetzt muss ich wieder hochscrollen zum Text und dann sehe ich die Aufgabe nicht mehr. Wir haben also hier den Nachteil in der Prüfung, wo du das Papier vor dir liegen hast, hast du deine Aufgaben und den Text und kannst darüber und hinüber springen, kannst unterstreichen, kannst was notieren und so weiter. Das haben wir jetzt hier nicht mehr. Das heißt, merk dir wirklich diese 3 Wörter und dann gehst du hoch in den Text und liest den Text. Also Arbeitsmediziner, Unfallrisiko, Arbeitsunfall. Wir scrollen also jetzt hoch zu unserem Text und lesen. Einladung zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. Sehr geehrter Herr Schuh, ab dem 1.10.2018 sind Sie in den Stadtkliniken Norderstedt. Aha, da kommt jetzt das doch nochmal. Okay, ist wahrscheinlich doch wichtig, aber das stand ja auch in der Multiple Choice. Also gut, wir haben hier schon mal eine Verbindung gefunden. Ab dem 1.10. sind Sie in den Stadtkliniken Norderstedt an unserem Standort Tannenbusch. Ist nicht wichtig, kannst du gleich vergessen. Tannenbusch, als Gesundheits- und Krankenpfleger beschäftigt. Okay, wichtig. Dann als Mitarbeiter der Abteilung für Onkologie und Strahlentherapie, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so wichtig, hatte ich ja eben in meiner Aufgabe gar nicht stehen, sind Sie hohen Unfall- und Arbeitsrisiken ausgesetzt. Okay, Unfallrisiko stand da, also müssen wir ja auch nochmal genau schauen. Dies sind Gefährdungen zum Beispiel durch Infektionserreger, Gefahrstoffe, Strahlung oder Heben und Tragen von schweren Lasten. Interessiert uns nicht. Hat nichts mit der Aufgabe zu tun. Können wir gleich wieder aus dem Gehirn rausstreichen. Im Rahmen der Vorschriften zum Arbeitsschutz sind wir verpflichtet, alle Mitarbeitenden arbeitsmedizinisch zu untersuchen. Hier haben wir nochmal das Wort Arbeitsmediziner. Jetzt überlegen wir können gerne nochmal runterscrollen zu unserer Aufgabe und überlegen. Wir hatten jetzt hier stehen, Herr Schuh tritt seine neue Stelle als Arbeitsmediziner an. Okay. Wir können jetzt noch mal schauen, Arbeitsmediziner hatten wir dabei stehen, das Wort arbeitsmedizinisch, ja, aber welche Stelle tritt er denn an? Da können wir noch mal schauen, und zwar als Gesundheits- und Krankenpfleger, also doch nicht Arbeitsmediziner. Er soll zu einer arbeitsmedizinischen Untersuchung kommen, aber er ist nicht Arbeitsmediziner, also können wir das gleich wegstreichen. Okay, interessiert uns nicht. Weiter. Das ist jetzt das Ausschlussverfahren. Wir wissen schon mal, dass die erste Antwort falsch ist. Jetzt konzentrieren wir uns auf die 2, die noch übrig sind. Herr Schuh hat während der Arbeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Hier stand ja was von Unfall und Arbeitsrisiko. Und wenn ich weiterschaue, Herr Schuh hatte einen Arbeitsunfall in den Kliniken Norderstedt. Hier steht jetzt Kliniken Norderstedt, aber hier steht nichts von Arbeitsunfall. Sondern hier steht ja Unfall- und Arbeitsrisiken. Und jetzt können wir da den Satz nochmal anschauen. Als Mitarbeiter der Abteilung bla bla bla, nicht wichtig, sind Sie hohen Unfall- und Arbeitsrisiken ausgesetzt. Das heißt, wir lesen hier oben nochmal, Herr Schuh hat während der Arbeit ein erhöhtes Unfallrisiko. Stimmt das? Genau, das stimmt und somit haben wir unsere richtige Antwort und können die auch anklicken.
Wie gesagt, Problem bei der ganzen Sache, du musst die ganze Zeit hoch und runter scrollen. Deswegen ist es wichtig, dass du diese Wörter einfach auch versuchst, dir gut zu merken in diesem Moment. Dann kannst du auch schneller antworten. Das war jetzt die erste Aufgabe mit dem ersten Teil des Textes. Dann gehst du zur nächsten Aufgabe über und wiederholst diese 3 Schritte mit der nächsten Aufgabe, ja? Mit jeder weiteren immer wieder diese 3 Schritte. Das heißt, Aufgabe lesen, Text lesen und dann die Aufgabe beantworten. Ja? Also nicht den ganzen Text lesen und dann versuchen, alle Aufgaben zu beantworten. Da kommst du durcheinander, das geht gar nicht. Und ganz am Ende solltest du alles nochmal überprüfen. Wenn du das dann gemacht hast und bist bereit, dann kannst du auf Weiter klicken. Jetzt befinden wir uns beim Aufgabentyp 4. Du hast jetzt Aufgabentyp 3 im Detail gesehen. Jetzt schauen wir uns Aufgabentyp 4 einfach mal kurz an. Hier haben wir jetzt einen mittellangen Text mit Lücken. Und wenn wir da auf diese Kästchen klicken, dann kommen da wieder mehrere Antwortoptionen. Und die muss man dann einfach auswählen. Und dann fügt sich das da ein. So wie bei einem normalen Lückentext auch. Und der letzte Aufgabentyp, der Aufgabentyp 5. Hier haben wir wieder einen mittellangen Text, auch wieder mit Lücken, aber hier gibt es eine freie Texteingabe. Das hört sich vielleicht schwierig an, aber ich denke, hier gibt es halt nicht unbedingt nur ein Wort, was da reinpasst. Es kann natürlich sein, dass auch andere Ausdrücke, ein anderes Wort da reinpasst. Und wenn du die richtige Antwort dazu gibst, dann bekommst du deine Punkte. Genau. Also ich glaube, es ist nicht so schwierig, wie es vielleicht aussieht. Noch ein kleiner Tipp nebenbei. Wenn du noch weiter solche Übungen machen möchtest, dann klicke doch hier unten auf den Home Studies Button und wir machen direkt weiter mit dem Video. Wenn du dann das Lesen hinter dich gebracht hast, geht es direkt über ins Hören, alles auch weiterhin digital. Hier haben wir aber jetzt nur noch 3 verschiedene Aufgabentypen, 2-mal kurze Audios und einmal ein langes Audio. Wie gesagt, Aufgabentypen werden hier gemischt gegeben. Der Aufgabentyp 1, da haben wir ein kurzes Audio mit einer kurzen Multiple-Choice-Aufgabe. Wir haben eine kurze Frage und einfach nur 3 Wörter dazu, wo du dir dann die richtige Antwort heraussuchen musst. Wie du oben an dem Balken siehst, da haben wir einmal, also unter Hören mit den 3 Punkten, haben wir so einen Balken. Da steht Start, Lesen, Lesen beendet, Hören. Also wie du siehst, es geht auf jeden Fall mit Lesen los. Das ist der erste Teil, auf jeden Fall dieser digitalen Prüfung. Und danach geht es direkt nahtlos in das Hören über. Ja? Und du kannst hier das Audio dann 2-mal hören und suchst dir dann die Antwort aus und klickst auf Weiter. Und du siehst das Audio, das dauert auch nur 35 Sekunden. Im Aufgabentypen 2 haben wir wieder ein kurzes Audio, sogar noch kürzer, nur 23 Sekunden, als Beispiel hier. Auch wieder mit einer Multiple-Choice-Aufgabe, aber diesmal haben wir dann Bilder als Optionen und da musst du dann ein richtiges Bild dazu anklicken. Jetzt befinden wir uns beim letzten Aufgabentypen, dem Aufgabentyp 3 mit dem längeren Audio und den schauen wir uns nochmal genauer im Detail an. Hier siehst du jetzt nochmal unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Als allererstes siehst du, wie das aussieht, der Aufgabentyp 3. So sieht dann dein Bildschirm aus. Hier sieht man jetzt nur 3 Multiple-Choice-Aufgaben, weil ich jetzt alle 6 nicht hier zeigen kann auf einmal. Deswegen konzentrieren wir uns einfach erstmal auf die ersten 3. Du siehst, ganz oben ist die Aufgabe beschrieben. Darunter ist dann der Audiobalken, den du selber anklicken kannst. Und darunter sind deine Fragen mit jeweils 3 Multiple-Choice-Antworten. Die Aufgabe lautet: Lesen Sie die Aufgaben, scrollen Sie, um alle Aufgaben zu sehen. Klicken Sie auf die Audiotaste, um den Text zu hören. Sie können den Text 2-mal hören. Klicken Sie auf jede Aufgabe und wählen Sie die richtige Antwort.
So, dann wollen wir unsere Aufgaben lesen und Schlüsselwörter uns anschauen und das geschieht im ersten Schritt. Ganz oben sieht man auch, es ist also ein Interview mit Frau Uelzen. Mehr wissen wir jetzt noch nicht. Hier sieht man also jetzt erstmal nur 3 Multiple-Choice-Aufgaben. Man sollte dann alle 6 anschauen, die Fragen lesen, die Antworten lesen und nach Schlüsselwörtern suchen. Zum Beispiel bei der Nummer 1, was steht für Frau Uelzen im Erstkontakt mit dem Patienten an erster Stelle? Da ist zum Beispiel Frau Uelzen nicht wichtig. Wir wissen, es geht um sie schon mal. Und wir können zum Beispiel Erstkontakt ist ganz wichtig, wahrscheinlich das Wort. Dann können wir unten noch gucken, sich mit Namen vorzustellen, die Krankheit kurz auszublenden und den Krankheitsverlauf zu kennen. Da wären jetzt unsere Schlüsselwörter zum Beispiel der Name sagen, Krankheit ausblenden und Krankheitsverlauf. Das sind so die 3 Hauptwörter, auf die wir uns dann beim Hören konzentrieren müssen. Und so kannst du dir das alles mal durchlesen und schauen, worauf muss ich mich konzentrieren, was ist jetzt hier wichtig und versuche auch möglichst alles zu verstehen. Dann sind wir im nächsten Schritt, das erste Mal hören, global hören. Du klickst dann hier auf den Start-Button und dann geht das Audio los. Wie du siehst, das Audio ist 3 Minuten und 27 Sekunden. Also hält sich im Rahmen zwischen 3 und 4 Minuten. Wir können jetzt hier in unserer Übung das leider nicht hören, aber du kannst so eine ganze ein Beispiel, ja, ein Demo auf der Webseite vom Goethe-Institut einfach mal selber machen und da kommt diese Aufgabe auch vor. Im nächsten Schritt oder während du ja hörst, kannst du dann schon mal überlegen, was man anklicken könnte oder nicht. Zum Beispiel kannst du gesagt haben, dass du bei der Nummer 1 schon herausgehört hast, dass es nicht um den Krankheitsverlauf geht. Du hast jetzt schon gehört, dass es eher darum ging, die Krankheit kurz auszublenden. Und wenn du dann möchtest, kannst du es auch gerne schon anklicken. Und wenn du dann bei der zweiten Aufgabe zum Beispiel nicht weißt und sagst, ich muss mir das dann nochmal anhören, dann lässt du das einfach frei. Im nächsten Schritt sollte man die übrigen Aufgaben dann nochmal lesen. Das heißt, ich kann mir natürlich hier meine erste Aufgabe auch nochmal anschauen, wenn ich möchte. Oder ich sage, ich bin mir relativ sicher, ich brauche mir das nicht nochmal durchzulesen. Ich gucke mir dann lieber die übrigen Aufgaben nochmal an, lies sie mir nochmal durch. Und wenn ich dann soweit bin und sage, ich bin bereit, ich habe alles gelesen, ich verstehe es, dann gehst du zum nächsten Schritt über, bei dem du dann nochmal auf Start klickst und du dir das Audio zum zweiten Mal anhörst. Und da kann man dann während dem Hören, ja, wir wissen jetzt hier oben, das hatten wir schon angeklickt. Vielleicht kannst du dann nochmal kurz zuhören und schauen, stimmt das auch oder ist es doch falsch? Und beim zweiten Hören hast du dann vielleicht auch schon mehr die Ahnung und sagst, okay, bei Nummer 2 passt das hier zum Beispiel gar nicht. Du hast das Ausschlussverfahren angewendet und merkst dann, dass die richtige Antwort diese sein muss. Dann kannst du die auch schon während des Hörens natürlich schon anklicken. Ich habe jetzt hier natürlich als nächsten Schritt das Anklicken, aber das passiert ja parallel, während du hörst, ne? Dann klickst du schon dahin, sonst vergisst du es ja. Ganz wichtig. Und zum Beispiel hast du hier unten dann gesagt, auch wieder Ausschlussverfahren, das ist auf keinen Fall richtig, die erste. Und ich weiß aber leider nicht, was hier jetzt die richtige Antwort ist. Das kann passieren. Dann hast du das Audio jetzt hinter dir und jetzt musst du natürlich hier oben, das hatten wir ja schon angeklickt, diese Aufgaben sind, also die Antworten hast du angeklickt. Das musst du auch überprüfen, dass du überall eine Antwort hast. Und hier bei der Nummer 3 wusstest du jetzt nur, dass das nicht passt, aber du bist dir trotzdem nicht sicher, dann such dir einfach irgendwas aus. Ich nehme jetzt einfach die Mitte und dann klickst du das auch an. Stell einfach sicher, dass du überall was angeklickt hast. Vielleicht hast du Glück und wenn du das dann gemacht hast, alle 6 angeklickt, du hast überall eine Antwort, dann
geht es weiter und du klickst auf Weiter und gelangst zur nächsten Aufgabe oder bist fertig mit der Hörprüfung. So, nachdem wir jetzt den digitalen Teil der Prüfung hinter uns gebracht haben, sind wir jetzt in dem konventionellen Teil Schreiben und Sprechen, wo das so wieder so alles abläuft, wie du das wahrscheinlich aus anderen Prüfungen auch kennst. Ja, mit einem Prüfer am Tisch oder halt mit dem Gesprächspartner oder einem Zettel vor dir, wo du jetzt dann direkt mit Stift auch schreiben kannst. Also nicht mehr digital. Und wir sind beim Schreiben. Das Modul Schreiben besteht aus 2 Teilen. Das Ganze dauert 75 Minuten. Du kannst dir hier jetzt dein Zeitmanagement selber einteilen. Im Teil 1 schreibst du einen Bericht, im Teil 2 schreibst du eine E-Mail. Fällt dir die schriftliche Prüfung etwas schwer? Kein Problem. Such dir doch mal deine eigenen Lehrer raus, die direkt für dich zugeschnitten ein Programm erstellen, mit dem du das Schreiben noch unterstützend üben kannst. Und um das zu tun, klickst du hier unten einfach mal auf den Home Studies Button. Und dann viel Spaß. Wir machen weiter mit unserem Video. Wir schauen uns den ersten Teil der Prüfung an. Da geht es um eine Berichterstattung. Du sollst einen Bericht schreiben. Dieser Teil, dafür bekommst du auch mehr Punkte und solltest auch mehr Zeit einplanen. Deswegen schauen wir uns den im Detail zusammen an. Also wie gesagt, wir sind in der Goethe Pro Pflegeprüfung Schreiben Teil 1. Hier siehst du unsere Schritt-für-Schritt Anleitung, nach der wir uns jetzt die Prüfung mal anschauen. Als allererstes, das ist die Aufgabe an sich. Wie du siehst, schreiben 75 Minuten. Im Teil 1 schreiben Sie einen Bericht. Im Teil 2 gibt es dann eine E-Mail und du kannst dir den Teil aussuchen, mit dem du anfängst. Den eigentlichen Text schreibst du dann auf einen Antwortbogen. Das heißt, wir können jetzt hier auf unserem Blatt Papier umherschmieren, wie du willst, unterstreichen, notieren, was auch immer du möchtest. Und das ist einfach ein super Vorteil gegenüber dieser digitalen Prüfung. Legen wir los. So sieht dein Aufgabenblatt aus. Wie du siehst, es geht um einen Bericht. Vorgeschlagene Arbeitszeit 45 Minuten. Du hast den Kopf vom Bericht, damit du weißt, worum es ungefähr geht. Und darunter stehen deine Punkte. Und ganz unten steht auch nochmal, bei der Bewertung wird darauf geachtet, wie die Inhaltspunkte bearbeitet sind und wie korrekt der Text ist. Schreiben Sie einen zusammenhängenden Bericht mit ca. 150 Wörtern. Legen wir los. Als allererstes sollst du dir die Aufgabe anschauen und die Informationen lesen. Die Aufgabe ist, Herr Schröder wird von der häuslichen Pflege in ein Pflegeheim eingewiesen. Verfassen Sie einen Einweisungsbericht. Ganz klar und einfach erklärt. Jetzt gucken wir uns diesen Einweisungsbericht an. Und da können wir auf jeden Fall schon mal beginnen und auch nach Schlüsselwörtern schauen, ob wir irgendwas haben, was wir unterstreichen können. Wie du siehst, hier ist jetzt nicht sehr viel zum Unterstreichen da. Es ist wenig Information. Aber was vielleicht wichtig ist, ist der Anlass, der Grund der Einweisung. Ja, es geht um Demenz und dass der Mann immer mal wegläuft. Dann können wir das Datum vielleicht auch mit reinbringen, dass die Einweisung am 17.04. ist. Diagnosen sind vielleicht noch wichtig. Er hat also Diabetes. Und es gibt hier noch ein paar Besonderheiten. Es geht weiter im Text. Du gehst ein Stück runter und da schauen wir uns die Inhaltspunkte an. Da kann man auch wieder was unterstreichen. Erklären Sie den Grund der Einweisung. Das ist wichtig. 2. Punkt, beschreiben Sie den Zustand von Herrn Schröder. 3. Punkt, heben Sie ein Problem hervor, das zu erwarten ist. Und 4. Punkt, schlagen Sie eine pflegerische Maßnahme vor. Also wir brauchen den Grund, den Zustand, ein Problem und eine Maßnahme. Jetzt sind wir soweit und müssen uns den Aufbau überlegen und die Notizen. Das ist so der Hauptteil hier auch. Wie gesagt, gute Notizen kann einen guten Text hervorbringen. Schlechte Notizen wahrscheinlich einen schlechten Text. Also pass gut auf, dass deine Notizen hier gut passen. Ich mag
Mindmaps, wie gesagt, und da könnte man dann zum Beispiel so anfangen. Wir haben ja hier einen Einweisungsbericht. Als allererstes ist unsere Einleitung. Da würde ich den Grund der Einweisung reinschreiben. Danach haben wir unseren Hauptteil. Da würde ich den Zustand vom Herrn Schröder erklären. Dann auch das Problem mit der Zukunft kann da mit reingeschrieben werden. Oder weiß ich, welche Probleme es in der Zukunft geben könnte. Ja, dann soll man sich ja pflegerische Maßnahmen ausdenken, die hier passen könnten. Und die kann man so ein bisschen mit dem Schluss verbinden, denn da kann man nochmal schauen, wie das in der Zukunft aussehen könnte mit dem Herrn Schröder. Die Notizen sind jetzt hier natürlich noch nicht ausgeschrieben. Hier zeige ich dir jetzt nur, was du jetzt wo notieren könntest. Als nächstes sollst du aus deinen Notizen jetzt einen Text verfassen. Wir haben hier ein Beispiel. Das ist ein Beispiel für B2-Niveau. Dieser Text hat Fehler. Er ist nicht fehlerfrei. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie wenn jemand die B2-Prüfung macht und dementsprechend auf dem Niveau halt auch einen Text schreibt. Okay? Es sind Fehler vorhanden und so weiter. Es ist jetzt nicht hundertprozentig gut, sag ich mal. Also es sind ein paar Fehler drin, wie gesagt. Aber das wäre auf jeden Fall ein Beispiel für eine erfolgreiche Prüfung, sag ich mal, auf B2-Niveau. Okay? Wie wir sehen hier, wir haben das Thema Demenz mit eingebracht und Altersdiabetes. Dann noch ein paar weitere Informationen. Du kannst jederzeit das Video nochmal pausieren und dir es genauer anschauen. Dann wurden nochmal ein paar andere Sachen Informationen gebracht. Du musst dir ja vorstellen in dem Moment, du bist jetzt Pflegepersonal und du schreibst jetzt diesen Bericht, ja? Und dann musst du dich in diese Lage hineinversetzen können von dieser Person. Dann hat die Person sich hier ausgedacht, auch ein bisschen Wachschlafrhythmus durch Schlafstörung und so weiter. Wir hatten ja gesagt, dass er auch mal wegläuft und so. Er wandert also mehrmals hier nachts herum zum Beispiel. Das ist halt auch so ein Grund, warum er jetzt auch hier eingewiesen wurde. Und das ist auch gleichzeitig sein Zustand so ein bisschen. Und nach Demenz muss auch beobachtet werden. Dann geht der Text weiter und mit pflegerischen Maßnahmen für die Zukunft auch, dass man ein Lagerungskissen vielleicht gebrauchen kann. Er sollte sich mehr bewegen, er sollte mehr sprechen wegen der Demenz und sich unterhalten und so weiter. Ja, das sind jetzt pflegerische Maßnahmen. Und als nächstes in einem extra Abschnitt auch wieder, er hat einen besonderen Gefahrenpunkt. Das heißt, als Pfleger sollte man da wirklich drauf achten. Er kann sich selbst verletzen und so weiter. Und da kann man dann vielleicht nochmal auch eine kleine Zukunftsvision in den Schlussteil mit einbringen. So, und wenn wir den Text dann geschrieben haben, dann schauen wir uns ihn einfach nochmal an, überprüfen ihn, wie gesagt. Im nächsten Teil, dem Teil 2 der schriftlichen Prüfung, musst du eine E-Mail schreiben. Die vorgeschlagene Arbeitszeit hier ist 30 Minuten. Und die Aufgabe sieht wie folgt aus. Sie arbeiten als Pflegekraft auf einer Station für Menschen ab 70. Sie haben von einer zweitägigen Fortbildung in Gerontopsychiatrie gehört und möchten daran teilnehmen. Schreiben Sie eine Nachricht an Ihre Pflegedienstleitung und so weiter. Also da sollst du eine E-Mail schreiben an eine Dienstleitung und ich denke, so die E-Mail wird in dem Rahmen in den Prüfungen dann halt auch so ungefähr aussehen. Dazu gibt es wieder 4 Inhaltspunkte, an die du dich halten musst, wie die E-Mail aussehen soll. Und diese E-Mail sollte dann so circa 100 Wörter haben. Und dann wird dir noch so ein Bild von der E-Mail gegeben mit der E-Mail-Adresse. Die Aufgabe oder die Antwort schreibst du dann nicht in dieses Kästchen, sondern normalerweise auf einen anderen Antwortbogen. Aber so sieht es dann auf deinem Aufgabenblatt aus. Du hast halt so ein E-Mail-Fenster da auch vor dir. So, jetzt befinden wir uns beim Sprechen.
Und hier ist es schon wie vorhin auch gesagt, ganz am Anfang, ein bisschen knifflig. Und zwar haben wir hier 3 Teile. Im Teil 1 ist man entweder Pflegekraft oder Patient. Im Teil 2 auch entweder Patient oder Pflegekraft. Und im Teil 3 ist man auf jeden Fall eine Pflegekraft und soll einen Patienten vorstellen in einem Übergabegespräch. Genau, hier gibt es wieder eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten, wo man sich Notizen machen kann. Und wir schauen uns Teil 1 und Teil 2 knapp kurz gemeinsam an und ich zeige euch auch mal, wie das bewertet wird. Und den Teil 3 zeige ich euch dann wieder im Detail. Also, wenn ihr Teil 1 und Teil 2 im Detail auch sehen möchtet, dann geht bitte in das Video direkt zu Sprechen Teil 1 und Sprechen Teil 2 rein. Da findet ihr alle Informationen, die ihr noch braucht. Also im Teil 1 gibt es jetzt ein Patientengespräch. Sie sind Pflegekraft in einem Krankenhaus. Dann spricht man mit dem Patienten und muss den halt zum Beispiel erklären, warum die Person jetzt hier ist und so weiter. Man hat dann wieder 3 Inhaltspunkte, an die man sich halten muss. Und im Teil 2 hat man dann eine Diskussion mit einem Patienten, wo es kommt halt drauf an, wenn du jetzt der Pfleger warst im Teil 1, bist du jetzt hier der Patient. Wenn du der Patient warst im Teil 1, bist du jetzt hier der Pfleger. Es gibt also verschiedene Aufgaben. Hier habe ich jetzt die Aufgaben gezeigt von Teilnehmer A zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt Teilnehmer A wärst, dann wärst du bei dem ersten Gespräch im Teil 1 der Pfleger gewesen und in der Diskussion im Teil 2 der Patient. Teilnehmer B aber hat dann im Teil 1 die Rolle des Patienten. Wir haben aber genau dieselbe Situation. Ihr sprecht also, ihr macht nicht 2 Gespräche, sondern ihr habt ein Gespräch. Der eine ist halt der Patient, der andere ist der Pfleger über das gleiche Thema. Ja? Und hier bei der Diskussion ist es dann auch so, wenn du jetzt Teilnehmer B wärst, dann wärst du jetzt hier in der Diskussion halt der Pfleger, weil du vorhin schon der Patient warst. Und Teilnehmer A und Teilnehmer B haben sozusagen die gleiche Aufgabe, nur von einer anderen Perspektive. Ja, ihr müsst halt eine andere Rolle jeweils einnehmen. Okay, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, wie gesagt, geht einfach nochmal in die Videos rein. Da seht ihr das nochmal im Detail. Es gibt dann bei dem Patienten so wie bei dem Pfleger halt diese 3 Inhaltspunkte, an die man sich halten sollte. Gerne möchte ich das nochmal kurz etwas genauer erklären, damit ihr seht ungefähr, wie diese Punkte und so weiter entstehen, weil es ist doch ein bisschen schwierig teilweise. Also im Teil 1 haben wir haben Teil 1 und Teil 2. Okay, Teil 1 war dieses Gespräch einfach nur, Teil 2 war die Diskussion, okay. Und da haben wir halt jeweils einen Teilnehmer A und Teilnehmer B, Schüler oder Prüfling, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel Teilnehmer A bist, dann bist du hier drüben der Pfleger und der Teilnehmer B wäre der Patient. So, der Teilnehmer A, der Pfleger, hat aber eine andere Bewertung als der Patient, der Teilnehmer B. Wie du siehst, der Pfleger, der bekommt hier maximal 32 Punkte und da wird auf verschiedene Kriterien geachtet. Hier drüben bei dem Patienten wird aber nur die Interaktion bewertet. Das heißt, der Patient bekommt nur 8 Punkte in dieser Aufgabe. Aber, das hört sich jetzt ungerecht an, wenn wir rübergehen zu Teil 2 der Diskussion, sehen wir, dass der Pfleger jetzt drüben beim Teilnehmer A der Patient ist. Ja, der muss jetzt die Rolle des Patienten einnehmen. Und da wird jetzt wieder auch nur die Interaktion bewertet mit 8 Punkten. Dasselbe passiert hier drüben. Der vorhin Patient war, ist jetzt Pfleger und hat jetzt diese ganzen Kriterien, die eben der andere hatte, auf die wird geschaut und bekommt jetzt hier seine 32 maximal. Und insgesamt haben wir dann für Teil 1 und Teil 2 pro Person 40 von 100 Punkten.
Und dann kommt noch oben drauf, Frage und Antwort wird bewertet mit 4 Punkten und die Aussprache mit 16 Punkten. Und da ist man dann insgesamt bei 20. Wie du siehst, Aussprache überwiegt hier sehr. Das gibt sehr viele Punkte für die Aussprache. Das heißt, die Aussprache ist sehr wichtig für die Prüfer, weil es einfach als Pflegepersonal wichtig ist, sehr wichtig, dass du verstanden wirst, dass du auch andere verstehst und ja, dass die Leute, mit denen du arbeitest, sowie deine Patienten dich natürlich richtig verstehen können. Das ist ja fundamental. Geht um die Gesundheit von Menschen. Deswegen die Aussprache hier mit 16 Punkten. Stresst dich die mündliche Prüfung auch so sehr? Das kann ich verstehen. Dann klicke doch mal hier unten auf den Home Studies Button, denn da gibt es super Lehrer bei Home Studies, die dir weiterhelfen können, die dich unterstützen und bei jeglichen Fragen zur Verfügung stehen und mit dir auch noch Übungen durchgehen können. Also, probier es einfach mal und wir machen mit dem Video direkt weiter. So, wir sind im dritten Teil von Sprechen angelangt, von der mündlichen Prüfung. Und diesen Teil schauen wir uns gemeinsam an. Es geht um ein Übergabegespräch zwischen dir und deinen Kollegen oder Kolleginnen. Und das könnte schon nochmal ein bisschen schwieriger werden. Und dieser ganze Teil, der wiegt halt auch 40 von 100 Punkten. Und deswegen gehen wir das im Detail durch. Also, wir sind immer noch in der Goethe-Prüfung pro Pflege B2 und machen hier Sprechen Teil 3. Wie du siehst, das ist unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung und die gehen wir jetzt gemeinsam nochmal kurz durch. Also hier haben wir nochmal die Aufgaben, diese Kandidatenblätter, die du bekommst für die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung dauert ca. 15 Minuten und wir gucken uns da jetzt den Teil 3 an. So, im Teil 3, wie ich dir das vorhin schon erwähnt habe oder erklärt habe, ist es so, dass du den Gesprächspartnern, also deinen Kollegen sozusagen, ja, den Fall eines Patienten vorstellen sollst. Und anschließend wird dann noch darüber gesprochen und das Ganze dauert dann 4 Minuten. Im ersten Schritt sollen wir die Aufgabe und die Informationen lesen. So sieht dein Aufgabenblatt aus, wie du siehst. Du hast also einmal die Aufgabe da oben, dann diese 3 Ideen, die du einbringen musst, dann Informationen über den Patienten und dann noch eine kleine Information da unten. Die schauen wir uns auch gleich an. Ich bin direkt in den zweiten Schritt übergegangen, weil wenn wir jetzt lesen, können wir auch gleichzeitig die Schlüsselwörter finden. Wir haben hier ganz am Anfang steht hier noch diese Situation, die du dir halt vorstellen musst. Sie sind Pflegekraft in einem Krankenhaus und stellen einer Gruppe von Kollegen einen Patienten vor. Ja, wie ich das schon erklärt habe. Und dann schauen wir, warum ist der Patient auf der Station? Warum ist er dort? Dann nennen Sie die ärztliche Diagnose und erklären Sie die Therapie und Pflegeanweisungen. Das sind also unsere 4 Sachen. Warum ist er dort? Diagnose, Therapie und Pflegeanweisungen. Diese 4 Sachen müssten jetzt für dich heißen, das sind meine Schlagwörter, darum geht es. Dann haben wir auch noch die Informationen von diesem Patienten, das ist der Herr Steiger. Das gucken wir uns auch noch an, in Ruhe durchlesen. Und da müssen wir jetzt nichts unterstreichen so richtig, weil es sind ja wirklich nur einzelne Wörter. Aber was vielleicht auch noch wichtig ist, wären hier so ein paar Nummern. Also, dass wir die Temperatur, nicht nur sagen, er hat eine gute Temperatur, sondern sagen Temperatur von 37,5 Grad. Auch hier Schmerzmittel ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, wie viel, ja, und wie oft. Das könnte man sich noch unterstreichen. Der Rest, das sind einzelne Wörter, das müsst ihr jetzt vielleicht morgen früh unterstreichen, aber ja, den Rest brauchen wir nicht unterstreichen. Dann neben dieser Patienteninformation steht nochmal eine Information für dich. Sprechen Sie zusammenhängend und ausführlich, denken Sie an einen Aufbau mit Einführung etc. und verwenden Sie womöglich eigene Worte. Haben wir vorhin auch schon gesagt, Einführung, Hauptteil, Schluss. Ne? Und das siehst du jetzt auch nochmal.
Wir machen jetzt nämlich mal hier gemeinsam ein Mindmap. Wir sind im Aufbau und in Notizen. Und da kannst du zum Beispiel in der Mitte einfach schreiben Übergabe oder so, Übergabegespräch, Patientengespräch oder so. Und dann als erstes haben wir den Beginn. Also ich würde es dann auch so aufteilen auf Beginn, Hauptteil, Schluss. Im Beginn, am Anfang, als Einleitung werden wir den Patienten erstmal vorstellen kurz. Der heißt Herr Steiger, der hat Schmerzen im Unterbauch und die Diagnose dazu ist eine Blinddarmentzündung. Im Hauptteil können wir dann halt diese Blinddarmentzündung nochmal genauer erklären, noch sein Empfinden ein bisschen erklären, die Krankheitssymptome erklären und wie es ihm halt allgemein so geht. Dann können wir die Therapie erklären, zum Beispiel, dass er diese Schmerzmittel bekommen muss und danach noch die Pflegeanweisungen. Also hier haben wir ja unsere 4 Punkte jetzt. Wir haben, warum ist er da? Ja, das ganz am Anfang würde man das machen. Dann, was war die Diagnose? Die ist Blinddarmentzündung. Und was ist die Therapie und die Pflegeanweisung? Da hätten wir jetzt alles drin. Und am Schluss können wir dann noch dazu sagen, dass wir jetzt halt mögliche Fragen dann noch machen, die sich wahrscheinlich auch auf diese Pflegeanweisungen und so weiter beziehen. Genau, und so könnte ein Mindmap ungefähr aussehen. Vielleicht noch ein paar mehr Ideen, die du dazu hast, könntest du dir da noch mit draufschreiben. Genau. Und dann sind wir im 4. Schritt, wo du die Diskussion führen kannst mit Hilfe deines Mindmaps. So, du hast es geschafft. Ich wünsche dir erst noch mal herzlichen Glückwunsch. Du hast diese komplette, fast eine ganze Stunde Video hinter dir. Das ist natürlich super. Du bist jetzt gut vorbereitet für die Prüfung. Wo du hier und da noch mal Details brauchst, geh bitte noch mal direkt in die Videos rein. Da findest du ganz viel Informationen, PDFs zum Herunterladen, Schritt für Schritt Anleitungen, wie du dich vorbereitest und so weiter. Da gehen wir die Übung auch nochmal im Detail durch. Also schau dir die anderen Videos an. Ich lege dir das wirklich ans Herz und ich hoffe, wir sehen uns dort wieder. Ansonsten viel, viel Glück in deiner Prüfung und deine zukünftigen Mitarbeiter werden sich auf dich freuen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wozu kann ich pro Pflege das Goethe-Zertifikat benutzen, dann geh doch mal direkt rüber zum nächsten Video. Möchtest du doch lieber einen anderen Teil der Goethe Pro Pflegeprüfung üben? Dann schau dir doch mal unsere Playlist an und such dir direkt das Video aus, das zu dir passt. Und hier geht es direkt weiter zum nächsten Video.